Weiberfastnacht 2021. Jetzt live aus der Lanxess Arena in Köln. Das kölscheste Spendenevent des Jahres. Nicht allein. Und hier sind Mirja Bös und Guido Kanz. Also, ich bin zwar blond, aber ich bin ja keine zwei. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist der 11. Februar 2021. Hier ist Köln, hier ist die Lanxess Arena. Und da kommt mit einem besonderen Applaus von mir zumindest Mirja Bös zu spät. Und hier ist Mirja Bös. Ja! Eigentlich wollte ich jetzt gerade sagen, schön, dass du da bist. Das ist das Ich bin da. größte und kölscheste Solidaritätsevent, was der Kölner Karneval je erlebt hat. Melosse ich nicht allein. So sieht's aus. Guido, du hast es gedacht, aber ich lass dich auch nicht allein. Ist wie bei Fastelovend. Du brauchst ein Mädchen, oder? Ja, ich dachte ehrlich gesagt, ich werde Ich jetzt hier schwitze jetzt gerade so. Ich bin verarscht. einmal quer Verstehen durch Sie die Kölner Spaß, Arena aber du gerannt. rennst ja durch, das ist wunderbar. Wir müssen übrigens Abstand halten. Geh weg. Klar, wie alle Kollegen, die heute auftreten. Wir sind alle getestet. Gestern wurde ich sogar zweimal an einem Tag getestet. Ich werde dieses Stäbchen gar nicht mehr aus der Nase rausnehmen, wie damals beim Ölstab. Beim Also Auto, rausziehen? man kann direkt kontrollieren. Und wir sind alleine in der Lanxess Arena. Jetzt weiß ich, wie sich der Wendler fühlt, wenn er hier auftritt. Aber ich freue mich, Ja, dass wir das zusammen machen. Ich freue mich auch drüber. Und die Leute, wir sind ja nicht allein. Wir sind zwar allein, aber zu Hause. Es wird zu Hause gefeiert, ja. Das ist Homefiring. Ich nenne das Homefiring, Home Drinking, Homemaking, everything. Yes? Oder? Yes, Mit yes. Abstand. Mit Abstand, ohne Schunkeln. Ja, das ist das Einzige, was schade ist. Wir würden gerne schunkeln, das darf man natürlich nicht wegen dieser Corona-Regeln, weil wir würden uns einhaken, Armbeuge an Armbeuge, genau da, wo man reinniest. Hatschi! Feuchtgebiet an Feuchtgebiet. Uah. Ja, das ist aber so, dass wir, ist jetzt dieses Jahr Karneval alles anders. Ohne Sitzung, ohne Umzüge, ohne Feiern. Millionen Menschen, die da sonst immer hingehen und feiern. Wir denken heute aber mal an die Leute, die dahinter, hinter den Kulissen stehen, die uns dieses Feiern erst ermöglichen. Die Roadies, die Bühnentechniker, die Fahrer, die Lichttechniker, die Toningenieure. Alle die Leute, die sind seit einem Jahr, stehen die da, haben keinen Cent verdient. Die staatlichen Hilfen reichen vorne und hinten nicht. Die wissen jetzt exakt, wie sich Boris Becker fühlen muss. Ja. Wir Kölner lieben ja unsere Stadt und wir glauben auch, wir können alles, wobei, wenn wir ehrlich sind, ein paar Sachen können wir überhaupt nicht. Wir können nicht Oper hier in Köln, wir können auch keine Champions League und wir können auf jeden Fall nicht Leute allein lassen, denen es nicht gut geht. Das Kölner Festkomitee und über 40 Redner und Bands haben sich zusammengeschlossen. Unsere Aktion heißt, ja, Melosse ich nicht allein und viele von den Kollegen treten natürlich heute auch hier auf dieser Bühne auf. Ja, und das Schöne ist, es sind jetzt schon, wir sind gerade gestern am Anfang, es sind schon Hunderte, Tausende Euro gespendet worden, bereits hier vor schon. Ich glaube, wir sind schon, darf man sagen, über Wir sind 500.000? über 500.000 schon angekommen. Das ist Vielen Dank. schon eine stattliche Summe, aber wie sagt der Kölner, einer geht noch oder noch einer und noch einer, noch ganz viele gehen und ihr spendet einfach fleißig und ihr könnt euch sicher sein, das Geld kommt genau da an, wo es gebraucht wird. Karneval gibt man gerne Geld aus. Wir sind aber heute hier, um Geld einzusammeln mit euch zusammen. Und unser Motto ist, nur zusammen sind wir fastelovend. Das ist richtig. Karneval wird immer viel Geld ausgegeben. Wofür denn überhaupt? Eigentlich Ja, für Kostüme zum Beispiel, für Schminke. Skiunterwäsche für drunter, weißt du? Du willst nicht Heute wissen, wie ganz ich drunter besonders. aussehe. Und ich sag mal so, wenn du eine Kneipenrunde in der Kölner Südstadt ausgibst, 5 Kölsch, eine Bratwurst, das ist teurer als ein 5-Gänge-Menü beim Hensler. Jetzt muss man auch fairerweise sagen, es schmeckt besser als beim Hensler. Und die Stimmung ist besser. Das ist auch richtig. Ja, die Idee, Melosse ich nicht allein, wir feiern mit euch und das Schöne ist, ihr könnt spenden. Und das geht ganz, ganz einfach. Ihr könnt das tun mit eurem Handy. Das ist ganz süß, dass du Handy sagst, Warum? ja? So ein bisschen altmodisch. Man sagt Smartphone, weißt du, Smartphone. Kurbelst du auch beim Auto noch die Scheibe, kurbelst du nur runter? Ja klar, elektrisch. Ne? Immerhin. Nee, ihr könnt mitmachen, ihr könnt spenden und zwar geht das per Smartphone Ja. und per SMS. Ah, da komme ich wieder ins Spiel. So. SMS kenne ich und die Nummer ist ganz einfach. 44844. Und wer dann eine SMS schreibt, Karneval 5, spendet 5 Euro, bei Karneval 10 sind es, klar, 10 Euro und das Ganze für den guten Zweck. Es geht direkt an die Betroffenen, also Smartphones raus und anrufen Richtig. oder schreiben. Also nie war Solidarität wichtiger als genau jetzt in dieser Zeit und weißt du was? Nur zusammen sind wir fastelovend. Ja, ihr könnt euch, wir sagen jetzt einfach mal, du ist fastelovend, ihr könnt euch auf das Beste freuen, was der Kölner Karneval zu bieten hat. Heute sind mit dabei die Höhner. Auf dieser Bühne wird stehen die Band Cat Ballou. Milieu ist mit dabei, Volker Weininger, Bernd Stelter und viele, viele andere mehr. Ja, und Cat Ballou ist auch genau die Band, die den Song zu dieser ganzen Kampagne beigesteuert hat. Die war mit vielen Künstlern, die heute hier auftreten, Kölner Künstlern, Karnevalskünstlern, haben die gemeinsam ein Mutmach-Video für uns gedreht. Du bist nicht allein. Du warst mit dabei?
Ich war kurz mit dabei. Ich war auch kurz mit dabei. Wir machen jetzt einen Deal. Jeder, der bei dem Lied und bei diesem Video keine Gänsehaut kriegt, der spendet 5 Euro. Und alle anderen einfach 10 Euro. Ich sag nochmal die Nummer per SMS 44844. Und hier kommt mit der Startnummer 11. Cat Ballou, du bist nicht allein. Der Weg schmiss die letzte Rund, bis die Rad war noch alles gut. Du lust auf die Uhr, doch irgendwie war der Abend viel zu gut. Der DJ spielt das letzte Lied, bye bye my love zum Schluss. Und wieder sitzt du da, Tränen verschmiert, keiner wartet auf dich zu Hus. Doch du bist nicht allein, irgendwo ist auch für dich ne Stelle, der für dich leuchtet, egal wo du bist. Wenn der Weg auch noch so düster ist, ich schwöre, die besten Nächte sind noch die, wenn du ja nicht willst. Komm, steht bei mir den Ziel los, wenn du dich verlassen fühlst. Noch 1, 2, ob die alle Wunde, ne dritte hinterher. Und jede unserer Mäue schlecht. Kommen fällt es halb so schwer. Denn du bist nicht allein. Irgendwo ist auch für dich ne Stelle, der für dich leuchtet, egal wo du bist. Wenn der Weg auch noch so düster ist. Ein wunderbarer Titel von Cat Ballou. Ja, einfach schön. Du bist nicht allein, wir beide sind ja heute auch nicht allein. Wir haben uns hier so ein kleines Wohnzimmer eingerichtet in der Lanxess Arena. Wo wohnen wir, wenn wir seit letztes Jahr März, oder? Dürfen wir sagen, wir sind zusammen? Jetzt kann man es auch sagen. Gerade ist das Jahr. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, auch einige Mikrofone. Wir haben Talkgäste natürlich heute eingeladen und Kollegen aus der Comedy-Branche. Bernd Stelter kommt, dann haben wir noch Jürgen Beckers hier. Dreigestirn Volker Weininger ist da. Und ich hatte mir gedacht, kurz vor dem Valentinstag, möchtest du was trinken? Ja, gerne. Können wir was? Ja. Mein Energielevel ist schon ganz unten, weißt du? Ja, ich hatte was vorbereitet. Vielen Dank. Oh, das ist aber lecker. Wir werden bestens versorgt. Gesund. Ja. Gesund ist als Frühstück jetzt, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Sonst trinkst du deine erste Kölsch, jetzt haben wir einfach mal. Ja, heute ist ja ohne Alkohol. Natürlich. Worauf freust du dich am meisten heute? Ich freue mich auf alles. Ich freue mich, wir machen auch die Leute schicken Fotos und sowas. Ich möchte Menschen sehen, wie die jetzt, ich stelle mir vor, ich freue mich über meine Vorstellung. Ich werde jetzt philosophisch, pass auf, weil es ja keinen Alkohol gibt, kann ich das alles noch sehr gut denken. Okay. Diese Philosophie, die Menschen sitzen jetzt in den Wohnzimmern, hallo, und die feiern und die trinken, vielleicht einige trinken jetzt schon Kölsch, kann ich ja genau sagen. Und das wollen wir sehen. Also, das wollen wir sehen. Das wäre schön. Schickt uns bitte bei Instagram eure Fotos, wie ihr gerade feiert mit uns unter dem Hashtag #NitAlein. Und wir wollen Fotos haben. Ihr könnt Kommentare schicken über Twitter. Und es gibt natürlich auch was zu gewinnen. Richtig. Wir gehen ja davon aus, nächstes Jahr geht es weiter, oder? Ja, es gibt 2 Tickets für die Fernsehsitzung in Köln mit, das ist immer schön, Pausenimbiss. Ja, mit Pausenimbiss. Ein kleiner Pausensnack. Ja, wahrscheinlich so 2 leckere Mettbrötchen und ein warmes Kölsch. Aber egal, kostet nichts. Also, schickt uns eure Bilder über Insta, über Twitter.
an die Mirja, an uns, an Nicht allein. Und dann wollen wir mal gucken, was heute so in der ganzen Welt Wir freuen passiert. uns auf euch, ja. International. Sozusagen. Du musst jetzt gleich schon wieder unten Ich on gehe the jetzt rocks. runter, ich nehme die Jungs gleich ab. Ich nehme die ab. Also du sagst sie an und ich nehme die ab. Wir müssen vielleicht unseren Zuschauern noch sagen, es ist wirklich so, die Eisfläche hier in der Lanxess Arena steht, darauf ist unsere Bühne on the rocks gebaut Ja, worden. deswegen war ich eben auch ein bisschen zu spät, weil ich habe noch ein paar Runden gedreht. Ach so, ja, einen dreifachen Tulip. Ja, das ist ja richtig. Also du hast warme Unterwäsche an, das Ich ist habe warme gut. Unterwäsche an. Du willst nicht wissen, wie ich unten drunter aussehe. Nee, ich habe Bilder im Kopf. So, Willst du denn so lang? Nee. ich gehe weg. Ich kann weggehen. schon. Nein, Darf ich noch ich- Getränke wenn- mitnehmen? ja, Willst du alleine natürlich. die Leute ansagen, die jetzt kommen? Nee, dann machen wir es zusammen. Nee, du kannst das alleine Nein, machen. das ist, Ich aber kann- das ist meine Lieblingsband, die jetzt kommt. Deswegen, Ja, die gibt es auch schon sehr lange. Die gibt es jetzt schon im 51. Jahr. So sieht es nämlich aus. Sie sind 1970, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Sehr, sehr jung bist du noch. Ja, Du siehst auch sehr jung aus heute. so. Ich höre gerade, die sind auf der Bühne und sind vorbereitet. Ja, diese Band gehört zu Köln, so wie das Dreigestirn, wie Kamelle und eigentlich auch wie Viva Fastelovend und der Rosenmontagszug. 42 Alben haben sie mittlerweile produziert, über 400 Songs und machen in der Session ja so an die 200 Auftritte. Und das große Jubiläum, ich wäre auch mit dabei gewesen, letztes Jahr auf der Domplatte vor dem Kölner Dom ist leider, na klar, ausgefallen. Das werden sie hoffentlich nachholen, das kannst du gleich mal nachfragen. Ich frage da mal nach, Wann's wie so wie ist. das stattfinden Und wird. sie haben auch einen ganz besonderen Gast, den ich jetzt noch nicht verrate, mitgebracht heute zu uns hier in die Lanxess Arena. Sie haben zu ihrem Jubiläumsalbum 50 viele Stars eingeladen, unter anderem Harpe Kerkeling und auch einige andere, Howard Carpendale, um mit ihnen ihre Songs zu singen. Heute sind sie bei uns. Hier sind die einzigartigen Blackfoes. Het Katrin is neue Ball, zick et Beit in der Is. Hück leich me sich mit'm Scooter, statt mit'm Rollbrett op der Fress. Lange Samstag in der City ist jetzt die ganze Woche. Dat het Wasser von Köln Jod ist, dat löwen wir immer noch. Und in der Chaos Nummer 0, da steht ein Monte, sorry schuld. 50 Jahre mit Musik im Blut, 50 Jahre, den immer noch Jod. All die Lieder, die du heute noch kennst, die singen so ja noch der Pens von der Pens von der Pens. Im Beckendorfer Bütche ist jetzt eine Hermes Shop. Und man kloppt sich an der Tankstelle, singe Kaffee in der Kopf. Dat Rita trinkt mit Linda, sie sind an Fix und Foxy. Uns Kino und uns Stammlokal sind fort, dat schöne Roxy. Ein Boot mit Aussicht vom Balkon, kostet dreimal nie wie unsere Dom. 50 Jahre mit Musik im Blut, 50 Jahre, den immer noch Jod. All die Lieder, die du heute noch kennst, die singen so ja noch der Pens von der Pens von der Pens. Ob die 50 Jahre, ja, 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 ja. Die 50 Jahre, ja, 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 ja. In der Wirtschaft um der Eck ist ein Wettbüro. Der Katschmarek ist Husmeister vom Abhus im Zoo. Op Singerjord und der Husig, dann sind Birkenstock der Bur. Hört der bloß Kapellen und noch mit Hörgerät im Ohr. Und ich lach mit Meier Sketche, weil es so schwer ist für mich Rätsche. 50 Jahre mit Musik im Blut, 50 Jahre, den immer noch Jod. All die Lieder, die du heute noch kennst, die singen so ja noch der Pens von der Pens von der Pens. 50 Jahre mit Musik im Blut,
ja selber lauter drehen. Kannst nichts. Nee, warte mal, ich drehe die. Alles gut? Sprich nochmal. Gar nicht zu mehr. machen. Bitte, liebe Politik, zahlt diese Hilfen schnellstmöglich und vollständig aus. Für viele ist die Situation existenzbedrohend und andere Branchen oder andere einzelne Leute bekommen gar nichts. Vielleicht wird die Situation nochmal überdacht. Das wäre wunderbar. Die Hilfen müssen fließen, weshalb auch diese großartige Kölsche Aktion hier so unglaublich wichtig ist. Und da möchten wir allen Spendern ganz herzlich danken. Und ja, vielleicht trifft das auch noch auf viele andere Branchen zu. So viel nur am Rande. Vielen Dank. Wunderbar. Und weiter geht's. Ja, das war eben ein ganz neues Lied, also aus diesem Jahr, aus dem letzten Jahr. Jetzt geht's weiter mit unserem Sessionslied aus dem letzten Jahr. Das geht jetzt in die nächste Runde quasi, schon in die zweite Runde. Und das machen wir jetzt zusammen. Die nächste Runde, wenn ich bitten darf. Het eerste Mal het Herz verloren, ewig treu an mir geschworen. Ob der Tod und ob die Ziel. Afgehauen Geld im Sack, nur die Träumerin gepack. Der Horizont, der war das Ziel. Komm mal trinke ob die Zick und das Gefühl. Die nächste Runde, die geht auf mich. Das nächste Glas trink ich auf dich. Das nächste Kölsch ist für uns zwei. Uns Jode Zick geht nie vorbei. Die nächste Runde, die geht auf mich. Das nächste Glas trink ich auf dich. Das nächste Kölsch ist für uns zwei. Uns Jode Zick geht nie vorbei. Der eerste ring, het ene Hus, die eerste Pens, der Alltagsblues. Manchmal da möcht man unsere Russ. Die Dröhnen, die sind noch im Gepäck, wenn aber so auf Jod versteck. Zu träumen hört nie auf. Ob uns träumt, da trinken wir drauf. Die nächste Runde, die geht auf mich. Das nächste Glas trink ich auf dich. Das nächste Kölsch ist für uns zwei. Uns Jode Zick geht nie vorbei. Die nächste Runde, die geht auf mich. Das nächste Glas trink ich auf dich. Das nächste Kölsch ist für uns zwei. Uns Jode Zick geht nie vorbei. Maluren zurück, wie het hell angefangen ja Glück. Sind die Jahre vergangen, freu mich ob das was kütt. Sag küsste mit mir mit. Die nächste Rund, die geht auf mich. Das nächste Glas trink ich auf dich. Das nächste Kölsch ist für uns zwei. Und es ist lang noch nicht vorbei. Die nächste Rund, die geht auf mich. Das nächste Glas trink ich auf dich. Das nächste Kölsch ist für uns zwei. Uns Jode Zick geht nie vorbei.
Au. So, das waren 2 relativ neue Geschichten für euch und etwas flottere Sachen. Jetzt würden wir als drittes ganz gerne noch für euch unseren Stammbaum singen, denn der hier hört nach wie vor, ist ganz wichtig, den kann man nicht oft genug singen. Für euch, unsere Stammbaum. Ich war ne stolze Römer, komm mit Cäsars Legion. Ich bin ein Franzos, komm in Napoleon. Ich bin Bursch, einer Fischer, Bettler und Edelmann, Sänger und Gaukler, so fing alles an. So sind wir all hierhin gekommen, wir sprechen höck, all dieselbe Sport. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind, wie wir sind. Wir Jäcke am Ring. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Ich bin aus Palermo, brat Spaghettis für ich mit. Und ich war ne Pimmock, bügler ich mit euch mit. Ich bin Grieche, Türke, Jude, Moslem und Buddhist. Wir sind nur Menschen, vom Herrgott sind wir gleich. So sind wir alle hierhin gekommen. Wir sprechen höck, all dieselbe Sport. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind, wie wir sind. Wir Jäcke am Ring. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Die ganze Welt so südedos ist bei uns hier zu Besuch. Menschen aus alle Länder stehen mit uns hoch an der Thek. Mein Hilf, mein sind Ankara, Tokio oder Madrid. Doch so schwade all wie mir und söke hier ihr Glück. So sind wir all hierhin gekommen. Wir sprechen höck, all dieselbe Sport. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind, wie wir sind. Wir Jäcke am Ring. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. So sind wir all. So sind wir all. Hierhin gekommen. Wir sprechen höck. All dieselbe Sprache. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind, wie wir sind. Wir Jäcke am Ring. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Ja, unsere Stammbaum. Im Grunde waren das die 3 Songs jetzt der Blackfoes und wir freuen uns jetzt ganz besonders, jemand begrüßen zu dürfen hier zur frühen Morgenstunde, der spontan zugesagt hat, bei dieser wunderbaren Aktion hier auch mitzumachen. Wer hätte das gedacht und wo wir mächtig stolz auf sind. Er singt keinen Song aus dem eigenen Repertoire, sondern einen Song von uns, von den Blackfoes. Man kann sagen, ein Klassiker oder das erste Lied, mit dem wir im Karneval gestartet sind. Und dieser Song oder diese Version ist übrigens auch auf dem Album, von der Guido eben gesprochen hat, auf unserem Jubiläumsalbum. Wir freuen uns ganz besonders hier auf Wolfgang Niedecken. Schönen guten Morgen. Ne? Wie ist das Befinden so? Herrlich. Ja? Herrlich, ja. Ich stehe immer so früh auf.
Jetzt sind wir gespannt, was du von uns, von den Blackfish singst, was dir gefallen hat. Auf geht's. Der alte Mann steht für der Wirtschaftstür, der so jenen seinen trinken tät. Doch hat viel zu wenig Geld, solange auch zählt. In der Wirtschaft ist die Stimmung groß. Aber keiner sieht der alle Mann. Aber immer kühlt einer mit einem Bier und schwaden einfach an. Trink doch eine mit, stell dich nicht so an. Du stehst die ganze Zigarren. Hast du auch Geld, das ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht dran. So mancher sitzt vielleicht allein zu Hause, Der so jenens wieder lachen lässt. ganz heimlich da wart er nur da drauf. Dat eine zu ihm sagt. Trink doch eine mit, stell dich nicht so an. Du stehst hier die ganze Zigarren. Hast du auch Geld, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht dran. Trink doch keine mit, stell dich nicht so an. Du stehst hier die ganze Zigarren. Hast du auch Geld, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht dran. Ja, vielen Dank. Das war das Lied, mit dem auch für uns alles angefangen hat. Ehrlich? Definitiv. Und ich bin sehr stolz darauf, das hier mit der Mutter aller Kölschen Bands gespielt zu haben. Ah, schön. Ja, vielen Dank. Gut. Wir kommen, wir kommen. Wir eilen. Oh. Hier geht die Post ab, ja, ran. Zumindest teilweise so. Wir müssen uns Wir sind- Corona-technisch ein bisschen Ja, auseinanderstellen. tu mal. Wir machen so ein großes Du, stellt Ringereien. euch in die Mitte, es geht um euch. Ja, genau, geh mal da. geh Mirko, ruhig da in die Mitte Mitte. irgendwo, bitte. Wir Mein Gott. halten uns auseinander. Also erstmal vielen Dank, dass Ja. ihr die gute Sache unterstützt heute. Das ist großartig. Ich weiß nicht den genauen Spendenstand. Wir sind auf jeden Fall über 500.000 Euro jetzt schon. Das schnellt jetzt aber hoch. Die sind jetzt alle, schreiben die SMS, weil die Glück 44844. Einfach Da. mal eine SMS Karneval 5 oder Karneval 10 schicken und das kommt dann bei den richtigen Leuten an. Jetzt habt ihr alle diese Lanxess Arena schon erlebt. Voll. Die Leute haben euch zugejubelt. Beschreibt mal ganz kurz. Das ist schon... außerdem ist es kalt, aber ich habe ein bisschen Gänsehaut. Ihr könnt auch gleich noch ein bisschen Schlittschuh fahren. Harry, wenn Wolfgang, ihr wie möchtet. ist das für euch heute hier? Als wir das hier gespielt haben, ich habe kurzfristig einen Kloß im Hals gehabt, als ich Ja. hier oben die Pappkameraden gesehen habe. Und ich hoffe, dass diese Situation
irgendwann möglichst schnell im Griff kommt. Dafür müssen wir alle sehr geduldig sein, ja, und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiterhin auch solidarisch bleiben. Ja, wenn wir nicht solidarisch sind, dann haben wir verloren. Wie geht es dir, Harry? Ja, wir haben es ja 99 eigentlich zum Jahrtausendwechsel. Einmalig hat damals der Herr Assemacher uns angefragt und haben gesagt, wir haben diskutiert, wie blöd in der Band. Ich habe gesagt, habt ihr einen Knall, Blackfoes in der Arena? Hey, ich glaube, ein bisschen größenwahnsinnig langsam. Wir haben es dann gemacht und siehe da, es war ausverkauft und musste dann 20 Jahre lang auf Silvester verzichten zu Hause. Aber es hat sich gelohnt, 20 Jahre lang. Du hättest dich drum gerissen und der Harry sagt, wir mussten hier spielen. Ja, ich hätte es auf jeden Fall gerne getan. Für mich wäre es, ich bin noch nicht ganz so lange dabei bei der Harry, für mich wäre es in diesem Jahr erst die 5. Session gewesen. Man hat das ja die letzten Jahre beobachtet, es wird immer schneller, immer weiter, immer lauter. Man wird in diesem Jahr mal ausgebremst und die Vorfreude darauf, dass es im nächsten Jahr wieder normal wird, ist natürlich groß und man wird es mit einem ganz neuen Gefühl und einer ganz anderen Dankbarkeit, glaube ich, genießen dürfen. Wenn es dann alles so kommt, wie man hofft. Guck mal, jetzt sitzen die Leute in den Wohnzimmern zu Hause und scharren mit den Füßen, weil die sagen, Blackfoes, großes Jubiläum, konnte nicht begangen werden, wie ihr es begangen gehen wolltet. Gibt es da was? Wird das nachgefeiert oder naja, wir hätten ja wie schon zum 40-Jährigen, ihr werdet es wissen, 3 Tage hintereinander vor dem schönen, tollen Dom, Roncalli-Platz gespielt, war in kürzester Zeit ausverkauft. Dann haben wir es verschoben. Wir wollten es dann jetzt im Juli diesen Jahres machen, aber auch selbst das ist leider schon wieder in weiter Ferne gerückt. Jetzt hoffen wir auf den September, aber man kann ja von Tag zu Tag nur hoffen. Na gut, aber Hoffnung stirbt auch zuletzt. Also September ist angepeilt. Ist angepeilt für ist angepeilt. Natürlich für die Leute, wir sind heute für die Crewmitglieder da, wir wollen alle unterstützen, die im Hintergrund arbeiten. Wie muss man sich das vorstellen als Otto-Normalverbraucher, der sitzt jetzt da und sieht die Blackfoes und sagt, oh super, guck mal, die stehen auf der Bühne, jetzt sind jetzt so und so viele. Wie viel stecken eigentlich dahinter, die jetzt im Moment auf der Strecke bleiben bei euch? So, also ich kann nur von uns reden, wir haben immer so mindestens 4 Techniker, die immer für uns arbeiten. Dann haben wir natürlich einen ziemlich großen Kostenapparat am Hals, Büroräume, Proberäume, Sekretärin, Management, alles. Da hängt so viel dran und die Betriebskosten laufen ja weiter, auch bei uns. Man kann ja schlecht jetzt den Proberaum, das Büro, alles aufkündigen. Ganz schwierig, aber wie gesagt, da klagen wir noch auf hohem Niveau. Es geht um die Techniker, die eben nicht festangestellt sind. So viele Festangestellte haben wir natürlich auch nicht. Und die arbeiten nur auf Rechnung und von Tag zu Tag. Und die sind ganz, sind die ärmsten aller Schweine. Du, Wolfgang, du hast eine ganz besondere Aktion gestartet. Du hast für deine Crewmitglieder was Besonderes gemacht. Du hast ein Lied geschrieben. Ich habe, Moment, welches Lied geschrieben? Bei mir steht Hu die Gläser, Hu die Tasse. Ach so, ja, dieses Lied haben wir auf dem Alles fließt Album drauf und das haben wir irgendwann als erstes dann doch ausgekoppelt für die Corona-Helden, für die Leute, die eigentlich so den Laden am Laufen halten. Jetzt die ganzen Pfleger in den Krankenhäusern, die Leute, die in den Hospitälern arbeiten. Also wenn ich die sehe, ich ziehe ständig den Hut davor. Ich habe da großen Respekt vor. Und da haben wir gesagt, komm, wir widmen den Leuten dieses Lied, Hu die Gläser, Hu die Tasse, ein fröhlicher Feier-Reggae. Und aber was wir gemacht haben für unsere Crew, das war, wir haben T-Shirts gemacht, die habe ich gestiftet und die haben wir bedruckt mit dem Atlas, der die Welt trägt. Der trägt aber in dem Fall eine Bassdrum, Crew Aid, ja, und die haben wir dann für die absoluten Härtefälle haben wir die in unserer Fangemeinde verkauft und es ist ordentlich was dabei rausgekommen, aber natürlich ist es eigentlich nur symbolisch, aber trotzdem, auch diese Symbole helfen ja, also dass man immer wieder daran erinnert, Leute, wir müssen zusammenhalten. Ja, diese mentale denn hey, hält man zusammen, singt ihr doch ständig. Ne? Ja. Hör mal, der Wolfgang hat ja dieses Jahr auch noch ein Jubiläum, gar nicht mehr lange, jetzt Ende März. Ja, habe ich auch. Ja, ich musste meinen 70. Geburtstag verschieben, also ich bleibe jetzt... Du kannst ja 69 bleiben jetzt erstmal. Ja, ich bleibe einfach 69. Oder wir machen das hier in der Lanxess Arena. Jetzt sagen wir erstmal recht herzlich Dankeschön, dass wir mit euch diesen langen und tollen Tag begehen durften. Vielen Dank, wünschen euch heute und auf den nächsten Auftritten, ich weiß, ihr seid heute noch unterwegs. Nehmt ihr den Wolfgang mit? Nee. Also ist es was Besonderes? Also, ich denke, es reicht. Also, es reicht. Uns hat gereicht. Nein, um nichts Falsches zu sagen, aber das ist schon bemerkenswert, dass es überhaupt
das alles mitgemacht hat hier. Und, also, wir sind sehr stolz. Kein Scheiß. Wenn die Blackfoes rufen, bin ich da. Definitiv. Vielen Dank. Wir sagen Dankeschön an die Blackfoes. Ihr könnt zu Hause Dankeschön. mal applaudieren. Wir rufen jetzt einfach mal aus. Komm, wir sind in Köln. Ja. Ob das ganze Schmelze rufen wir uns dreimal von der zu Köln. Blackfoes und Wolfgang Niedecken. Niederlehn. Boah, ey. Wahnsinn. So, irre, was hier abgeht. Frau Ich Bös, sehe, Sie da sind steht dran. auch schon der Nächste und scharrt mit den Hufen. Er ist ein echter Kölscher Junge. Aus Ihrefeld kommt er. Er bringt hier Pop und Rock rein. Ich muss das auch ansagen, das kann der Guido nicht, weil es so moderne Sachen ist. Diese Smartphone-Dinger, Spotify, 3S, schon in aller Munde. Und er bringt am 12. Februar sein neues Single raus. Das ist ja quasi morgen. Wir sind kurz davor und heute ist er da mit all die Lieder. Mo Torres! Ey, ich hab mich verliebt, nicht nur in Katrin, auch in Olga, Angelina und Marie. War schon immer ne Räuber, stand auf dem Heumarkt allein und wart ob dich. Ich hab keinen Plan, es gibt einfach kein Wort. Ich weine nicht aus Liebe, ist die Liebe mal fort. Viel zu schön ist das Leben, an dem wir so kleben, zumindest ab und zu. Aber Sternflieger würden das hier alles wieder tun. Stehen singend in der Reihe, heben alle Gläser hoch. Heute steht die Welt still und jeder kleine Ton hat die Mucke bestellt und singt, jetzt geht's los. Und immer wenn die Föß von unserem Fädel erzählen, stellt sich alles auf. Und wenn man durch Ostermann von früher erfährt, dann ist alles aus. Bei all den Liedern, die unsere Liebe erklären, lass ich alles raus. Und ich werd kein einziges verlernen. Das sind all die Lieder, die ich brauch. Das sind all die Lieder, die ich brauch. Das sind all die Lieder, die ich brauch. Ey, ich hab mich verliebt in diese Musik. In jede Strophe, jedes einzelne Lied. War schon immer ne Räuber, stand auf dem Heumarkt allein und wart ob dich. Dass die Liebe mal gewinnt, ist so verdammt lang her, ich weiß. Doch muss das eine Mädel schon geboren sein am Rhein. Ich zerbreche mir den Schädel, aber das geht wohl vorbei, denn ihre Augen strahlen mich an und leuchten rot und weiß. Sie hat ihre Muttersprache nicht verlernt, das hört man jeden Tag. Nicht nur wenn die Trommel geht, stehe ich für sie parat. Das hat die Welt noch nicht gesehen, so eine liebenswerte Art. Heute oder nie, und jeder hat gesagt. Und immer wenn die Föß von unserem Fädel erzählen, stellt sich alles auf. Und wenn man durch Ostermann von früher erfährt, dann ist alles aus. Bei all den Liedern, die unsere Liebe erklären, lass ich alles raus. Und ich werd kein einziges verlernen. Das sind all die Lieder, die ich brauch. Das sind all die Lieder, die ich brauch. Das sind all die Lieder, die ich brauche jeden Ton, ich brauche jedes Werk. All die Lieder gehen mir nicht mehr aus dem Herz. Jede Zeile, die ich schreibe, bist du mehr als nur wert. Und ich meine all die Worte für dich vollkommen, vollkommen ernst. Denn immer wenn die Föß von unserem Fädel erzählen, stellt sich alles auf. Und wenn man durch Ostermann von früher erfährt, dann ist alles aus. Bei all den Liedern, die unsere Liebe erklären, lass ich alles raus. Und ich werd kein einziges verlernen. Das sind all die Lieder, die ich brauch. Das sind all die Lieder, die ich brauch. Das sind all die Lieder, die ich brauch. Immer wenn die Föß von unserem Fädel erzählen. Und wenn man durch Ostermann von früher erfährt. Bei all den Liedern, die unsere Liebe erklären. Und ich werd kein einziges verlernen. Das sind all die Lieder, die ich brauch. Vielen Dank, Dankeschön. Mo Torres, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis bald. Auf jeden Fall. Dankeschön an Mo Torres. Natürlich bleiben wir gesund, passen auf uns auf. Und in meinem wunderbaren Wohnzimmer heute bin ich natürlich nicht allein, sondern habe Gäste mit dabei. Fabian Kornbach ist da, wir haben Christoph hier und Micky Brühl. Ein alter Moin. Freund Allah. und Karnevalist. Moin, moin. Wir kennen uns schon seit 1923. Mindestens. Auf jeden Fall. Micky, Weiberfastnacht 2021. Komplett anders. Hast du das schon mal so erlebt? Ja, habe ich schon
schon mal so erlebt. Also den Ausfall des Karnevals kenne ich jetzt schon zum zweiten Mal, ja, ein bisschen für mich. Das war einmal ja dieses berühmte Golfkriegsjahr, 1991. wo nichts stattgefunden hatte. Dann bin ich ja beruflich ein Jahr neben der Spur gewesen und dann also musste ich pausieren. Und deswegen ist das nicht ganz so unbekannt, macht aber trotzdem keinen Spaß. Fabian, wie geht's dir? Wie holst du dir dieses Karnevalsgefühl zurzeit, wo keine Auftritte möglich sind? Hauptsächlich läuft das alles online in meiner Richtung jetzt so mehr oder weniger, dass man mal live geht bei Insta, Facebook oder gefragt wird tatsächlich, hey, möchtest du nicht mit der Gitarre 2, 3 Songs spielen oder sowas? Das ist sehr schön, dass wenigstens das läuft, ehrlich gesagt. Ja, wir sind wenn bei Zoom-Meetings irgendwie noch mit dabei, Korrekt, aber ja. es fühlt sich irgendwie alles anders an. Ja, ihr schreibt ja beide Songs selber, du schon damals für die Pavaya, natürlich jetzt auch für dich selber. Und fällt dir im Moment überhaupt irgendwas ein, so ein Gute-Laune-Lied? Oder was ist deine Inspiration im Moment? Ja, mir war von vornherein klar, dass ich zum Beispiel dieses Jahr nichts machen wollte, wo Corona oder irgendwas drin vorkommt, sondern meine aktuelle Nummer heißt Viel zu schön. Und da ist eigentlich ja aufgezeichnet, es gibt viele Dinge, die das Leben ein bisschen schwierig machen, aber das Leben ist trotzdem einfach herrlich und schön und man muss es genießen, denn auch so eine blöde Zeit geht vorbei. Also ich habe von vornherein positiv gedacht. Alles andere hat nicht viel Zweck. Man muss Optimist bleiben. Christoph, du bist ja auch seit Ewigkeit nicht nur mit dem Mickey unterwegs, sondern auch mit Still Collins seit gefühlt über 20 Jahren. Was machst du jetzt den ganzen Tag zu Hause? Üben brauchst du ja nicht so viel eigentlich, Sagen wir mal, die Wohnung entkernen und so weiter. Du auch? Ja, auch. Wir könnten, glaube ich, alle bei Horst Lichter, bei Baris Ferraris das lange Wochenende bestreiten. Kannst du mal einen Tusch spielen eigentlich auf deinem Akkordeon? Geht das live? Guck mal, probier mal. Die sind meistens in E. G-Dur? Oder? Hab ich mal sagen lassen. Ja, E. Guck mal, wir machen heute alles selber. Das ist doch wunderbar. Du bist ja auch in Köln geboren, ne? Nicht ganz, aber Wo bist du jetzt genau? Jetzt fragst du mich. Das, Natürlich. Ich sage immer so, spaßeshalber, der einzige schwarze Fleck auf meiner weißen Kölschen Weste in Bergheim an der Erft. Ja, gut. Ja, manche sagen, ich komme aus Köln und haben aber dann doch Aachen im Pass. Also, ich wollte gerade sagen, wenn, dann sind wir hier ehrlich, oder? Ja. Nein, das haben wir ja oft. Wir waren ja oft zusammen Skifahren, Micky und ich. Und Gladbach geboren. Ich bin in Porz geboren, damals auch noch Stadt Porz. Und wenn man Leute fragt, wo küsst du, ja sagen ja alle, ich komme aus Köln. Und wenn du genau fragst, sagen die ja Zülpich. Also, ja, meinen das jetzt genau. Ist genehmigt, ist genehmigt. Du bist ja gerade als junger Künstler, wenn ich das sagen darf, dabei gewesen, so richtig Fuß zu fassen. War es schwer, als junger Künstler im Karneval zu sagen, hier bin ich und ich will jetzt auch auf die Bühne? Es ist immer noch schwer. Also, wenn wir jetzt diese Situation in diesem Jahr jetzt nicht gehabt hätten, wäre es trotzdem schwer für mich logischerweise, zusammen mit meiner Band Fuß zu fassen und zu sagen, hallo, hier ist Fabian Kronbach. Und immer, wenn wir im Fastelavend auf der Bühne stehen, ist natürlich auch erstmal so der Blick der Leute da, wer ist das überhaupt? Und du musst die Leute überzeugen. Und das ist ein entscheidendes Jahr jetzt gerade, wo du es halt nicht kannst. Und gefühlt ist es, du wirst wieder die sämtlichen Stufen zurückgesetzt und fängst mehr oder weniger wieder von vorne an. Aber wie hältst du dich über Wasser? Gerade genau, weil das nicht geht. Im Moment kann ich nur das machen, dass ich versuche, Dinge zu veröffentlichen wie ein Video, ein aktuelles Video zum Song, dass ich versuche, mich über, wie gesagt, diese Zoom-Auftritte an neue Leute ranzuspielen, mit den Leuten, mit denen man den Kontakt hatte, bisher Kontakt zu halten. Ansonsten live oder generell gespielt haben wir das letzte Mal, glaube ich, im Dezember habe ich meine Jungs gesehen, ehrlich gesagt, wo wir für den Jackstream was aufgenommen haben. Ansonsten läuft gar nichts. Wir wollen heute bei Niederländer natürlich auch ein bisschen Live-Musik hören, deswegen hat der Christoph auch sein Akkordeon mitgebracht. Walter Schwede hat immer gesagt, das kann jeder spielen, der einen Stadtplan falten kann. Ja. Und du hast uns zumindest einen Auszug eines Liedes mitgebracht, Micky, aus einem Album Landmusik, das du unter anderem, glaube ich, auch mit Eri Stockloser zusammengeschrieben hast. Ja, genau, ja. Aber die Nummer, die gab es schon vorher auf dem MBB-Album. Und dem Horst hat die so gut gefallen. Hat der Horst gesagt, komm, sing wenigstens den Refrain. Der passt doch wahrscheinlich auch ganz gut hier zu der heutigen Situation. Ist das Lied von dir, oder? Nein, das ist eine Nummer von Garth Brooks. Friends in Low Places, Jode Freunde. Und den Text hat in der Tat der Eri auch geschrieben. Und komm, den singen wir mal gerade, nur damit du weißt, worum es geht. Jod, ich wünsch mal da Ming, Jod, Freunde, jetzt ob eine Schlag, Herren, Stünde, never dat schön. Ich bin so allein,
So wie früher beim Bier, jetzt dort Dolmar an der Tegeren stand. Und uns wieder lachen, all das Fernere so. Und jode Freunde. Yeah, Applaus mal von unseren Kameraleuten hier und von allen, die mit dabei. Komm, wir klatschen mal, das gefällt denen gut, ja. Felix, ein bisschen Live-Musik. Was, du bist gerührt? Schnell improvisiert. Achso, ja, das ist heute alles schnell improvisiert. Ja, gerührt bin ich auch. Das auf jeden Fall. Unsere Homepage ist heute natürlich wichtig. Niederlane.de, da kann man spenden. Wir zeigen das jetzt gerade einfach mal. Anklicken. Man kann den Betrag anklicken, dann die Zahlungsart wählen, einfach die Kontodaten eingeben und dann abschicken. Fertig geht natürlich auch per SMS. 44844, einfach Karneval 5 abschicken oder Karneval 10 und damit spendet man entweder 5 oder 10 Euro. Und ja, die Sachen kommen gut an. Und außerdem Fotos ist wichtig heute. Wir wollen wissen, wie feiert ihr heute zu Hause Viva Fastelovend? Ich hoffe nicht allein, mit einer anderen Person wäre das ja möglich. Und wir haben schon die ersten Bilder. Stefan, haben wir schon was da? Ja, bin mal gespannt, was wir heute erwarten dürfen. Was macht ihr denn heute noch? Danach nach Hause brav? Auf der Couch sitzt so nichts tun, ne? Ne, gucken müsst ihr auf jeden Fall. Ja, gucken und zwischendurch mal mit dem Hund raus. Es gibt wie Willenwald. Ja. Ja. Gibt es irgendwelche neuen Wünsche oder was du jetzt hast, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, Miki? Ja, ich bin ein bisschen amüsiert. Ne? Ich habe Achim Petri gelesen, witzigen Spruch in Facebook. Und da stand schon drin, jetzt beim zweiten Lockdown, der Friseurtermin ist quasi jetzt das neue Klopapier. Und daraufhin ist mir eingefallen, und Kallis Magensonde oder Magenband ist bei mir auf der Weihnachtsliste ganz nach oben gerutscht. Wir haben gerade schon zwei Fotos gesehen. Einmal hat uns eine Pippi ein Bild geschickt und ein Mettbrötchen guckt zu. Das finde ich auch schön. Ja. Muss man ein bisschen aufpassen, halb und halb, das sind schon zwei Haushalte. Also bitte das muss man auch wirklich sagen, ne? Das darf man nicht unerwähnt lassen. Das ist mir auch besonders aufgefallen, wenn ich das auch sagen darf. Ich finde, die Kölner waren in dieser Zeit wirklich super kreativ, Ja. was die sich haben alle einfallen lassen. Wir waren gestern auf dem Fedelsdorf-Wanderweg bei den Burgwächtern in Hohlweide. Oder wenn ich gesehen habe, was die Roten Funken da gemacht haben oder so eine KG Kallendresser mit eigenen Sitzungen versucht zu machen und so weiter. Also das war schon wirklich sehr, sehr spitze, was da sich die Leute haben einfallen lassen. Auf jeden Fall. So was habe ich von München nach Absage des Oktoberfests nicht gesehen, Wir muss sind man ja sagen. auch in Köln, lieber Miki. Ja. Schön, dass ihr heute da wart und die gute Vielen Dank. Sache mit unterstützt. Hier stehen 3 Männer, also 4 jetzt. Und es gibt viele Leute, die sagen, ja, im Kölner Karneval, da gibt es auch zu wenig Frauen. Ja, das ist ähnlich so wie in der Formel 1. Moment mal, ja. Die nächste Band hat sich entschlossen, mit einer Frontfrau auf die Bühne zu gehen. Und eine der wenigen Stimmen im Karneval, die garantiert keinen Schnäuzer trägt. So viel steht fest. Eine Band, die wirklich live alles gibt. Und sie freuen sich endlich mal wieder heute auf der Bühne zu stehen, hier in der Lanxess Arena. Für alle, die gerne tanzen, kommt jetzt der Song Und ich tanz, hier ist Campus Finest. Und jetzt tanze ich zu dem Song, weil ich nicht mehr dazu kriechen kann. Wie in Trance, in Bewegung, wie in Chance. Und du kriegst die Quittung, hast gedacht, ich steht warte, falsch gedacht. Dafür bin ich mir zu schade. Und fast bist du nicht mehr da. Dinge Kopf wird langsam klar, bis ob einmal uns alle Melodie erklingt. Und jetzt tanz ich zu dem Song, weil ich nicht mehr dazu kriechen kann. Und so vorbei all das, was war, ich fang noch es an, Und ich tanz zu unserem Song, weil ich nix mehr zu kriechen han. Lass singen mir all das, was war, weil ich kann, Nimm den Beat als Placebo, was geschieht, grad san Dinge im Ego. Ich weiß jetzt, wo ich hin will, du verstehst, und ich werde langsam still. Und fast bist du nicht mehr da, an Menge Kopf so langsam klar. Auch wenn ob einmal uns alle Melodie erklärt. Und jetzt
ich tanz dann nur für mich. Und wenn ich tanz, dann denk ich an dich. Und jetzt tanze ich zu dem Song, weil er mein Herz nicht mehr brechen kann. Wenn nicht mit dir, die ich in zwei fang noch ins an. Und jetzt tanz ich zu dem Song, weil ich nicht mehr dazu kriechen kann. Und Song vorbei, all das was wo, ich fang noch ins an. Und ich tanz zu unserem Song, weil ich nichts mehr zu kriechen han. Lass hinter mir all das was wo, weil ich es kann. Dankeschön. Niki, komm zu mir. Du musst dein Mikro mitbringen. Ich kann doch nichts anfassen. Du darfst das mitbringen. Nein, du solltest nicht mitbringen. Dann nimm dir hier ein Mikro, such dir eins aus, die sind alle desinfiziert. Eins schöner als das andere. Das ist ja, hier ist ja was Das los. rauscht auf jeden Fall. Guck mal, Wahnsinn, Test. der, Hallo? der Wahnsinn, oder? Guck mal, du bist jetzt, wir stehen hier so, jetzt bist du... Hast du gerade was gehört? Ich höre Sendet. Ich höre auch Sendeton. Guck mal, der Guido ist auch noch mit dabei, der Hallo, möchte auch ein Guido. bisschen mitreden. Jetzt mache ich einmal eine Moderation, da redet der Kanz dazwischen. Ich kriege einen Affen hier. Pass auf, Niki, du bist ja Rampensau, oder? So mit zusammengebundenen Beinen, wie ist das jetzt, wenn man keine Rampe hat? Ja, es ist im Prinzip, ist es, als ob man mich einfach auf Pause gelegt hätte. Das ist halt irgendwie ein ziemlich merkwürdiges Gefühl. Ne? Also eigentlich wäre jetzt Vollgas. Wir haben schon einen kleinen Schnäpskin zum Gewöhnen des Tages heute mal getrunken. Ja, es ist wie bei Fastelovend. Und was willst du machen? Du musst ja feiern jetzt irgendwie so ein bisschen, zumindest das, was geht. Mentales Feiern, mentales Zusammenrücken. Wie hart hat dich die ganze Sache getroffen? Schon sehr. Also man muss halt einfach sagen, wir hatten uns mit der Band vor 2 Jahren komplett dazu entschlossen, nur noch auf die Musik zu setzen. Ja. Und war natürlich eine richtig gute Idee. Ne? Ja. Jetzt im Nachhinein, ich meine, keiner von uns bereut diesen Schritt. Wir lieben, was wir tun und wir lieben die kölsche Musik und auch das für die Leute zu machen. Aber gerade ist es echt fies. Ja, natürlich. Und gibt es nur Hobbys? Ist ja bei Frauen, ist ja so ein Frauengespräch ist ja viel zu Hause, viel mehr als man eigentlich will, ne? Ja. Und haben sich neue Sachen entwickelt. Ich fange zum Beispiel an, Mützen zu stricken. Was machst du? Ich bin ein Riesenhäkler. Ich habe draußen mein selbst gehäkeltes Stirnband mit so einer Drehung vorne drin und so. Nicht total dein schick. Ernst? Doch, ist richtig gut. Es gibt ja so viele Tutorials auf YouTube, da Ja, kannst natürlich, du alles man kann lernen. jetzt alles sich angucken. Aber Kontrastprogramm fahre ich jetzt auch noch Motorrad, habe ich mir. Das habe ich gelesen. Du hast ja letztes Jahr, oder? Ja, genau, im Motorrad September. gekauft. Wo geht's da? Was ist das Erste, wo du sagst, wenn wieder alles offen ist, wenn wieder alles gemacht werden darf, wo fährst du hin? Also es muss ja alles auf sein und dann muss ja Zeit sein. Ich hoffe ja, dass wenn wieder alles geht, ich Dass du erst dann mal keine wieder Zeit Musik hast, weil du die machen ganze Zeit kann. auf der Bühne stehst. So sieht's Genau. aus. Aber wenn, habe ich tatsächlich mit unserem Bassisten Vince geplant, wir wollen bis Istanbul und wieder zurück. Ja, das ist ein schöner Plan. Verfolgt den, macht viel Musik. Wir werden alles wieder tun, wenn es geht. Nochmal ein riesen Dankeschön, dass ihr hier die ganze Sache unterstützt. Super gerne Ja? und danke an alle da draußen, dass ihr das hier supportet. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich drücke die Daumen, dass du ganz schnell wieder Musik machen kannst. Und Motorrad und alles gleichzeitig. Auf dem Motorrad singend wird sie bis nach Istanbul rauschen. Dankeschön, dass ihr dabei wart fürs Mitmachen. gerne. Leute, zusammen. hier, denkt dran, SMS, ne, 44844, zwischendurch einfach mal ein bisschen Geld schicken. Wir wollen Musik wieder hören, wir wollen alles, wir wollen, dass alle das hier gut überstehen. Und wir haben natürlich auch einen sehr, sehr hohen, sage ich jetzt mal, ich möchte Ehre sagen, unser Ministerpräsident Armin Laschet hat es sich natürlich auch nicht nehmen lassen, eine Grußbotschaft zu schicken. Er ist ja nun ein Mann, der dem Karneval verbunden ist. Er hat im letzten Jahr, war er Ordensträger, wieder den tierischen Ernst, stand er im Narrenkäfig. Wer ihn da rausgelassen hat, wir wissen es nicht genau, der März kann es nicht gewesen sein, aber er schickt uns hier eine Grußbotschaft und ich hoffe, er hat auch schon diverse SMS geschickt an die 4484 mit Karneval 10. Hier kommt für uns Armin Laschet. Man lasse ich nicht allein, liebe Narrinnen und Narren. Das ist das wunderbare Motto dieses Spendenmarathons. Mit ihrer Spende kann all den vielen geholfen werden, die auf der Bühne stehen, vom Funkenmariechen über die Büttenredner bis hin zu den Vereinen, die das ganze Jahr dafür arbeiten, dass jede 5. Jahreszeit unvergesslich bleibt. Und zugleich
geht es um die vielen Frauen und Männer, die hinter der Bühne dafür sorgen, dass jede Prunksitzung und jeder Karnevalsumzug überhaupt stattfinden kann. Die Technikerinnen und Techniker, die Fahrer, die Bühnenarbeiter und viele andere mehr. Wir müssen auf tolle Stunden voller Spaß verzichten. Diese Menschen aber müssen nicht nur auf Spaß verzichten, sondern auf ein fest eingeplantes Einkommen. Und viele geraten in wirtschaftliche Not und das dürfen wir nicht zulassen. Echte Freunde stehen zusammen. Das gilt ganz besonders jetzt. Wir sagen, man lasse ich nicht allein, gerade jetzt nicht in einer Zeit, in der die Corona-Pandemie so vieles unmöglich macht, was uns lieb und teuer ist. Deshalb bitte ich Sie ganz herzlich, rufen Sie an, spenden Sie. Jede Spende ist ein Stück Hoffnung darauf, dass wir unseren Karneval eines Tages, ich hoffe im nächsten Jahr, wieder so feiern können, wie wir es kennen. Freuen wir uns darauf. Vielen Dank und Kölle Alaf. Kölle Alaf auch an dieser Stelle. Der Armin, der alte Haudegen, rufen Sie an, tun Sie das. Vielleicht einfach bei Herrn Laschet anrufen, wenn Sie noch Fragen haben. Ansonsten schicken Sie lieber eine SMS, weil darüber können Sie spenden an die 44844. Herr Laschet. Aber wenn was ist, einfach Herrn Laschet anrufen, der geht dran und sagt, Leute, ich weiß Bescheid. Und wir wissen ja, der Kölner Karneval steht für Vielfalt. Wir haben Leute hier, die sind gar nicht, da ist ein gebürtiger Österreicher, aber ich glaube, der Frontsänger, der Sepp, der kommt ursprünglich aus Österreich, aber uns ist das egal. Wir lassen ihn trotzdem hier mitmachen. Und hier sind sie für euch, die Kölner Hey Mädchen. Schon als ich dich das erste Mal sah, da war für mich auch direkt alles klar. So ein Mädchen wie du muss es sein. In etwas Schöneres hatte ich noch nie gesehen. Da lust du all das dritte Mal her und die Augen, ja, die sprechen mit mir. Sag, Jung, komm, jetzt sprich mich doch an. Ich war jetzt bestimmt wie nicht mehr lang. Hey Mädchen, ein Mädchen wie dich, eins für das Leben und jetzt mich. Hey Mädchen, ich muss es doch nicht, das ist für immer und jetzt mich. Das ist für immer und jetzt mich. Wolke 7 mit Glücksgarantie. Du bist geblieben, du bist immer noch die ich will, blieb für immer bei mir. Und darum sage ich noch hüb zu dir. Hey Mädchen, ein Mädchen wie dich, eins für das Leben und jetzt mich. Hey Mädchen, ich muss es doch nicht, das ist für immer und jetzt mich. Ein Mädchen wie dich, eins für das Leben und jetzt mich. Hey Mädchen, ich wusste doch nicht, das ist für immer und jetzt mich. Jeder Augenblick mit dir ist wieder Himmel für mich. Hey, hört so, hört so. Du bist alles für mich. Hey Mädchen, ein Mädchen wie dich, eins für das Leben und jetzt mich. Hey Mädchen, ich wusste doch nicht, nur du für immer und jetzt mich. Hey Mädchen, ein Mädchen wie dich, eins für das Leben und jetzt mich. Hey Mädchen, ich wusste doch nicht, das ist für immer und jetzt mich. Das ist für immer und jetzt mich. Das ist für immer und jetzt mich. Nur du für immer und
get me. Hey Mädchen, für alle Menschen, für heute, Weiberfastnacht, nur für euch. Probleme, aber wir kriegen das alles in den Griff. Einen lieben Dank an die Kölner. Hey Mädchen. Danke dir. Ich sag, hey Kölner, ich fand's schön. Ciao. Und wir gehen über. Wir haben natürlich Schirmherren für die ganze Veranstaltung und die haben sich natürlich uns auch eine ganz hervorragende Matz geschickt. Und genau die Matz gucken wir uns jetzt an. Hier sind die Schirmherren unserer Veranstaltung. Bitte schön. Ich werde sehr traurig, wenn ich mal durch die Stadt gehe oder am Gürzenich vorbeifahre auf dem Nachhauseweg und keine kostümierten Kölnerinnen und Kölner oder auch Gäste sehe. Traurig, wir hätten hier eigentlich eine brodelnde Atmosphäre, 20.000 Menschen, die feiern, die singen, die schunkeln, die ausgelassen fröhlich sind. Und jetzt steht man hier auch in der Arena und denkt, ja krass, ey, hier waren echt viele Leute, auch bei unserem 20-jährigen Jubiläum im letzten Jahr. Und da ist es sehr wichtig, dass wir in Köln eine Solidargemeinschaft bilden und genau diesen Menschen helfen, sie unterstützen. Damit dem Karneval, damit dem Kulturleben in der Stadt nicht ein langfristiger Schaden erwächst, ist es total wichtig, jetzt zusammenzustehen. Und nur zusammen sind wir fast so lovend und ja, wir lassen keiner allein, ist ein schönes Motto. Gerade weil wir eine Schicksalsgemeinschaft sind, dürfen wir nicht nur an die Stars des Karnevals denken, die auf der Bühne im Mittelpunkt stehen, von Scheinwerferlicht beleuchtet, denen wir applaudieren. Wir müssen auch an die denken, die die ganze Arbeit hinter der Bühne machen. An die Roadies, an die Techniker, an Licht und Sound. Und so viele Menschen sind betroffen, die von diesem Karneval leben. Das ist ja eine Wirtschaftsgröße. Aber mir geht es gar nicht um die Wirtschaftsgröße, sondern mir geht es einfach darum, dass diejenigen, die vom Karneval leben, die den Karneval aber lebendig machen, dass die jetzt sozusagen einen Notgroschen bekommen, damit sie überleben können und damit wir gemeinsam weiter feiern können. Solidarität ist super wichtig, gerade in Krisenzeiten. Deswegen habe ich mich auch gerne als Schirmherr da zur Verfügung gestellt. Ich glaube, dass wir zusammenhalten müssen. Das ist eine große Familie. Das ist immer leicht gesagt, aber jetzt kann man das auch mal beweisen. Da geht mir auch ein bisschen das Herz auf, überkommt mich große Freude. Es ist einfach auch wichtig, weil es ist einfach eine Grundlage, die da vielleicht im Einzelfall gesichert wird. Und es wird ja durch die Aktion noch viel mehr Solidarität geben, dass das positiv auf den Karneval einwirken wird. Es macht uns einfach bewusster und klarer, wofür der Karneval steht, nämlich für ein Miteinander. Macht mit bei der Aktion und spendet, denn ja, jeder Euro zählt und ihr tut was Gutes. Vielen Dank. Nur zusammen sind wir fast so laufend und wir lassen keiner allein. Deswegen spendet jetzt. Kuckelkorn aber recht. Spendet jetzt die 44844. Schickt eine SMS. Karneval 5, Karneval 10. Am besten ganz oft, wenn ihr ganz oft Karneval 10 drückt, ist das auch total super für uns. Und dann freuen sich alle, die daran beteiligt werden. Und hier neben mir auf der Bühne wird jetzt schon die nächste Musikgruppe aufgebaut. Und ich finde, die passen jetzt auch genau hier hin. Der Guido hat es eben schon erwähnt, die Frauen im Kölner Karneval. Wo sind sie denn? Aber sie sind doch da. Macht euch keine Sorgen. Und hier kommen auch nämlich jetzt geballte Frauenpower. Es ist Viva Fastelovend. Ich meine, da müssen die Mädchen raus. Ne? Die Männer haben dieses Jahr ja Glück. Keiner darf so viel rumlaufen, dass auf der Straße die Schlipse abgeschnitten werden. Aber wir kriegen uns jetzt hier mal so richtig einen von Rockabilly um die Ohren. Und ich bin sehr stolz. Ich stehe hier, ich bin ein Mädchen, das ist ein Mädchen. Da ist doch Mannsvolk auf der Bühne, das kann ich doch jetzt schon sehen. Aber das ist auch ein sehr weiblicher Mann. Ich kenne ihn schon länger. Und sie sind parat und sie werden jetzt zu euch in die Wohnzimmer kommen. Ihr kriegt sie direkt für euch. Ich frage mal, könnt ihr einen Riemen auf die Orgel schmeißen? Seid ihr bereit für uns? Für die Leute da draußen in den Wohnzimmern, die jetzt mit dem Kölsch da stehen. Hier sind sie, die Rocke Marische! Ich wollte schon Jan und sag mir jetzt, doch dann hast du noch was bestellt. Du fragst mich, wo willst du dann hin? Ich han dich rat, doch it's your Sinn. Ich wink auf, hilft dir kein Müll, ich söke nix und sag dir tschö, nur später leg ich an den Dingen her. In nur eine Nacht 180
Rad und ich frag mich, wie kriegst du das hin? An nur einen Tag im der Stolz gebracht und ich frag mich, wie kann das nur sein? In nur eine Nacht 180 Grad und ich frag mich, wie kriegst du das hin? An nur einen Tag im der Stolz gebracht und ich frag mich, wie kann das nur sein? Ich hab mir doch fest geschworen, mich noch keinem zu luren. Plötzlich bist du da und ich bin schwach. In nur einer Nacht 180 Grad und ich frag mich, wie kriegst du das hin? 180 Grad gedreht. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. 180 Grad gedreht. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. 180 Grad. Gute Laune, die Rockemarieche hier bei Nicht allein in der, allein muss man doch sagen, hier in der Lanxess Arena. Und ich bin heute wieder in meiner kleinen Eigentumswohnung hier oben im Lounge-Bereich. Ja, und wir haben Fotos bekommen. Vielen Dank. Wir wollen wissen, wie ihr heute feiert und uns guckt. Also schickt uns bitte per Insta, per Facebook eure Bilder zu uns hier. Und wir haben 2 wunderbare Fotos geschickt bekommen. Die können wir gerade mal zeigen. Also es gibt auch einige Leute, die heute feiern, mit uns zusammen feiern. Das ist gut. Danke, genau das wollen wir sehen. Schickt uns was, dann kriegen wir hier auch gute Laune in der Lanxess Arena. Ja, ich bin oft schon gefragt worden im Vorfeld, wer bekommt das Geld? Wir sind im Moment bei einem Spendenstand von 552.000 €. Vielen Dank bis jetzt schon mal an alle, die gespendet haben. Das geht natürlich die ganze Zeit über unsere Homepage. Ich sage das heute gerne, sehr, sehr oft. Oder auch per SMS 44844 ist die Nummer, unter die man einfach eine kleine SMS schreiben muss. Karneval 5 sind 5 € und Karneval 10 sind 10 €. Ja, wer sind diejenigen, die das Geld bekommen? Es gibt sehr viele Betroffene rund um den Kölner Karneval und wir haben ein paar von den Betroffenen im Vorfeld besucht und uns mit denen unterhalten. Normalerweise sind diese 3 Jungs um diese Jahreszeit auf den Bühnen der Stadt unterwegs und haben noch nicht mal Luft zu atmen. Dieses Jahr ist tatsächlich alles anders. Thorsten, wie geht es dir gerade ganz persönlich mit dieser Situation? Ja, die Situation ist natürlich jetzt, wäre jetzt meine 24. Session gewesen, da bist du natürlich in einem anderen Rhythmus seit vielen Jahren. Und es ist halt sehr ruhig gerade. Ne? Das ist halt schon sehr seltsam und man vertut sich da immer und sagt immer, ach, so eine Session mal ein bisschen ruhiger wäre nicht schlecht, aber es ist ein bisschen zu ruhig gerade. Und es ist emotional macht es schon viel mit einem. Es fehlt dir. Ja, sehr. Die ganzen Menschen. Auch die Menschen, ja. Die Kohle. Die fehlt mir auch, ja. Es ist eine Situation, die hat man so tatsächlich noch nie erlebt. Hast du damit gerechnet, Seyhan, dass eine Session mal so verlaufen wird und dass wirklich gar nichts stattfindet? Ja, wer hätte mit sowas gerechnet? Klar, nach dem Golfkrieg hätten wir damit gerechnet, dass aufgrund von Krieg in der Welt, weil irgendein Irrer meint, den ausüben zu müssen, eine Session ausfällt. Aber dass ein ganzes Jahr eine ganze Branche und der Karneval ausfällt wegen einem Virus, hätte ich nicht gedacht. Nee. Hätte wahrscheinlich wirklich keiner gedacht. Achim, ja, es ist auch finanziell extrem angespannt in eurer Branche. Viele wissen nicht, wie sie einen Kühlschrank vollkriegen sollen. Ich sag's mal so, wie es ist. Wie ist es bei dir persönlich? Du bist ja auch schon super lange dabei. Ja, ich habe da meine Familie, die noch da ist. Ich brauche meine Tochter und meine Frau nicht mehr versorgen finanziell. Aber ansonsten sind die Rücklagen auch aufgebraucht, die ich gebildet habe. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie es nach der Session dann aussieht. Nach dem bisschen, was wir an Session haben. Ja. Herzlichen Dank auch an dich. Thorsten, vielleicht nochmal so zum Abschluss. Was wünschst du dir auch für eure gesamte Branche? Ja, dass so viele Leute, die das betrifft, einen langen Atem haben, um zu sagen, wir schaffen das, auch mit anderen Leuten zusammen und auch, dass jeder sich auch committet und sagt, ja, mir geht es gerade nicht so gut, ich brauche Hilfe. Und wenn da alle ein bisschen zusammenrücken, dann kriegt man diese Durststrecke hoffentlich auch ein bisschen überwunden. Und das würde ich mir wünschen. Vielen, vielen Dank an euch dreien. Weiterhin alles, alles Gute. Bleibt tapfer, weiter nach vorne schauen. Und Solidarität ist in diesen Zeiten wohl wirklich das Allerwichtigste.
Das ist unser Thema, Solidarität. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass natürlich alle, auch die heute hier oben in unserer Lounge sind, getestet sind. Ihr durftet alle heute mal dieses kleine Stäbchen nochmal im Rachen spüren und mal kurz würgen, da ist man auch schön wach. Wir werden natürlich alle Corona-Regeln eingehalten. Hier oben bei mir in unserer kleinen Lounge ist einmal Björn Lindert und auch Hendrik Biergans, die ich herzlich begrüße, die beide unsere Sache hervorragend unterstützt haben. Die erste Frage geht an den Hendrik Biergans. Ich darf dich, wir sagen glaube ich du, ja, sicher, das sehr gerne. Kurz vorstellen, Manager Corporate Affairs und Communications bei JTI oder JTI. Wofür steht diese Abkürzung, JTI? Normalerweise steht das J für Japan Tobacco International. Aber in der Fastelovens-Zeit steht das J für JEC. Wir sind ein kölsches Unternehmen und wir haben das Motto Nachbar unter Nachbarn und wir helfen hier in Köln, soziale und kulturelle Zwecke zu unterstützen und wir haben ein kölsches Kollegium. Normalerweise wäre heute unsere Fastelovens-Party, die leider nicht stattfinden kann, aber stattdessen sind alle Kollegen vom Internet und gucken zu und JTI ist JEC. Das finde ich sehr gut. Björn, ich meine, du bist einer derjenigen, der, wir haben Zuwachs bekommen, Herr Professor Dr. Wiesmann. Wäre schön, wenn Sie sich selber ein Mikrofon nehmen könnten. Brauche ich Ihnen nicht sagen. Schön wäre, wenn Sie vielleicht da hinten so ein bisschen an Kopfende unserer Björn, dass du vielleicht ein bisschen rüberkommst. Björn Lindert, ohne dich, du bist einer derjenigen, dem wir das Ganze hier zu verdanken haben, denn ohne dich ständen wir gar nicht. Heute, nein, überhaupt nicht schuld. Gott sei Dank sind wir hier in der Lanxess Arena. Wie kam es überhaupt zu dieser Idee, Nit Allein zu gründen? Ja, wie fast alles im Leben entsteht auch das am Telefon. Viele Beziehungen entstehen per Tinder am Telefon, aber der Spendenmarathon entsteht in einem Telefonat. Es war im Herbst mit einem Co-Geschäftsführer, Horst Müller von der Go GmbH, Künstleragentur, habe ich telefoniert. Und wir haben nicht in unserer DNA irgendwie zu kümen oder zu klagen. Wir haben einfach gesagt, ganz viele Menschen legen die Hände irgendwie in den Schoß und verzweifeln vielleicht. Wir haben gesagt, okay, auch als Dieters natürlich, wir sind abhängig von Events, von Kostümen. Das geht jetzt alles nicht, aber es bringt ja nichts, also machen wir irgendwas. Lass uns irgendwas Großes auf die Beine stellen und vor allen Dingen für das ganze System Karneval irgendwas machen, damit die Vielfalt auf den Kölner Bühnen erhalten bleibt. Und ja, dann haben wir angefangen und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Wir haben noch Zuwachs bekommen. Schön, dass Sie da sind, Professor Dr. Wiesmüller. Ich darf Sie kurz vorstellen für unsere Streaming-Zuschauer, muss man mittlerweile sagen. Wenn ich Sie als Kölner Hygienepapst bezeichnen würde, fänden Sie das gut oder? Das wäre übertrieben, würde ich sagen. Hygiene ist zwar mein Leben und es mag im Moment so anmuten, weil ich auch viel gesehen werde und immer wieder mahnen muss, dass wir, ich sag mal, die AHA-AL-Regeln einhalten, ja, damit wir wieder feiern können. Genau, Abstand, Hände Hygiene, Hände waschen, Hände desinfizieren, Alltagsmaske tragen, ja, und Jod lüften. Das ist übrigens, Lüften ist auch, wenn es keine Corona-Zeiten gibt, Lüften ist generell wichtig, finde ich. Das ist richtig. Das ist überall wichtig, gerade in den Gemeinschaftseinrichtungen, auch wenn es da immer Zank geht. Also ich darf Sie kurz mal, Sie sind Leiter der Abteilung Infektions- und Umwelthygiene des Gesundheitsamtes der Stadt Köln. Haben Sie Respekt vor diesen Tagen jetzt, die wir in Köln erleben? Worauf bezogen? Naja, auf dass Karneval? die Leute sich vielleicht doch nicht so dran halten und mit mehr Leuten zusammen Wir feiern. haben ein bisschen Sorge, muss man sagen. Ich meine, im öffentlichen Raum ist ja vieles geregelt. Das kann man ja nachlesen und hört man überall. Natürlich haben wir Sorge, dass es eben zu Hause dann doch zu eng und zu viel wird, weil der private Raum halt nicht so gut kontrolliert werden kann, auch wenn die Allgemeinverfügung da auch sagt, wir sollen uns beschränken mit den Kontakten. Ich glaube aber insgesamt, so was ich sehe, dass die Kölner doch eigentlich ganz motiviert sind, mitzumachen. Und ich hoffe auch, dass sie es weiterhin tun. Und da auch mein Appell, weil ich versuche es immer wieder zu sagen, wenn wir diese Regeln, die wir gerade genannt haben, ja, so ein bisschen in unser Alltag einbinden. Und das muss nicht heißen, dass man nicht eine Bütze geben kann und sich in den Arm nehmen kann. Schön. Dann, glaube ich, große Hoffnung besteht, ja, dass wir in der nächsten Session wieder so zu feiern können, wie wir wollen. Das klingt sehr gut. Wir haben übrigens den aktuellen Spendenstand. Wir können gerade mal schauen auf unserer großen Leinwand. Wir sind gerade bei 558.303 Euro. Und man muss ja nicht mit vielen Leuten zusammen feiern, man kann aber alleine spenden. Das ist mir wichtig. Björn, ich komme nochmal zu dir. Das Besondere, wir haben im Vorfeld gesagt, was ist das Besondere heute? Was würdest du sagen? Was ist das Tolle an dieser Veranstaltung?
Also das, was hier auf die Beine gestellt wurde, spricht enorm für den Zusammenhalt in dieser ganzen Stadt, in der ganzen Region und speziell natürlich im Karneval. Denn ich sagte es, also Go GmbH und Deiters waren von Anfang an dabei. Dann kam aber sofort das Festkomitee Kölner Karneval, war mit an Bord. Dann war es ein Anruf bei Stefan Löcher hier als Geschäftsführer der Lanxess Arena. Er hat gesagt, ich bin dabei, ich stelle die Arena. Dann mussten wir das Geld natürlich irgendwo einsammeln. Es brauchte eine Stiftung. Ich kann das Geld schlecht irgendwie als Unternehmen oder privat vereinnahmen und verteilen. Wir brauchten also eine Stiftung. Die Stiftung Akademie für uns Kölsche Sprach war dabei, hat das Konto, hat Internetseite gestellt. All das wurde gewährleistet. Dann, da müssen wir einfach noch kurz drauf eingehen. Das, was hier heute geleistet wird, das ist eine absolute Fernsehproduktion. Ja. Alle sind pro bono dabei. Du wirst dich nicht selber loben, deshalb sage ich es einfach. Auch die beiden Moderatoren natürlich. Mirja Bös, Guido Kanz waren von Anfang an mit dabei. Ich kenne dich aus den letzten Wochen nur in so einem kleinen Video-Zoom-Fenster, weil wir uns in diversen Videokonferenzen gesehen haben. Du warst kreativ mit dabei. All das spricht für den Zusammenhalt. Heute können wir uns endlich mal wieder live sehen. Hast ja gesagt, alle getestet, deshalb dürfen wir das. Aber es war wirklich ein riesengroßer Zusammenhalt. Danke an alle Beteiligten. Stefan Wolter, Ralf Schlegelmilch, die kennt man zumindest in Köln. Die müssen einfach mal erwähnt werden, weil die haben 24/7 daran gearbeitet, dass heute dieses Programm hier so abläuft. Ja, danke auch nochmal von mir. Gesagt werden. Auch an unsere Kameraleute, alle, die heute hier sind, machen das unentgeltlich. Das ist wirklich großartig. Sie können natürlich auch über unsere Webseite spenden, nitallein.de. Man kann natürlich auch was mitbringen und ich habe schon mal so ein bisschen gelunzt und Henrik Biergans hat was in der Hand. Ich kann es nicht genau erkennen. Es sieht nach einem Geldsack aus, oder was ist das? Richtig, also es reicht ja nicht nur irgendwo aufzutauchen und gut auszusehen, man muss ja auch gerne ein Gastgeschenk mitbringen und deswegen freue ich mich heute auch nicht nur warme Worte mitzubringen, sondern auch eine Spende überreichen zu dürfen von meiner Firma JTI. Ich freue mich. Es ist ein Privileg und eine Ehre, das hier unterstützen zu dürfen. Dankeschön im Namen der Stadt, dass ihr das macht. Das ist das Sie können die gerne mal in die Kamera halten. Unsere DNA. Die Zahl darauf gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. 10.000 €. Wir sagen im Namen der guten Sache vielen, vielen Dank. Von Herzen gerne. Sensationell. Ich nehme das mal stellvertretend entgegen und werde es gleich einzahlen. Klasse. Also Sie haben uns schon Mut gemacht, Herr Professor Wiesmüller, weil Sie gesagt haben, nächstes Jahr sieht es so aus, als wenn wir wieder ein bisschen mehr Fastelovn feiern können. Das hat sich noch besser angehört, weil Sie es auf Kölsch gesagt haben. Ich sage erstmal Danke, stellvertretend natürlich für viele Spenden. Auch jetzt nochmal Danke an Henrik Biergans für diese unglaubliche Summe, 5-stellig. Das tut gut, das werden wir jetzt gleich direkt einpflegen auf unserer Seite. Wünsche uns allen, dass diese Zeit vorübergeht. Und dass die Leute, für die wir das machen, dass es denen ein bisschen besser geht, dann nach Fastelovend und nach Karneval ist ja auch immer vor Karneval. Es geht mit der nächsten Gruppe weiter und wenn ich jetzt den Begriff Domstürmer jetzt hier mal so in den Raum werfen möchte, Sie können das googeln, Domstürmer sind keine Leute, die jetzt Kardinal Wölki aus dem Amt haben wollen. Oder Domstürmer ist auch niemand, der den Südturm in 5 Minuten besteigen kann. Auch nicht Lukas Podolski, als er beim FC war. Vielleicht war das noch ein Domstürmer. Die nächste Gruppe heißt so, auf die freuen wir uns bei Nicht allein. Hier sind die Domstürmer. Nur zusammen. Die Welt steht voll am Kopf, was gestern noch so sicher war, ist auf einmal fort. Mit Freunden Zeit verbringen und mit Leben feiern. Der ganze Tod, man kann der Wahnsinn ja nicht mehr hören. Nur zusammen sind wir fast. Zusammen, ja, mit euch steht von du und ich. Nur zusammen sind wir fast Abend. Nur zusammen kriegen wir dorthin. Job und Hobby, Freundschaft, Liebe ist das all hier in Gefahr. Nicht alles muss jetzt schlechter sein, auch Chancen, die sind da. Sitze erkennen und der Kompass neu justieren. Sich neue Ziele setzen, mit Mut, mit lamentieren. Nur zusammen sind wir fast alone.
zusammen, ja, wir durchstehen von dem, du und ich. Nur zusammen sind wir fast erlaubt. Oh, oh, oh. Nur zusammen kriegen wir dorthin. Wir lassen den Kopf nicht hängen und uns Tradition nicht nehmen, weil für uns nur die Liebe und Freundschaft zählt. Und dann ist für mich wert, als alles Geld der Welt. Nur zusammen, nur zusammen, nur zusammen, nur zusammen, nur zusammen sind wir fast erlaubt. Nur zusammen kriegen wir dorthin. Nur zusammen sind wir fast erlaubt. Oh, oh, oh. Nur zusammen, ja, wir durchstehen von dem, du und ich. Nur zusammen sind wir fast erlaubt. Oh, oh, oh. Nur zusammen kriegen wir dorthin. Nur zusammen, weil wir fast erlaubt sind. Nur zusammen sind wir fast erlaubt. Nur zusammen mit das Leben sind. Nur zusammen sind wir fast lovend, nur zusammen mehr das Level sind. Ja, wer die Domstürmer kennt, der weiß, wir sind eigentlich eine Band, die sehr viele Balladen schreibt, also quasi so emotionale Stürmer. Tja, und ab und zu packen wir auch ein bisschen Ironie in die Lieder. Wir haben da zum Beispiel einen Titel, da haben wir uns gedacht, da packen wir mal alles das rein, was du als Kölsche Band nicht unbedingt besingen solltest, nämlich Dom, Ring, Sonne, Sching. Ja, ist ein Lied ohne Dom, ohne Ring, ohne Sonne, Sching und ohne Oh, oh, oh. Dafür mit komischer Bewegung. Es gibt Lieder von zu Hause, die man einfach kennen muss. Die man immer singt, weil es Freude uns bringt, wenn wir zusammen sind. Oft besungen weht die Pflanz, denn wir essen ja nichts sonst. Und das heiße lecker Mädchen muss es sein, ja und der Coach geht immer noch drin. Pass auf, jetzt geht es anders, das Lure wird versteht. Wir singen jetzt mit euch ein etzte kölsche Lied. Ohne Dom, ohne Ring, ohne Sonne, Sching und ohne Oh, oh, oh. Ohne Dom, ohne Ring, ohne Sonne, Sching und ohne Oh, oh, oh. Ohne Dom, ohne Ring, ohne Sonne, Sching und ohne Oh, oh, oh. Ohne Dom, ohne Ring, ohne Sonne, Sching und ohne Oh, oh, oh. Mit ner Partners im Gesicht und nem Trommelchen aus Blech standen wir morgens so und sind super drauf, nimmt jedes uns doch jung. Was haben wir nicht schon all gesungen, wie schön es hier doch ist. Wir sind dem Herrgott ja so gut gelungen und ob ihr wisst, reimt sich nur Dreh. Ohne Dom, ohne Ring, ohne
Und ohne Regen und ohne Sonnenschein läuft ja nichts. Bleibt stürmisch, macht immer euer Ding. Alles Liebe, eure Domstürmer. Hurra! Guck mal, die Arena rastet aus. Ja! Komm zu mir. Hey, du stehst ja, das sind ja quasi Standing Ovations. Guck mal, Standing Ovations, Sitting Ovations von den Pappkameraden. Hör mal, da, wir halten Abstand. Wie schön, dass ihr da seid. Wie schön, dass ihr uns unterstützt bei der ganzen Sache. Ihr habt ja schon vor der Krise einen Song rausgebracht, der hieß Alles doof. Ja? Ihr so hellseherartig. Hattet ihr eine Vorahnung? War da eine Vorahnung bei oder war das einfach mal Bock? Die jammern ja schon mal gerne alle auf hohem Niveau, ne? Zu nass, zu kalt, zu dick, zu dünn, zu viel Arbeit, zu viel Stress. Ja, und der Inhalt ist ja so ein bisschen, ohne dich ist alles doof. Ja. Ja, und plötzlich war der Titel sehr aktuell. Ne? Plötzlich ist alles doof irgendwie. Ne? Aber du kennst dich mit Livestream aus, du hast total viel aus dem Proberaum gestreamt. Ja, wir haben uns irgendwann gesagt, ach so, statt so Samstagnachmittag, statt Fußball-Bundesliga, gibt es dann halt einen lockeren Plausch mit mir. Ich habe mich da um Kopf und Kragen geredet. Wir haben schon mal spontan ein bisschen Musik gemacht und einfach versucht, so unser Miteinander zu leben. Ne? Ja, das ist doch schön. Und ich habe ja eben so ein Frauengespräch schon gehabt, und weiß die Frauen untereinander, was machst du im Lockdown, was hast du? Ich habe angefangen Mützen zu stricken, die Niki hat auch gehäkelt, ne? Ja. Ihr habt einen Gin rausgebracht, ne? Ja, das war aber auch eher so ein Zufallsprodukt. Also wie das oft so ein Zufallsprodukt? Ja, da gibt es schon mal so den einen, der kennt den anderen und ich meine, weiß ja selber, wenn wir so auf der Bühne sind, dann trinken wir ja weniger, ne? Und im Privaten ja auch. Du bist ja Mutter, ich bin Vater und dann reißen wir uns ja auch immer am Riemen. Aber so ab und zu mal irgendwie ein Gläschen Wein oder ein Gin, das fand ich ganz schön. Und plötzlich gab es dann jemanden, der gesagt hat, wir können da was zusammen kreieren. Das ist doch schön. Das Schöne ist, weißt du, während du mir die Geschichte von dem Gin erzählst, habe ich Guido Kanz auf dem Ohr, der die ganze Zeit nur schreit, was? Es gibt Gin und ich weiß nichts? Ja, ich trinke hier gleich mit dem Micky mit so einem Abstands. Wir haben so ein Abstandsding. Wie so eine Müllklammer nehmen wir, da trinken wir, stoßen wir gleich an, ohne dich da oben. Du sitzt im Warmen. Ohne dich, aber Sonnenschein. Aber mit Sonnenschein machen wir das. Und bei dir, was soll man sagen, Glas ist immer halb voll, nicht halb leer, oder? Ja, also aktuell kann man ja sagen, es ist 7/8 leer, aber immer noch 1/8 voll. Und das muss man ja auch wirklich mal so sehen. Klar, für uns Künstler ist das auf der einen Seite natürlich blöd. Wir haben aber andererseits das Glück gehabt, dass wir also gerade hier im Karneval in der letzten Session noch viel spielen konnten. Das Drumherum, das ist vor allen Dingen etwas, was sehr, sehr schwierig ist. Das sind die Menschen, die man eben nicht sieht. Das sind natürlich die Helferinnen, die Helfer. Wo ich die Tage noch so drüber nachgedacht habe, die ganzen Kräfte beispielsweise, die sonst bei den Veranstaltungen dafür sorgen, dass die Sanitäranlagen zum Beispiel im Schuss sind. Davon hört man und liest man sehr wenig. Das wäre noch eine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt, dass wir da auch darauf achten, dass wir nicht die einen oder den anderen da vergessen. Du sprichst genau das Richtige an. Genau aus diesem Grund befinden wir uns heute hier und genau aus diesem Grund sitzen Sie jetzt im Wohnzimmer oder wo auch immer Sie sitzen. Ich hoffe, Sie sitzen teilweise auch im Büro und arbeiten nicht, sondern gucken uns zu und schicken eine SMS an 44844 mit Karneval 10. Karneval 5 geht auch, aber 10 ist schöner. Ne? 10 ist schöner. 10 Euro spenden einfach. Kann man natürlich 11 Euro wäre perfekt, aber 10 ist auch sehr schön. Da muss man auf die Homepage gehen, nidalaine.de. Da kann man jeden Betrag spenden. Da geht ja Grenzen nach oben offen. Ja. Du hast es angesprochen. Pass auf, was machen wir, wenn jetzt die Kneipen wieder aufgehen? Mit wem trinkst du dein erstes Kölsch in der Kneipe? Oh, das ist eine gute Frage. Schickt uns mal eine E-Mail. Ich habe ja nicht so viele Freunde. Vielleicht mag ja jemand mit mir mal einen Kölsch Ich hätte trinken. Zeit. Okay, dann gehen wir mal einen Kölsch trinken. Okay, hervorragend. Bleib, wie du bist. Bleib positiv. Mach das Beste draus. Irgendwann sehen wir uns alle wieder und dann ist alles wieder schön. Genauso. Vielen lieben Dank für euren Einsatz, eure Mühen. Es geht nur zusammen. Danke fürs Mitmachen. Alles Liebe. Tschüss. Danke. Micky von den Domstürmern. Da stehen schon direkt die Nächsten. Guck mal, jetzt verstehe ich das auch. Auf meiner Karte stand, die nennen sich selber 4 sexy Typen. Ist irgendwie was dran? Also gut, bei mir schießt er die Milch ein. Das ist jetzt altersmäßig, aber ich bin nicht Heidi Klum, Leute. Wenn ich Heidi Klum wäre, wäre ich sofort dran, aber das kann ich nicht machen. Aber sie sind die jungen Wilden und sie bringen wilde Musik mit. Und der Song blieb fehlen, da gibt es gerade ein neues Musikvideo zu. Den werden wir jetzt von Ihnen hören. Hier ist King Louis. Wir sind so nah und doch so fern. Ich bin immer so allein, einfach hundert zu jähen. Und auch bist du bist genau wie ich. Kein Bock, ob Liebe mit Stress. Und du suchst mich genau wie
dich, nur die Liebe für den Augenblick. Ich hab noch immer keine Schimmer, wer du bist und etwas schlimmer. Hör Knast, ohne dich in meinem Zimmer ist immer ne Platz für dich. Und wenn du willst, komm doch mit und blieb auf Morgen bei mir. Blieb Spaß zu zweit und die Zick geht zu dir, zu mir. Die Frage ist nicht schwer, ist mir egal wohin. Ich hab noch immer keine Schimmer, wer du bist und etwas schlimmer. Hör Knast, ohne dich in meinem Zimmer ist immer ne Platz für dich. Und wenn du willst, komm doch mit und blieb auch morgen bei mir. Zu dir zurückgekommen, merkst du was? Hattest du vorhin gesagt, dass du Heidi Klum bist? Oder? Ich habe gesagt, ich bin leider nicht Heidi Klum, weil sonst hätte ich ja, die sind ja sehr jung noch, weißt du, verstehst du, andere, verstehst du, ja, Kaulitz so jung. Achso, weil ich die ganze Zeit dachte, an irgendjemanden erinnerst du mich, aber jetzt weiß ich es, glaube ich, eher so Ursula von der Leyen, so ein Typ. Ich habe leider kein Foto für dich, schade, Guido. Das ist ja schade. Wir haben aber ein Foto bekommen, Social Media, also bitte, alle, die jetzt zuschauen, Hashtag nicht allein, schickt uns eure Bilder, wie ihr guckt. Wir beide gucken natürlich in der Lanxess Arena, ihr seid aber zu Hause und wir haben ein Foto bekommen von Emma und Katja, das wir uns hoffentlich jetzt mal zusammen anschauen können. Die sind da mehr! Nee, das sind 2 Daumen, aber man kann die beiden nicht ganz so richtig sehen, aber die haben Spaß. Und Das beide stimmt. kostümiert. Beide kostümiert. Ich glaube, viele Leute sitzen kostümiert heute in ihrem Wohnzimmer. Schön irgendwie, auch eine schöne Frau. Ja, und die freuen sich jetzt genau wie wir auf... in Düsseldorf, habe ich gerade gehört, gibt es natürlich kein Prinzenpaar, weil die gesagt haben, naja, ist ja keine Session und das ist ja auch irgendwie alles ganz traurig. Und die 3, das ist ein Bild am 11.11. oben auf dem Dach eines Hotels in Köln. Dahinter ist der Kölner Dom und heute sind sie bei uns. Und ich darf vorstellen, Sven, den Ersten, das ist unser Prinz in Köln. Wir rufen aus, 3-mal von Hetze, Köln! Allah, Sven! 3 stehen! Wir haben mit dabei Bauer Gerion. Wieder, nochmal Allah. Ja klar, Auch, auf den Bauer Gerion von Hetze, Köln! 3 stehen! Nicht allein! Und, da freue ich mich so, heute ist doch Weiberfastnacht. Endlich ein hübsches, also noch eine hübsche Frau. Ja. Unsere Jungfrau, Gardemi, 3-mal von Hetze, Köln! Gardemi, Mirja Bös. Da, Heidi Klum auch Komm, wir gehen mal ein bisschen rüber. Schön, dass ihr da so nah seid. dran. Hier gehen wir. Jeder muss sich übrigens sein Mikrofon selber nehmen. Die werden danach immer alle desinfiziert. Danke, dass ihr da seid, Sven. Jetzt ist die Session ja fast schon wieder in der Endphase, fast zu Ende. Wie war's? Genau, wir sind auf der Zielgeraden, kann man so sagen. Die letzten Tage sind angebrochen dieser wohl denkwürdigen Session. Es war eine Session, die so ganz anders war, als wir sie hier in Köln kennen. Aber es war eine Session, die unser Brauchtum nach vorne gebracht hat, wie ich finde. Denn wir haben uns auf den Kern unseres Karnevals reduziert und vor allen Dingen besonnen.
Das glaube ich auch. Ja. Wir wollen ja alle zusammen feiern. Tolles Motto. Hätten wir das vorher gewusst, das passt ja nun, besser geht's gar nicht. Nur zusammen sind wir fastelovend. Ihr habt jetzt Veranstaltungen erleben dürfen auf der Klappe hinten eines LKW. Ihr wart vor Altenheim, habt ganz andere Sachen erlebt, die normalerweise vielleicht ein Dreigestirn so nicht erleben würde. Und auch die Pripro Gardemie war anders. Sehr positive Resonanz von den Zuschauern. Wie war es für euch? Ja, absolut. Es war ein tolles Erlebnis. Einfach mal 3 Tage Dreharbeiten. Das haben wir nicht so. Ja, bei euch ist das was anderes. Ja, das war wirklich mal was anderes. Und ich kann dir nur zustimmen, Guido. Die Resonanz war ausschließlich positiv. Viele Leute, auch nicht nur Kölnerinnen und Kölner, fanden das total super. Auch mit diesen Elementen, wo ein bisschen was Historisches mal zum Karneval erklärt wurde. Das war schon klasse. Ja. Allein mit deiner Kopfbedeckung. Ja, ganz das wurde ja ganz ausgiebig erklärt. Wusste ich übrigens auch nicht und auch über unseren Bauern. Gerion, du bist ja natürlich jetzt gerade mit leichter Kopfbedeckung hier. Ja, der passt ja sonst nicht hier rein, ne? Ja, und er hat den Dreschflegel, das müssen wir gerade mal zeigen. Guck mal, das ist ja heute alles live. Ja. Könnt ihr mal hier drüben die Kamera mal einmal rüberschwenken? Hier drüben, guck mal. Das ist jetzt ein Guck mal, auch dieser junge Mann Nebenberuf daneben. Also das rechte ist der Dreschflegel, ne? Das linke ist der Träger. Ja, muss man ja. Nebenberuf die Dreschflegelhalter. Ja. So ist das hier, ne? Der ist schwer. Wir haben auch über den Bauern natürlich einiges erlebt. Du bist natürlich der am meisten tragen muss, aber wie viele Termine habt ihr gehabt? Normalerweise habt ihr um die 400, glaube ich, sowas, ne? In der Sektion. Richtig. Normal sind es um die 400. Wir können es gar nicht so richtig beziffern. Du hast schon angesprochen, die schönsten Termine, die wir hatten, waren unter anderem in Hospizen, Seniorenheimen, Kindertagesstätten, in den Innenhöfen, wo uns dann die Zuschauer wirklich an die Fenster gesetzt wurden und du das ein oder andere Tränchen sehen konntest. Das waren die emotionalen Momente und dann unzählige Videogrußbotschaften, die wir an die Ecken gesendet haben, wo die Vereine sich kreative Ideen haben einfallen lassen, wie sie mit ihren Mitgliedern, mit den Jecken ein bisschen Karneval feiern können. Und da können wir es wirklich nicht genau beziffern. Wir schätzen mal, es sind so um die 100, 150, Doch. Die wir nachher insgesamt bedienen konnten, was uns sehr freut. Dadurch haben vielleicht auch ein paar Karnevalsvereine den Genuss gehabt, ans Kölner Dreigestirn zu kommen, die sonst vielleicht in der Session sagen, das funktioniert nicht, weil sie zu weit außerhalb sind. Das war auch für uns doch nochmal ein schöner Moment. Das ist auch im Prinzip ist das Dreigestirn des Mutes, der Hoffnung. Ne? Ihr kommt irgendwo hin, die Leute freuen sich, ihr seid da, es gibt euch trotzdem. Sonst geht ihr in die Säle, ihr werdet bejubelt, beschrien, alle springen auf. Und jetzt kommt ihr zu den Leuten und sagt, wir sind aber da und wir stehen hier, unseren Mann, unsere Frau, unseren Bauern, unseren Prinzen, wir stehen hier alles der Reihe nach. Aber ihr engagiert euch ja immer, ist ja traditionell auch so, das Dreigestirn engagiert sich sozial. Könnt ihr da was drüber erzählen? Ihr macht da was mit Kindern? Ja, es sieht so aus, dass das Dreigestirn in einer normalen Session immer auf die Geschenke verzichtet. Das heißt, man hat einen Spendenzweck, eine Organisation, für die man Spenden sammelt. Und für uns war es in dieser Session besonders schwer, Spenden zu generieren, weil natürlich keine Auftritte stattfinden. Also haben wir uns was ganz Besonderes überlegt und wir haben ganz tolle Sachen gesammelt für, auf Neudeutsch, Things you can buy. Ja, also Sachen, die man für Geld nicht kaufen kann. Unter anderem ein tolles rotes Jackett von Guido Kanz. Ja. Ganz tolle Sachen dabei. Ehrlich Brothers Meet and Greet und ein Domstein. Und was war das Skurrilste, was ihr hattet bei der Sammlung? Das Sakko. Das war ein Scherz. Das steht von selbst in der Ecke wahrscheinlich. Das war ein Scherz. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube diesem Mann. Ja, wie viel habt ihr denn zusammenbekommen? Könnt ihr schon also sagen? Die Auktionen laufen noch, aber wir werden auf jeden Fall über 100.000 Euro rauskommen und es geht an die Traube e.V. Traube steht für Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche. Das ist uns dreien eine Herzensangelegenheit. Und wir sind sehr froh, dass wir da helfen können und Gutes tun können. Das ist ja auch unser Zweck heute, richtig. warum wir hier sind. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht aufs Ohr mal den aktuellen Spendenstand bekommen könnte. Auf jeden Fall ist Zeit zu spenden. Die ganze Zeit, den ganzen Tag über. Man kann durchgängig spenden, auch noch lange danach. Also immer weiter, einfach auf das Knöpfchen drücken, 44844 SMS raus. Oh, ich höre gerade, wir haben 591.000 Euro bis jetzt auf unserem Konto. So. Vielen Dank an alle, die mitmachen. Ja. Nitallein.de und kannst du die SMS-Nummer mittlerweile? 44844. Du bist das. SMS mit dem Handy oder mit dem Smartphone. Der Guido macht es noch mit dem Handy, die Neudeutschen machen es mit dem Smartphone. Aber ist ja nicht schlimm. Ich fühle mich aber gut dabei. Das ist schon schön. richtig so. Danke, dass ihr hier seid heute und uns einen Besuch abgestattet habt. Es ist skurril hier in der Lanxess Arena. Normalerweise, wenn ihr auch hier seid, dann werdet ihr bejubelt. Das werdet ihr natürlich heute auch, aber von zu Hause per Stream. Und so geht es auch der nächsten Frau, die jetzt zu uns hier auf die Bühne kommt. Kleines Rätsel mal. Für euch, vielleicht auch für dich. Eine starke Frau ist jetzt gemeint mit roten Haaren und alle kennen sie aus dem Fernsehen. Richtig? Paulina Roginski ist es
nicht. Ach, hätte ich jetzt gedacht. Sondern eine Frau, die mit dem Kölner Karneval verbunden ist wie keine zweite. Logisch, bei dem Nachnamen geht das auch gar nicht anders. Die Rede ist von Marita Kölner. Hier sind Fussi Julsche. Wenn Köller am Ring geboren ist, la 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 la. Nur der ist ne Kölsche, das ist gewiss. La 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 la. Wir haben ne Gefühl, ganz tief in uns drin. La 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 la. Wir alle sind stolz, eine Kölsche zu sein. La 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 la. Wir halten zusammen, überall auf der Welt. Ja, ja, überall wo man Kölsche Lieder spielt, dann stoppen wir zusammen, dann ist alles was zählt. Ja, ja, überall auf der Welt. Mir Witze und Viere, na echt Kölsche Art. La 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 la. Und zum Fastelovn stumm alle parat. La 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 la. Wir können nicht anders, wir sind wie wir sind. La 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 la. Wir nehmen uns Kölle überall mit hin. La 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 la. Wir halten zusammen, überall auf der Welt. Ja, ja, überall wo man Kölsche Lieder spielt, dann stoppen wir zusammen, das ist alles was zählt. Ja, ja, überall auf der Welt. Und hätte uns einer et Ärme dir und Heimweh nur daheim, dann nehmen wir den ganz flügende Arm, denn wir lassen keiner allein. So, drei, wir halten zusammen, überall auf der Welt. Ja, ja, überall wo man Kölsche Lieder spielt, dann stoppen wir zusammen, das ist alles was zählt. Ja, ja, überall auf der Welt. Ja, ja, überall auf der Welt. Marita Kölner, Fussi Julsche. Hallo Miriam. Hallo. Wie ist es dir? Gut. Gut, oder? Am besten gut. Ne? Ja, man muss es schön Wenn wir schon nicht machen. vieren können, können wir Schwade. Ist Mit es Abstand so. dürfen wir doch machen. Wie geht es dir? Ja, im Moment ein bisschen traurig, klar. Und ja. ich habe auch heute Morgen schon mal ein Tränchen verdrückt. Da bist du, glaube ich, nicht die Einzige. Ne? Das habe ich auch schon gehört. Die Leute sitzen im Wohnzimmer und verdrückt Tränchen, würden so gerne richtig feiern. Müssen wir jetzt auch aufpassen, dass das nicht wieder passiert. Nein, nein, nein. Wir passen jetzt auf. Wir passen auf. Und hier, Frisur bei dir sitzt, ne? Friseur, Ja, bei ist ja dir ist ja nicht. Secondhand, ne? Du Siehste? weißt ja. Secondhand. Ja, du läufst, frisurentechnisch läufst du glatt da durch. Absolut. Aber Corona hat ja für dich nicht nur, also hat ja für alle nicht, aber dich hat er auch, ne? Das. Ich hatte es, Ja. im März und ich habe es gut weggesteckt. Habe aber jetzt noch so ein bisschen Nachwehen mit ein bisschen Atemnot oder so. Kann aber auch sein, dass Corona-konform ein paar Kilo draufgekommen sind. Naja, das ist ja bei vielen so geworden. Ne? Aber das ist auch, wenn man Showpiece. jemand hier hat, der sagt, ich hatte es. Und sagt, wie ging es dir akut in der Zeit dann? Ich habe das nicht so ernst genommen, weil ich bin ein harter im Nehmen und Frauen. ja. Eben, Na, so. kein Männerschnupfen, ne? Nee, Will ich kein nur mal Männerschnupfen. dazu sagen. Wir haben ja Viva Fastelovn. Ich habe es weggesteckt wie Jeck, aber ich muss wohl schwer krank gewesen sein, weil ich habe ganz viele Antikörper, die habe ich auch immer noch. Ja. Bin noch in der Studie der Uniklinik und bin noch sehr dankbar den Ärzten, dass sie uns unter Kontrolle haben. Und ich bin froh, dass das vorbei ist.
und dass wir jetzt neu starten können. Hoffe jetzt auf die Impfung. Wir hoffen auf die Impfung. Wir sind froh, dass du heute bei uns bist, dass du uns unterstützt, dass wir so mutige Menschen haben wie dich, die so tough durch die Zeit kommen. Wichtig, wir Frauen, wir machen das schon. Ne? Ich danke dir sehr, sehr, sehr fürs Mitmachen und fürs Dabeisein. Und euch zu Hause sage ich, guck mal, hier steht sie. Felsenfest neben mir, spendet bitte weiter, 44844 für all die Leute, die hinter uns stehen. Und da, apropos stehen, da stehen unfassbar viele Menschen auf der Bühne, ja? Ich habe mir die Namen alle notiert. Eva, Christina, Lisa, Marie, Florian, Jonas, danke, Marina Kölner, nochmal zwischendurch, Peter, Tim, Basti, Gregor, das ist wahnsinnig viel, Flo, ich habe bestimmt alle genannt, es sind ungefähr 65 Menschen auf der Bühne. Das sind es natürlich nicht, weil das geht coronamäßig auch gar nicht, aber es sind 13 Menschen auf der Bühne, die wahrscheinlich und mit ziemlicher Sicherheit jetzt mit ihrem Song Bella Ciao den ganzen kompletten Köln-Arena-Laden zerfetzen werden. Hier kommt für euch Druckluft. Das war Druckluft. Vielen, vielen Dank heute auch in der Lanxess Arena. Wir sind hier, um Spenden einzusammeln für unsere Aktion Melosse euch nicht allein. Und ja, es läuft bestens. Und ich freue mich ganz besonders, wenn Humorkollegen von mir hier sind in dieser wunderbaren Lounge. Wir haben einmal Dave Davis da, der im Karneval als Mutombo auftritt. Und Jürgen Beckers ist da. Hallo, freue mich. Ich bin ein Stück zur Seite gegangen. Du hast du hast bestimmt Angst vor dem südafrikanischen Virus, ne? Nein, wir halten zusammengezuckt, du kleiner Hunk, du. Wir halten hier natürlich die Corona-Regeln ein. Gerade war Professor Wiesmüller bei uns, der Kölsche Hygienepapst, und hat uns gelobt, hat gesagt, ihr macht das richtig. Ihr seid auch getestet worden. Ja. Aber diesmal alles positiv, also negativ, ja. Ja, und diesmal mit im Rachen. Das ist viel angenehmer. Also der Nase. Hast du Nase mal gehabt? Ich habe lieber Nase, ja. Boah, da kommst du auf den Standby-Knopf, da kippst du sowas von unten, ne? Ich finde auch, wenn man das nicht gut macht, dann tut's weh. Ja. Hast du eine Idee, was wir besser machen können? Oder was ist, wenn Corona vorbei ist? Wie sieht das Soforthilfepaket für Deutschland aus?
Soforthilfepaket, erstmal, da kannst du von der Kölsche Jacke lernen. Erstmal, wir stehen zusammen. Wir helfen. Ne? Und dann musst du es machen wie mein Opa. Mein Opa, der war viel. Folterknecht, Glaser, alles hat er gemacht. Ne? Jeden Tag sein Tagespensum geschafft, immer so 3 und 5 zerquetscht. Ne? Und der hat immer gesagt, Junge, in widrigen Umständen, nicht nur an dich denken, auch an andere. Und seine Devise ist, was macht der Glaser, wenn er kein Glas hat? Ja, trinkt aus der Flasche. So musst du denken. Verstehst du? Das habe ich schon ehrlich. Ich bin der Einzige übrigens, der Getränke hat. Und deswegen was helfen trinken? wir einander. Ich nicht, danke schön. Ich nehme ein Wässerchen. Könntest du ein Wässerchen? Das wäre total nett. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir so zusammenstehen. Und das ist so unsere rheinische Mentalität. Wir lassen keine alleine. Deine vor allem. Ja, gut wird gut, kann auch 16 Tonner sein, man weiß nicht. Ne? Aber wir sind ja normal, treffen wir uns beim Rein- und Rausgehen im Karneval. Ne? Jürgen war dran, dann kommt eine Musikgruppe dazwischen, dann bist du dran und danach komme ich dann dran. Was hat dir denn in der letzten Zeit am meisten gefehlt? Also Vielen Dank, Klopapier oder Familienfeier? Ne, Klopapier habe ich noch für 2, 3 Jahre. Wir haben Vorrat angeschafft. Die Begegnungen mit den Leuten, das heißt also vor allen Dingen auch mit dem Publikum, obwohl man das ja beim Reisen und Rausgehen immer nur so am Rande mitkriegt, aber so Mettbrötchen essende Freunde, die einen umarmen, Frauen, die einen drücken und küssen am 12. Kölsch, das fehlt alles, aber es fehlen vor allen Dingen die menschlichen Begegnungen. Aber die haben wir ja jetzt hier mit richtigen Rheinländern. Jetzt habe ich natürlich gesagt, komm am Anfang. Vielen Dank übrigens an Magenta TV, kann man heute uns natürlich sehen. Hashtag daheim, die uns übertragen heute auch. Es wird ja gestreamt mittlerweile. Und ich habe gesagt, jetzt kommen Kollegen von mir und ich versuche die zu überreden, hier in dieser improvisierten, surrealistischen Garage vielleicht noch ein bisschen aus ihrem Programm zu erzählen. Jürgen, der Platz wäre an der Theke. Ja, das ist gut. Könntest du uns etwas zum Besten? Wir beide bejubeln dich jetzt auch. Wir klatschen egal, was du sagst. Hey, du musst doch ein bisschen zur Jetzt bauen wir die Kamera einen Ticken um. Also ich bin ja als Hausmann hier und natürlich ist diese Viruszeit für uns Hausmänner besonders schwierig. Ich bin zwar auch sonst zu Hause. Man hat ja auch als Eheversprechen gesagt, für immer, aber nicht immer. Man ist jetzt immer zu Hause. Und das ist furchtbar. Ich habe also gehört, wie meine Frau telefoniert hat und mit ihrer Freundin und hat gesagt, das Virus überlebe ich, aber der bringt mich um. Und das ändert sich ja auch in der Ehe, das merkst du auch an den Naturerscheinungen. Am Anfang heißt es Sturm der Liebe, dann Winds of Change und im Alter nur noch Böen der Bohnen. Und jetzt müssen wir lachen, ja, wie das ist, haben wir ja gesagt. Ne? Ja. Ich finde gut. Das ist total mein Humor. Und das ändert sich auch total, dann, das merkst du beim Tanzen. Wir haben ja früher noch zu Je t'aime getanzt, wenn ihr euch erinnern könnt. Klammertango, genau. Je t'aime, gehaucht, geknutscht und getanzt. Ich habe heute noch gerade Luft, die Treppe hochzukommen und dann lässt meine Frau schon atemlos laufen. Also das ist mit der Romantik schwieriger geworden. Es gibt aber auch Leute, die sind durch das Virus romantischer geworden. Angela Merkel. Die hat menschlichere Züge gekriegt. Nee. Das hast du auch gesehen jetzt. Die hat ja 2 Verehrer, Söder und Laschet, wie sie mit Söder zum Schloss am Herrn Chiemsee in die Kutsche gefahren ist. Ich habe zu meiner Frau gesagt, gucken Sie, da wird ein Heimatfilm gedreht. Sissi, dort 4. Teil, Rentenjahre einer Kanzlerin. Ludwig. Komm, wir klatschen mal, ist gut. Komm, noch einer, dann haben wir das geschafft. Okay. Ja, aber das Publikum ist super hier, ne? Ja. Ich kriege mich nicht mal ein, ehrlich. Und das könnte Armin Laschet nur noch toppen, da haben wir ja auch eben gehört. Armin Laschet könnte das nur noch toppen, indem er im Spreebogen am Kanzleramt vorbeifährt und singt, steig in das Traumboot der Liebe. So kann er Angela Merkel noch werben. Doch bis uns diese Romantik droht, sitzen wir alle in einem Boot. Gibt es auch im Moment wenig zu lachen, wir wollen trotzdem weitermachen. Wir Jecken stehen Hand in Hand, von Köln hier bis ins ganze Land. Ich durfte heute dabei sein, ganz brav. Ich sage euch allen Danke und Alaf. Dankeschön. Jürgen Beckers, wow! Becker. Ey, ich mag den, ne? Das ist ein guter Mann. Wir bleiben noch ein bisschen hier. Wir haben ja ein bisschen Zeit, Stammtisch, ganz gut. Natürlich mache ich das heute nicht allein, sondern mit einer bezaubernden, jungen und gut aussehenden Kollegin Mirja Bös. Und Mirja, wie sieht es bei dir unten aus an der Bühne? Hast du jung gerade gesagt zu mir? Ich sagte jung und gut aussehend. Das hast Steht bei mir auf der Karte, hast du mir aufgeschrieben. Das habe ich dir aufgeschrieben, das hast du sehr schön gesagt. Apropos jung, wenn ich nach rechts gucke, sehe ich, die sind noch jünger als ich. Also das ist Wahnsinn, dass es überhaupt möglich ist, aber diese jungen Männer, die auf der Bühne stehen, sind jünger als ich und ich habe das Gefühl, es wird irgendwie getrommelt. Es sind so viele Trommeln aufgebaut und wir werden uns mitreißen lassen von den Stöcken, von den Rhythmen. Wir dürfen gerne von dieser Band abhängig werden, denn hier sind sie, die Drumaholics.
glaube, da hat nicht nur Mirja Bös Spaß gehabt, sondern wir hier oben auch. Da geht man richtig mit. Super Rhythmus, die Drummerholics, vielen Dank. Auch Sie sind mit dabei, um den guten Zweck zu unterstützen. Und ich habe eine neue Zahl. Unglaublich, vielen Dank. Wir sind jetzt über 600.000 € für die gute Sache. Aber wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr schaffen. Also bitte spenden unsere Homepage nitallein.de und die SMS, über die man auch spenden kann. Karneval 5 oder Karneval 10 einfach abschicken an die 44844. Wir sind hier oben noch im lockeren Plausch. Gerade haben wir auch ein bisschen über Humor gesprochen, über Karneval gesprochen. Und wir haben auch über Impfstoff gesprochen, Dave. Das ist so dein Thema. Ich meine, du hast den weißen Kittel an. Ne, weil guck mal, ich sitze ja da bei der Arbeit und da kommen die Leute rein und du machst dir den Kopf. Und dann habe ich gedacht, Impfstoff. Alle haben gesagt, der Spahn hat immer gesagt, Impfstoff, das ist die Rettung. Ne? Und dann gibt es Mangel und da haben einige überlegt, wir nehmen den russischen. Ne? Und da habe ich gedacht, weißt du, weil... Ne? Viele haben gesagt, Novichok, dieser Giftkampfstoff. Ja. Ne, Nawalny wäre das gewesen. Nee, das war Sputnik 5. Ja. Ehrlich. Oh. Deswegen denke ich, wenn wir das nehmen, da fliegen die Pigmente aus dem Gesicht. Ehrlich. Ne? Ich habe nicht viele, also deswegen. Ja, da hast du recht. Ja. Aber die Frisur von dir hast du gesehen. Ja. Das ist doch, ich wette, die sitzt so gut, das ist bestimmt Fiberglas. Der lässt sich morgen seit Jahrzehnten. Ja, die ist geliehen, das habe ich mir von einem Playmobil-Menschen abgeguckt. Ja. Aber wir Kölner haben doch, Jürgen, unseren eigenen Impfstoff. Ich sage, wir haben Kölsch. Bei uns ist das eine Schluckimpfung. Richtig. Und wir warten natürlich auch nicht 3 Wochen bis zur zweiten Dosis. Da muss man noch infundieren, Kölsch. Jetzt in der Situation müsste man das spritzen dürfen. Auch um die Verluste auszugleichen. Im Konsum kann man es ja spritzen und trinken. Ach, gleichzeitig. Und das hilft auch noch. Meine Frau sagt, das ist nicht erwiesen, das ist mir scheißegal. Ich probiere es aus. Wir haben einen Überraschungsgast für euch beide. Ein Kollege, der natürlich auch im Karneval auftritt, aber auch nicht nur im Karneval. Und wir schalten jetzt mal, ich hoffe, das klappt. Ist ja heute alles live. Wir hören noch nichts. Wolfgang Trepper wollte sich jetzt gleich zu Wort melden. Da ist er. Boah, frisch rasiert. Nee, das ist Osama. Ich höre leider nichts. Aber wir sehen dich schon mal, Wolfgang, das ist ganz gut. Ich kann dich sehen, aber nicht hören. Du kannst mich sehen, das ist schon mal ganz gut. Ich versuche das mal. Du hast einen sehr schönen Bart. Schön. Der Bart ist schön, ja, deine Frisur auch. Brauchst andere Kopf, aber sonst passt Meine Frisur ist von Sonja Ziedlow geliehen heute. Aber nur heute. Sonst habe ich von Inka Bause. Weiß ich woher. Wir können dich aber hören. Erzähl mal irgendwas. Wir hören dich. Du kannst mich hören, entnehme ich deinem Gezucke. Ja, also erstmal liebe Grüße an Jürgen und an Dave Davis natürlich und eine wunderbare Aktion. Jetzt sehe ich mich doppelt und dreifach. Ich gar nicht mehr, auch schön. Aber eine wunderbare Aktion und ich sitze hier in Hamburg. Das ist ja an sich schon furchtbar. Auf Altweiberfastnacht in Hamburg. Ich wäre zur Köln Arena gekommen, aber zur Längstes Arena gekommen, geht aber nicht, weil der Schnee macht uns einen Strich durch die Rechnung. Und jetzt versuche ich hier mit einem Orden meiner Duisburger Gesellschaft und mit ein bisschen Luftschlangen und um ehrlich zu sein, Dave hat ja gerade gesagt, wenn der Glaser kein Glas hat, trinkt er aus der Flasche, so ein bisschen Altweiber- und Karnevalsstimmung hierher zu kriegen. Aber es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer. Die Leute, wenn du hier Alaf oder Helau rufst, dann läufst du Gefahr, dass die Polizei gerufen wird. Auch sehr schön ist das Bild hinter Wolfgang. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das sieht ein bisschen aus wie... Er hat Schnupfen und einmal richtig genießt und das ist dann trocknen lassen. Du kannst uns leider nicht hören, Wolfgang. Wir sagen trotzdem, Covid-20 ist das. Wir sagen trotzdem Danke, dass du heute die gute Sache mit unterstützt. Nicht lustig. Es wird sicher sehr witzig gewesen sein. Ich verstehe nur kein Wort. Das ist ja wurscht. Das ist eben das Schöne live. Ich komme mir gerade vor, wirklich, als wäre ich nicht ganz bei Trost. Dabei verstehen Sie Spaß, das weiß man nie. Darf ich, wenn nicht, unterbrich mich einfach, ich höre es ja nicht. Vielleicht darf ich einfach sagen, wie wichtig ich die heutige Aktion finde. Denn es ist ganz wichtig, Solidarität zu zeigen. Wolfgang Niedecken hat es vorhin gesagt und Dave Davis hat es ja gerade auch gesagt. Jetzt und in der nächsten Zeit, ich bin davon überzeugt, die wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie, die haben wir alle noch gar nicht begriffen, die da noch kommen werden. Und wenn man dann die Schwächsten alleine lässt, dann ist das nicht nur im hohen Maße unsolidarisch, sondern das darf nicht sein. Und wir, die auf der Bühne stehen und
uns feiern lassen können, nicht nur im Karneval, sondern auch sonst. Wir sind ja sowas von abhängig von den Frauen und Männern um uns herum, die Agenturen, das Management, Licht, Ton, die Stagehands dahinter, die ganzen Leute von den Frauen, die meinetwegen die Mäntel annehmen, Wintertag, bis zu den Leuten, die die Karten abreißen und die Toiletten sauber machen. Alle diese Leute sieht kein Schwein. Und die haben nicht die Möglichkeit gehabt, in den letzten Jahren Sachen zurückzulegen, so wie wir das konnten. Die verdienen ja nichts. Die kriegen 450 € im Monat, wenn überhaupt. Und denen geht es dreckig. Und da muss man helfen. Das sind viele Frauen und Männer, die wirklich vor Sorgen nicht mehr richtig schlafen können. Und da darf man nicht weggucken, da muss man hingucken. Deswegen mache ich da heute mit. Ich mache auch selber einen Stream am 2. Und ich sehe gerade, 600.000 € sind bis jetzt zusammengekommen. Ja. Und das ist gelebte Solidarität. Nicht nur in Köln, sondern auch drumherum. Vergessen wir nicht Leute in Hürth, in Kerpen, in Bergheim und überall, die natürlich Hamburg auch da mitmachen. Und das finde ich toll. Und das muss jeder, der einen Funken Solidaritätsgefühl von seinen Eltern mal mitgebracht und beigebracht bekommen hat, der muss da mitmachen. Dann sage ich jetzt Danke an Wolfgang Trepper. Und jetzt spenden Sie. 5 €, 10 €, will er mal drin sein. Das wird auf jeden Fall drin sein. Ich sage erstmal Danke nach Hamburg. Danke an Jürgen Beckers und danke an Dave Davis, die alle heute mitmachen. Und das ist großartig. Das sind tolle Kollegen und das ist wirklich sehr solidarisch. Und es gibt eine Frau, die auch heute mitmacht. Schon von heute Morgen, obwohl da war sie einen Ticken zu spät dran. Aber jetzt natürlich auf den Punkt. Mirja Bös, bitte. Jetzt reite doch noch drauf rum, nur weil ich ein paar Sekunden später kam. Ich sah noch nicht schön aus. Ich muss mich noch zurecht machen. Aber guck mal, die Herren da oben, der Wolfgang Trepper, den musst du einfach den Hahn abdrehen, sonst redet der stundenlang weiter. Aber nicht nur solche tollen Leute haben wir heute dabei, sondern es kommen noch Milieu, der Räuber, der Höhner, Cat, Baloo. Und jetzt stehen auch schon die Nächsten auf der Bühne. 3 Jungs, 3 Mädels. Es ist ein klassischer Sixpack, ne? Und die haben die neue Single, heißt Maskeball. Und das könnte nicht besser passen. Es passt zu dem Motto, Hashtag diesmal nicht. Die Menschen dazu anhalten, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Auf der Straße wird nicht Karneval gefeiert, sondern dieses Jahr wird Karneval im Herzen gefeiert. Apropos Herz, ins Herz geschlossen haben wir auch Magenta TV, die so kurzfristig eingesprungen sind und das Ganze jetzt hier ausstreamen. Vielen Dank dafür, vielen Dank für die Unterstützung. Und hier sind für euch Pläsier. Wir haben so lange drauf gewartet. Der Nachbar informiert. Hört, wird eskaliert. Ich Maske dann zu mir um dich. Scheißegal, mach informiert. Überall Maskeball. Im Laden Maskerade. Überall Maskeball. Musik abgedreht, keiner tanzen Beat und der Playlist auf Repeat. 15 Fässer leer, wir schlagen an Sanitär. Maske tanzen mir um dich, scheiße, ja, mach einfach mit. Überall Maskeball. Im Laden Maskerade. Überall Maskeball.
Das war Pläsier, heute hier in der Lanxess Arena. Niederlane ist unser Motto heute. Danke nochmal, Mirja hat es auch gesagt, Magenta TV zeigt uns heute im Stream. Und wir haben natürlich ganz viele Talkgäste, unter anderem den Präsidenten der Kölschen Kippa Cup hier, Aaron Knappstein. Ja, hallo. Sagen wir Alaf? Alaf sagen wir. Wir sagen Alaf, auf jeden Fall, ja. Gestern Abend gab es eine tolle Dokumentation im Westdeutschen Rundfunk. Da ging es unter anderem um den KKK oder man sagt die KKK, die Kölsche Kippa Cup. Richtig, genau. Wie erlebst du denn, wir haben gerade mit den Kollegen schon gesprochen, so eine Session? Wir sind ja alle zum Nichtstun verbannt. Ja, also uns geht es natürlich da wie allen anderen auch. Ne? Also die Dinge, die wir so angefangen haben, uns gibt es ja noch nicht lang, wir sind noch nicht lang dabei. Das heißt, wir sind noch in dem Bereich, wo wir gerne ganz, ganz viel machen würden und das geht halt leider im Moment nicht. Aber wir warten dann einfach auf nächstes Jahr. Bei uns gepaart mit den 1700 Jahren jüdisches Leben in Köln und in Deutschland hätten wir natürlich sehr, sehr viel gerne gemacht. Aber ich habe jetzt schon gesagt, okay, wir sagen einfach 1711, warten wir einfach noch ein bisschen und feiern dann nach. Ja, auf jeden Fall. Ihr habt, sagen wir mal, unserem Festkomitee-Präsidenten in Köln einiges zu verdanken, weil Christoph Kuckelkorn hat bei der Gründung eures Vereins, wie kann man sagen, mitgeholfen. Stimmt das? Ja, er hat die Juden und Jüdinnen, die er so kannte in den Karnevalsvereinen, die hat er angesprochen und immer wieder mal angestoßen und gesagt, macht doch mal, trefft euch mal. Und ja, dann ging er mir so lange auf die Nerven, dass ich gesagt habe, okay, jetzt rufe ich da mal zurück. Ne? Und dann haben wir mal die einen oder anderen angerufen und dann haben wir uns getroffen und haben gesagt, das ist eine gute Idee und dann machen wir das. Was ganz Besonderes, was vielleicht der eine oder andere nicht wusste, ich wusste es nicht, deswegen das habe ich erst gestern Abend erfahren, dass ihr, wie alle Kölschen Fastelovensfunde, ein Krätzchen tragt, eine Fastelovensmütze, aber bei eurer ist etwas Besonderes zu sehen. Magst du das unseren Zuschauern vielleicht auch gerade noch mal zeigen? Ja, sehr gerne. Also unser Krätzchen, was von außen blau-weiß ist, das kann man aufklappen und dann kommt die schöne Farbe rot-weiß, ne, Stadtfarbe von Köln und da sieht man zum einen die jüdischen Symbole oben, die viele Leute kennen und unten sieht man ein Reisegebet, was ja die Reise für unterwegs sein soll, wie im Karneval. Man geht gut von zu Hause los, man soll gut ankommen, man soll nett und freundlich zu den Menschen sein und da steht hier auch drin ein ganz altes Gebet und das tragen wir sozusagen immer mit uns. Sehr schön. Die Gruppe Brings hat euch ein Lied gewidmet oder geschrieben, Shalom und Alaf. Richtig. Das ist natürlich mal ein ganz netter Einstand, ne? So als ein junger Karnevalsverein und dann direkt so eine Topgruppe, die einem ein Lied widmet. Ja, obwohl das war der Papa Brings, das war der Rolli Brings, der das Lied geschrieben hat und uns gewidmet hat und die Söhne haben es jetzt aufgenommen oder die Band. Und da waren wir natürlich sehr, sehr stolz und wenn man es hört, es ist auch wirklich was ins Ohr geht, definitiv und da freuen wir uns natürlich wahnsinnig drüber. Wie habt ihr jetzt habt ihr eure Mitglieder irgendwie per Internet eingefangen oder was habt ihr gemacht, um eure Mitglieder bei der Stange zu halten jetzt in dieser ausgefallenen Session? Naja, wir sind ein kleiner Haufen. Ne? Also wir sind immer noch 17 Aktive, darüber noch ein paar andere. Also insgesamt sind wir 60 Fördermitglieder. Eins habe ich gerade auch hier draußen wieder getroffen. Schön. Das ist sehr, sehr schön. Also klar, es geht viel über die üblichen sozialen Kanäle. Wir sind aber auch als Vorstand der Kippa Cup, ich glaube vorletztes Wochenende unterwegs gewesen, haben jedes einzelne aktive Mitglied besucht zu Hause, haben ein Care-Paket vorbeigebracht. Außer die beiden Ausländer, den Düsseldorfer haben wir nicht besucht und auch das Mitglied auf den Cayman Islands. Da sind wir leider nicht zugekommen. Obwohl, das wäre natürlich ganz nett zu sagen, ich muss da wirklich hin. Also Düsseldorf hat nicht geklappt, aber Cayman Islands. Genau, aber war nix. Wir sagen danke, das ist heute eine tolle Veranstaltung. Wir versuchen alle sehr solidarisch miteinander umzugehen. Ich hoffe, dass das auch bleibt nach dieser Corona-Zeit. Ganz sicher. Dass wir alle zusammen, egal was für eine Farbe man trägt oder welcher Religion man angehört, zusammen Fastelovend feiern. Und wir beide freuen uns jetzt auf eine Band, die ihr 30-jähriges Jubiläum feiert. Ich kann mich noch daran erinnern. 1991, wir sind zusammen aufgenommen worden im Stammtisch Kölner Karnevalisten. Sie haben natürlich ohne Ende Karnevalshits im Gepäck, eine Hymne, das Trommelche, ohne die Fastelovend gar nicht denkbar ist hier in Köln. Und sie haben ihren neuen Song mitgebracht, Ewig de Eid. Hier sind die Räuber. Zurück an unser großes Glück. Zweite Meer, das war Magie. Ob immer bist du fort,
Wind mich dreht und ich wünsch, du flößt noch neben mir, ewig an der Erd. Den Stimme immer laut, ganz nah so vertraut. Ich hasse es, hey, allein zu sein. Die schöne Zeit mit dir trag ich als Schatz in mir, bis wir uns wiedersehen. Tief in mir, Millionen von vergiss mein nicht, die hast du in mein Herz gesetzt. Wenn ich könnt, flöch ich schon zu dir. So der Wind mich dreht und ich wünsch, du flöchst noch neben mir, ewig an der Erd. Ich hab längst schon neben dir ein Wolkenplätzchen reserviert, ein ernste Festchen, jeder ob mich. Wir zwei Meluren mit zurück von der Regenbogenbrück. Du hast mich und ich an dich. Wenn ich könnt, flöch ich schon zu dir. So der Wind mich dreht und ich wünsch, du flöchst noch neben mir, ewig an der Erd. Wenn ich könnt, flöch ich schon zu dir. So der Wind mich dreht und ich wünsch, du flöchst noch neben mir, ewig an der Erd, ewig an der Erd, ewig an der Zarte Töne von der Räuber. Wie schön war das denn, Jungs? Gut, da kriegt man schon wieder eine Träne im Knopfloch. Komm zu mir, guckt. Ich habe den Wolfgang hier schon eingefangen. Du kannst dir ein Mikrofon nehmen von diesen schönen Magenta TV-Mikrofonen. Die sind alle natürlich desinfiziert, ne? Damit wir hier auf die sichere Bank setzen. Wie schön, dass ihr mitmacht, dass ihr dabei seid und uns unterstützt bei der ganzen Sache, die wir hier versuchen zu starten. Und Wolfgang, bei dir ist ja so, bei dir gab es ein Corona-Aus 2020. Ja, irgendwie weiß ich nicht, hat mein Bauchgefühl damals schon gesagt, obwohl ich sonst ein grenzenloser Optimist bin, aber ich habe gedacht, Mensch, nee, das ist ein Ding, das verlässt uns länger nicht. Und ich hatte damals die Chance, in meinen alten Job zurückzugehen als Freiwilliger auch, ja, Freiwilliger auch. Als Freiberuflicher. Ja. Und ja, habe das gemacht, ist auch ganz erfolgreich, bin auch ganz zufrieden, aber die Musik fehlt natürlich, klar. Die fehlt. Du hast natürlich. einen Hammer der Trömmelsche durch Hammer ersetzt, ne? So ist Trömmelsche es. fehlt jetzt. So ne? ist es, ja. Hast du denn von deinen Ex-Kollegen schon Aufträge bekommen? Hast du bei denen schon was ausgebaut? Wie sieht es bei denen zu Hause aus? Ja, die haben ja kein Geld mehr, weißt du. Die haben Das ja ist nichts, die können ja nichts mehr ausbauen. Das ist auch wieder wahr. Ja, aber gut, wie sieht es aus, wenn alles irgendwann von vorne wieder, wenn wir ein bisschen, gehst du zur Musik, was ist denn? Ja, ich sag mal, die Musik ist irgendwie ja natürlich auch ein ganz großer Bestandteil meines Lebens. Also ich mache, seit ich 11 bin, immer irgendwie Musik. Und da wird sich sicher hoffentlich auch das eine oder andere ergeben. Ob das natürlich ja wieder nochmal auf so einer professionellen Basis ist, sei mal dahingestellt. Und wir müssen auch einfach mal gucken, wo die Reise hingeht. Richtig, das wissen wir alle nicht genau. Wir hoffen natürlich zu was Gutem hin, aber man sieht es zu Hause jetzt. Ihr sitzt da im Wohnzimmer, Musiker, die eben nicht mehr der Musik nachgehen, sondern in ihren Job zurückkehren. Einfach aus Sorge, wie wird es weitergehen? Kurt, du bist jetzt ja so, du bist von Anfang an dabei, ne? Der Fels in der Brandung. Dich kann jetzt eigentlich nichts aus der Ruhe bringen, oder?
Ja, mich bringt das auch aus der Ruhe. Es ist ein Jahr jetzt Zwangsurlaub. Ich sehe das alles ein. Ich finde auch alles richtig. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwas falsch ist. Und es ist ja auch keiner schuld, außer das Virus selbst. Ne? Ja. Also man kann keinem die Schuld geben. Wir sind natürlich die Betroffensten von allen. Denn bis das wieder losgeht, dieser Zug, dieser Räuberzug, Großveranstaltung, denn die kleinen, wir sind ja einfach mit 10 Leuten, 11 Leuten unterwegs, die auch bezahlt werden. Es ist ja nicht, dass wir uns die Taschen voll machen, sondern wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Und da ist das nun mal das Problem, dass man wirklich sagen muss, bis das wieder läuft, wird das dauern. Und da kann ich ihn auch gut verstehen, dass er sagt, so lange habe ich keine Lust zu warten. Nee, natürlich nicht. Und das ist auch der Grund, warum wir heute hier stehen. Ja. 44844 ist die Nummer, an die ihr bitte eine SMS schickt mit Karneval 10, Karneval 5, wie auch immer ihr möchtet, oder mehr Spenden über die Homepage. Denn wir wollen den Leuten helfen, denen es gerade an den Kragen geht, die dahinter stehen, die Helfer, alle, die betroffen sind, werden von uns bedacht werden. Und ihr habt ja dieses Jahr, eigentlich ist 30-jähriges, 2020, 21, wie werdet ihr, was macht ihr dann vielleicht 2024 statt 33-jährige, 3x11? Du hast es genau geschnallt. Ja. Also das ist die einzige Lösung, die Wie Kölsche schlau ich Lösung. bin. 3x11 werden wir machen. Ja, andere Möglichkeiten hatten wir. Wir hatten vieles vor, wir hatten viele Konzerte geplant, wir hatten 70 Konzerte dieses Jahr geplant gehabt, die wahrscheinlich nicht stattfinden können. Nee, wahrscheinlich nicht. Also die Räuber machen es schlau, sie machen 3x11 voll 2024 mit 33 Jahren. Räuber, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Gerne. Vielen Dank für euer Engagement. Alles Gute. Gerne, und wer noch ein Wohnzimmer gestrichen haben will, mich anrufen. Wer noch ein Wohnzimmer geschickt? Guckt euch doch mal um, ihr sitzt doch gerade zu Hause. Sieht es bei euch scheppig aus, dann ruft doch den Wolfgang an, der macht das wieder schön. Und ich gebe jetzt ab an Guido, der sitzt da oben wahrscheinlich wieder mit wahnsinnig wichtigen Leuten. Herrentalk, weißt du? Tschüss. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Shop 24. Also wer sein Wohnzimmer gestrichen haben möchte, macht das beim Wolli Bachem, den ich natürlich auch schon sehr lange kenne. Und ja, wir wollen aber natürlich jetzt genau darüber reden, für wen wir jetzt heute diese Gelder generieren und wie man denn auch an diese Spenden drankommt. Und es gibt einen Beirat, den wir gegründet haben und die genau darüber entscheiden werden, wer das Geld zu bekommen hat. Und es gibt eine kleine Matz dazu. Aber ist so schön, es ist Herrentalk. Ein weiterer Gast hier oben in unserer kleinen Lounge und es ist Norbert Minwegen, der Geschäftsführer der Sparkassen Kulturstiftung und Leiter der Unternehmenskommunikation, schweres Wort, der Sparkasse Köln-Bonn. Norbert, unser Ziel ist heute, ganz viel Geld zusammenzubekommen. Aber jetzt wollen natürlich viele wissen, wer kann sich bewerben und wie kann man das machen? Ja, eigentlich bewerben sich nur die Menschen Hingedebritz. Also das sind die eigentlich das Ganze möglich machen. Das sind die Kabelträger, das sind die Crews, das sind aber auch die Tanztrainerinnen, besonders auch von Kindertanzgruppen. Das sind einfach Menschen, die im Ehrenamt und einfach nebenbei immer wieder den Karneval mit Herz, Seele einfach wieder diesen Puls geben. Und diese Menschen gucken jetzt heute einfach so, ja, auf leere Gläser in leere Hallen rein. Und jetzt, was machen wir jetzt eigentlich mit diesen? Da sind Existenzen echt bedroht und da haben wir diesen Fonds aufgelegt. Hättest du im Vorfeld gedacht, dass wir so eine Summe, die wir bis jetzt schon erreicht haben, dass das überhaupt möglich sein könnte? Ich bin sehr froh, dass ich nie in meinem Leben wette. Diese Wette hätte ich garantiert verloren. Nein. Wir sind gerade bei 628.000 €, höre ich gerade, aktueller Spendenstand. Danke an alle Spender, bitte nicht aufhören über unsere Homepage. Nicht allein, da kann man sich übrigens auch bewerben, ich habe es gerade schon gesagt, wenn man bedürftig ist, aber man kann das auch per SMS tun. Diese Nummer wird heute noch öfter durchgegeben. 44844, das ist unsere Spenden-SMS-Nummer, einfach Karneval 5 oder Karneval 10. Das Geld kommt an und dann bewirbt man sich und beim Norbert kommt dann eine E-Mail wahrscheinlich an. Und wie habt ihr euch das jetzt gedacht? Wie werdet ihr entscheiden, wer ist bedürftig und wer nicht? Ja, wir haben die Arbeit sofort am Montag aufgenommen und hatten gestern schon unsere erste Beiratssitzung, haben auch Nachfragen gestellt, weil wir müssen ja auch mal ein bisschen forschen. Da kommt einfach nur eine E-Mail an und sagt, hallo, ich bin Tontechniker bei der Band XY und ich mache das jetzt und jetzt habe ich keine Aufträge mehr. Und dann fangen wir an zu forschen. Wir rufen einfach mal an, holen uns ein paar Auftragsbestätigungen und dann geht der Daumen wieder hoch oder runter. Und wir freuen uns sehr, er geht ziemlich häufig hoch. Wie viele Leute haben sich denn jetzt schon getraut, ich glaube, das wird eine Hemmschwelle geben, sich zu melden?
Wir nennen keine Zahlen, das haben wir ganz bewusst gesagt. Wir sagen nicht, wer abgesagt hat und wir sagen nicht, wer zugesagt hat. Aber wir haben noch Luft nach oben und wir freuen uns wirklich, wenn wir viel zu tun haben. Wir machen es im Ehrenamt, wir 5, und wir machen es irgendwie abends und wir treffen uns irgendwie zwischendrin per Videokonferenz, aber wir machen es mit Herzblut und deswegen traut euch, bewerbt euch. Das weiß ich, das machen wir übrigens alle hier und deswegen keine falsche Scham, das kann man, glaube ich, jetzt nochmal sagen. Wenn man in finanzielle Nöte geraten ist, wir können da alle nichts für, bitte melden, bewerben, klingt komisch, aber einfach diesen Fragebogen ausfüllen und dann wird der Beirat, wie wir gerade gehört haben, sich zusammensetzen und darüber entscheiden. Wir freuen uns natürlich über viele kleine Spenden, das habe ich gesagt, aber wir freuen uns natürlich auch über größere Spenden und eine kann ich Ihnen kurz zeigen. Für uns ist klar, wir lassen keine allein. Und das gilt ganz besonders dieses Jahr Karneval. Und deswegen möchten wir all die unterstützen, die uns sonst unterstützt haben und die unsere Feier hier erst möglich gemacht haben. Ohne die Vielfalt wäre Fastelovend nur das halbe Spiel. Wir brauchen wirklich alle die dabei sind, alle Gruppen, Tanzgruppen, die Musikbands, das gibt es nur in Köln. So eine Vielfalt, die ist fantastisch und die muss erhalten bleiben. Ich finde es absolut klasse, dass sich ein paar Leute bereit gefunden haben, das anzuschieben und so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, um zu zeigen, mir losse keine allein. Und nur zusammen sind wir fastelovend. Nur zusammen sind wir fastelovend, das stimmt. Und vielen, vielen Dank für diese großzügige Spende. Guido hat es natürlich schon gesagt, auch die kleinen Spenden helfen. SMS, ne? Karneval 5, Karneval 10 an die 44844 und es wird allen ein bisschen besser gehen und ein bisschen geholfen werden können. Vielleicht auch viel geholfen werden können. Wir sammeln und wir sammeln immer weiter. Und hier kommt jetzt eine junge Band, Tobi, Flo, Chris, Max und Alex. Sie sind von Kindesbeinen an, haben sie sich der kölschen Musik verschrieben. 2020 veröffentlicht sie ihr erstes Album und es heißt Der letzte Da, heißt der Song, den sie jetzt singen werden aus diesem Album. Und das ist so ein bisschen eine schöne Idee zu sagen, lebe jeden Tag, als wenn es der letzte wäre. Habt auch heute Spaß, feiert auch heute. Rückt in den Wohnzimmern Deutschlands mental zusammen, im Herzen sind wir stark und hier ist für euch Bohai. Mir nehme Überhand im ganzen Land, wir sind stadtbekannt. Wir sind jung und frei und mal lebe so, als wäre Ball für Bay. Schlägt die letzte Stunde und es eng ist noch, sind die letzte Stunde zum Viere da. Mal lebe so, als wenn Höck nach die Welt sich nicht mehr wega dreht. Und Viere so, als wenn Höck nach die Erd umgeht. Mal lebe so, als wenn Höck nach die Welt sich nicht mehr wega dreht. Und Viere so, als wenn Höck nach die Erd umgeht. Mir schlafe später aus, wenn wir tut sind, haben wir dafür Zicken noch. Halt die Zehe an, denn die Uhr tickt Richtung Ungarn. Wir haben nix gewonnen, uns wird nix geschenkt. Wir haben all uns zig in das Glück gelenkt. Mal lebe so, als wenn Höck nach die Welt sich nicht mehr wega dreht. Und Viere so, als wenn Höck nach die Erd umgeht.
Ach, vielen, vielen Dank. Das war Bohai heute hier bei Nit Allein. Ich darf natürlich Danke sagen bei Norbert Minwegen. Und Norbert, eine wichtige Information, vielleicht noch alle, die sich bewerben wollen. Es bleibt alles anonym. Genau, wir geben keine Namen raus. Das finde ich gut. Ja, also braucht keine Angst haben, dass das veröffentlicht wird. Nein. Dankeschön. Dem Beirat viel Arbeit. Also das sage ich ungern, aber euch wünsche ich das. Wir machen es sehr gern. viele Leute bewerben und das geht natürlich nur, weil sich viele Karnevalisten engagieren und wir haben einen Mann, den wir jetzt gerade zumindest sehen können, ich weiß nicht, ob er mich hören kann, der ist jetzt im Zeppelin über Köln. Das ist der Präsident der Kölsche Funke-Rot-Wies von 1823, Heinz-Günther Hunold. Kannst du mich hören? Er bläst. Lieber Guido, hier oben versteht man kein Wort. Es ist gar nicht so kalt, wie man denkt, aber ich bin jetzt im Luftschiff Rote Funken Zeppelin unterwegs. Nach dem Motto, wir haben uns heute als Botschafter der neuen Traditionschors unterwegs, denn wir haben einen Scheck dabei. Ich versuche den jetzt mal gerade zu zeigen. Ein Scheck, wo wir die Summe noch nicht zeigen. Okay. Der neuen Traditionskurs gleich in die Arena bringen werde. Und das stand so auf Album. Alle Neuen freuen sich bei der Spendengala mit dabei zu sein. Wir freuen ein paar Impressionen aus 50er Höhe und dreimal von Hetze. Kölle! Allah! Kölle! Allah! Kölle! Allah! Verfliegt euch bitte nicht, landet vorsichtig. Wir freuen uns gleich, wenn du dann mit Gefrierbrand hier bei uns ankommst. So hätte ich mir mal ein Interview vorgestellt mit Reinhold Messner oben auf dem Mount Everest ohne Sauerstoffgerät. Aber wir freuen uns. Es gibt einen Check der neuen Traditionskurse. Wir machen natürlich weiter mit Musik. Es gibt jetzt musikalische Krätzchen vom Feinsten mit Augenzwinkern. 3 Jungs, die haben sich gedacht, ja, warum nicht mal die Corona-Regeln in Musik umzusetzen und das auch noch ob Kölsch. 2 Meter Abstand zu der Lögscher und mit Munk und Nasenschutzeros. Hier sind Klabes. Triff dich nur mit wenig Menschen und stich keine andere an, wie den stattet die Rode und da halt dich bitte dran. 2 Meter Abstand zu der Lögscher, die bei dir nicht sind zu Russ. Und Jan Knoren zwar nicht sind muss und mit Munknase Schutzeruss. Machet anders wie die Fleil, die der Drare unterm Kinn. In der Seiverlappe müsse Schnüss und Nas zusammenrennen. Dunde Hängscher kräftig Wäsche, wann du Sache angepackt, wo du denkst, dat noch für Kotem Lüchse in der Hänge hat. Oder desinfiziere, wann kein Service bei der Hand. Dat kapottjon all die Viren überall in Stadt und Land. Ding im Chef musste verklöre, Geld von denen von zu Haus. Tun sich Kollegen infizieren im Betrieb de Lichter aus. Dat ma hübke Party mache, es wohl sicher jedem klar. Nur zusammen sind wir Fastenabend. Auch noch nächstes Jahr hat mir der Virus überstanden. Dann zu singen wir für Glück. Auf die Straße und in die Jasse, dauert es noch nicht so weg. Finsterdüre, ob zum Lüfte, jede halbe Stunde wird bess. Beim kleinsten Pips, der do am Liefest, jank nom Arzt und mach ne Test. Wann du dran bist, lass dich impfen. Für dat Pieks hier bist nicht bang. Dat war in der nächste Zukunft. Alle Antikörper han halt 2 Wochen Quarantäne, wann es dich doch hätte erwischt. Blieb daheim, auch wann du fit bist, du nicht teile Bett und Tisch. Dat war hübke Party machen, es wird sicher jedem klar. Nur zusammen sind wir fast in Lord. Auch noch nächstes Jahr hat mir der Virus überstanden, dann zu singen mehr Vögel. Auf der Straße und in der Jasse, doch wird es noch nie so weg. All die anderen tote
dem helfen, denn der sich nicht helfen kann. Enkel für die Tür zu stellen, andere Freunde rufen an. Und so trage mir der Pummel jede Mensch für sich allein. Wann lang genug mal brav gewesen, sind wir wieder bei ihnen. Dat wir heute kein Party machen, es wird sicher jedem klar. Nur zusammen sind wir fast erlauben. Auch noch nächstes Jahr hat mir der Virus überstanden. Dann zu singen wir für Glück. Auf der Straße und in der Jasse, doch es noch nicht so. Wie kann mir der Virus überstanden? Dann zu singen wir für Glück. Ob de Straße und in de Jasse, dat weden herrlich jeckezig. Ob de Straße und in de Jasse, dat weden herrlich jeckezig. Das war Klabes. Ich bin gerade schon wieder gefragt worden über Social Media, wo kann ich denn meine Fotos hinschicken? Das kann man tun über unseren Hashtag #NitAlein und es gibt Fotos wieder. Wir hatten ja dazu aufgerufen, schickt uns eure Bilder, wie ihr uns heute unterstützt. Oh, guck mal, Family Hoffmann aus Cologne. Der junge Mann hat das richtige Trikot an und hat die Nase geschminkt. Ich hoffe, dass wir noch ein zweites Foto haben. Also einfach weiter posten, Hashtag #NitAlein und das ist der André Dahlheimer. Der hat auf jeden Fall den Motto-Schal an und sitzt mit, weiß ich, und da hinten ist auf jeden Fall Luftschlangen sind im Angebot und eine rote Brille. Sieht gut aus. Also ihr feiert, wir feiern auch. Und natürlich wollen wir heute was für den guten Zweck tun und haben jetzt Gesprächsgäste. Mirja hat vorhin gesagt, das ist Herrentalk. Das stimmt gar nicht, weil es sind zwei Herren und eine Dame hier. Und ich komme jetzt mal rüber und unser Kameramann fährt an mir vorbei. Das ist fast alles live hier. Ne? Vielleicht könnt ihr euch gegenseitig noch mal zeigen. Das sind unsere Kameraleute. Dreh mal gerade rum. Übrigens als Schneewittchen. Ich gebe zu, in 30 Jahren habe ich das noch nicht erlebt. Das Schneewittchen, bist du Schneewittchen oder Rotkäppchen? Beides. Rotkäppchen? Entschuldigung, ich nehme das zurück. Ich habe nicht gut aufgepasst. Neben mir sitzt Otto Hofner, ein Mann, den man in Köln nicht vorzustellen braucht, der seit 1952 habt ihr mit eurer Gastspieldirektion Konzerte produziert und natürlich auch die lachende, damals noch Sporthalle und jetzt die Köln Arena erfunden. Heute sind wir hier in dieser Lanxess Arena, Otto, und ganz alleine und Eberhard, Entschuldigung. Und das ist natürlich schon was ganz anderes. Ein trauriger Moment eigentlich, oder? Wie nimmst du das wahr? Ja, das muss ich sagen. Zunächst muss ich erstmal sagen, ich grüße alle Jecken aus der Lanxess Arena. Ja. Normalerweise hätte ich sie begrüßt aus der Lachen Köln Arena. Da muss ich sagen, da blutet mir natürlich das Herz. Wir sind seit 1999 mit dieser Veranstaltung Lachende. Die gibt es seit 1965 erst in der Sporthalle, wie schon erwähnt, und seit 1999 hier in der Lachen Köln Arena. Und das ist natürlich eine Riesenvergangenheit. Und ich bin natürlich heute auch etwas mental, ein bisschen angeschlagen. Denn das bleibt ja nicht unberührt, dass man jetzt hier in einer leeren Halle ist und diese große Stimmung nicht miterleben kann. Und das ist natürlich das, was mir sehr, sehr wehtut und was mir auch fehlt. Wir hätten normalerweise noch 4 Veranstaltungen und da wäre die ganze Serie mit 15 Veranstaltungen abgespielt gewesen. Und das ist natürlich heute das, was mir fehlt. Und deshalb bin ich ein bisschen melancholisch. Aber es gehört halt dazu. Aber ich bin natürlich hergekommen, um auch mich daran zu beteiligen. Erstens mal heißt es ja, zusammen sind wir fastelovend. Absolut. Und das habe ich also sehr, sehr begrüßt, denn ich gehöre ja dazu. Aber dann will ich mich natürlich beteiligen an dieser ganzen Aktion #NitAlein. Und das möchte ich natürlich unterstützen. Und deshalb habe ich auch was mitgebracht. Ist immer gut, wenn Leute was mitbringen heute. Wir freuen uns sehr. Halt es mal in die Kamera, damit wir das sehen können. Und zwar gibt es 7 mal eine 1. Wow! Vor dem Komma 5 Zahlen und nach dem Komma 2 Zahlen. Das heißt insgesamt 11.111 und 11 Cent. Wow, vielen, vielen Dank. Das ist nicht nur auf dem Zeugnis toll, Das ist also meine Beteiligung, denn ich kenne ja nun auch viele von den ganzen Roadies, von den alle, die dazugehören, um eine tolle Karnevalsveranstaltung zu präsentieren.
Und die möchte ich natürlich auch unterstützen und einfach Dankeschön sagen. Haltet durch, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir machen das genauso und hoffen auf 2022, dass wir dann hier in gewohnter Weise die lachende Köln-Arena wieder präsentieren können. Ich freue mich heute schon darauf und hoffe, dass jeder also so viel Geduld hat, das auch durchzustehen. Masken tragen, die ganzen Hygienemaßnahmen einfach beachten und dann wird alles gut werden. Halt doch den Scheck bitte nochmal in die Kamera und so, dass wir den spiegelt, dass wir den groß haben. Ja, das ist gut so. 11.111 Cent Köln, der 11. Februar 2021. Wir sagen, das passt ja zum Datum. Es ist ja heute 11.2., deswegen auch die 11. Wie das? Das ist gut, dass heute das und dass wir heute hatten letztes Jahr 55 ist. Jahre Jubiläum, also das ist alles so ein bisschen auf die Wir Zahl. haben natürlich die 11 hier genommen und haben gedacht, dann machen wir was aus der 11. Ja, und somit sind wir mit diesem Scheck heute hier. Lieber Ebert, vielen, vielen, vielen Dank an euch drei für diesen sensationellen Scheck, den wir natürlich gerne für die gute Sache entgegennehmen. Dafür soll es sein. Und ich sage auch nochmal, dass sich alle natürlich bewerben können, gerade die Leute, die du angesprochen hast, die dafür sorgen, dass solche Veranstaltungen stattfinden und auch Künstler auf der Bühne stehen können. Einfach über unsere Homepage. Nicht allein, ich sage danke. Wünsche uns allen 2022 eine andere Session, eine lautere als dieses Jahr. Genau. Und wir machen jetzt weiter mit Musik, mit der Gruppe Stadtrand. Und sie haben einen sehr bekannten Sänger, der 2012 beim ESC mit dabei war in Baku. Wir freuen uns jetzt um Kölsch, Original Stadtrand. Janus, kommen dies noch zick, du willst noch nicht nach Haus. Gedanken sind da, du weißt genau wie es war. Entweder bekannt von allen Lücken, nur beim Spitznamen genannt. Du wolltest nie fort, weil du den Leben hier liebst. Denn du bist ne echte Kölsche, du bist original, du hast jetzt am rechten Fleck. Denn du bist ne echte Kölsche, du bist original, du hast jetzt am rechten Fleck. Und du willst sie nicht mehr fort. Kennst dich hier noch nicht aus und doch gehst du Abend auf der Straße raus. Verlückung erwächst und die Kneipe sind voll. Bis wo jetzt sind, vom Mädchen daran fühlst du dich halt wieder heim. Du willst nicht mehr fort, weil du hier angekommen bist. Denn du fühlst, dass du angenommen bist. Denn du bist ne echte Kölsche, du bist original, du bist jetzt am rechten Fleck. Denn du bist ne echte Kölsche, du bist original, du bist jetzt am rechten Fleck. Nur du allein entscheidest für dich. Wo auf der Welt dein Heimat ist. Es ist ganz bestimmt, ich fühl den Wind hier drin, was zu dir spricht, dass du ne Kölsche bist. Denn du bist ne echte Kölsche, du bist original, du hast jetzt am rechten Fleck. Denn du bist ne echte Kölsche,
Dankeschön. Wir sind Stadtrand. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Ihr Lieben da draußen, vielen Dank, dass ihr zuguckt. Spendet fleißig. Und eine Nummer haben wir noch für euch. Wir haben gedacht, wir haben so sehr Heimweh nach euch, dass wir unsere neue Single Heimweh nur dir für euch spielen. Viel Spaß. Ich hoffe, du denkst auch an mich. In unserem Fädel, nur Jodes erlebt, mein letzter Kuss war im Morgens um 4. Ich schließ mich Augen, vergess, wo ich bin, für einen Moment, da sitz ich am Ring. Ich hab Heimweh nach dir, Heimweh nach dir. Ja, wie lang ich auch fort von dir bin, ich hab Heimweh nach dir. Ich hab Heimweh nach dir. 2 lange Jahre hinter mir, jetzt bin ich endlich wieder hier bei dir. Han viel gedanzt und viel gesungen, doch es hätt nie so geklungen wie mit dir. Und meine Koffer war immer gepackt und dafür da han ich dich vermisst. Alles was blieb ist in Erinnerung an das Gefühl, eine Fremde zu sehen. Ich hab Heimweh nach dir, Heimweh nach dir. Ja, wie lang ich schon fort von dir bin, ich hab Heimweh nach dir, Heimweh nach dir. Ich hab Heimweh nach dir. Ja, wie lang ich schon fort von dir bin, ich hab Heimweh nach dir. In unserem Fädel, nur Jodes erlebt, mein letzter Kuss war im Morgens um 4. Ich schließ mich Augen, vergess, wo ich bin, für einen Moment, da sitz ich am Ring. Ich hab Heimweh nach dir, Heimweh nach dir. Ja, wie lang ich schon fort von dir bin, ich hab Heimweh nach dir. Ich hab Heimweh nach dir. Stadtrand! Roman, komm gern zu mir. Ich wollte mit dir noch ein Pläuschchen halten, wenn das möglich ist. Guck mal, hier liegen desinfizierte Mikrofone. Kannst dir eins nehmen, die sind alle ganz sauber gemacht worden. Hallo. Hallo erstmal. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Ja, so wie es jetzt gerade heute ist. Ne? Ich finde es schön, dass wir ein bisschen was machen, was den Leuten Freude nach Hause ins Wohnzimmer bringen. Und bei dir so sonst? Ich meine, du hast alle Bühnen der Welt gesehen, so ungefähr. Du warst viel unterwegs. Alle noch nicht, ja. Nicht alle, aber viele. Ne? Und viel erlebt. Wie empfindest du die Zeit? Frage immer, dass es... Es ist, oder wir sagen es mal mit der Band so, es war sehr schwer, es ist natürlich auch noch schwer, Ja. aber ja, es muss halt irgendwie weitergehen. Und Ja. sowas wie heute ist eine schöne Alternative, um den Leuten da draußen ein bisschen irgendwie das kölsche Gefühl, den Karneval nach Hause zu bringen. Und ja, vielen, vielen Dank an alle, die das hier veranstalten. Sehr, sehr coole Aktion auf jeden Fall. Ja, danke, dass ihr dabei seid. Ne? Ihr wolltet ja so 2021 richtig durchstarten. Gürzenich, Sartori Seele, Langsess, das volle Programm. Jetzt stehst du hier, aber trotzdem schieben einfach ein bisschen, oder? Wir schieben einfach alles auf nächstes Jahr. Wir schieben ganz auf nächstes Jahr. entspannt. Und Du singst jetzt auf Kölsch. Also ich meine, ne, beim Eurovision Song Contest war es ja dann eben... Ne? Wie ist das? Gutes
Gefühl? Ja. Gutes Gefühl, ja. Macht Spaß, mit der Band unterwegs zu sein und ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. War eine gute Entscheidung. So, und genau so sieht es auch aus, als ob es ein gutes Gefühl wäre. Dank euch, dass ihr mitgemacht habt. Dank euch, dass ihr dabei seid. Und ihr zu Hause drückt weiter heftig auf euren Handys, wie der Guido altmodisch sagen würde, rum. Ich sage Smartphone dazu, schickt eine SMS. Und ich schalte mal hoch zu Guido, von den jungen Männern zu den etwas betagteren, möchte ich jetzt fast sagen. Aber Guido, du siehst natürlich heute wieder unfassbar gut aus. Okay, ich merke, da kribbelt es gerade. Heute ist Viva Fastelaufen. Weiberfastnacht, du gerade mit Roman Lob. Immer nur ganz junge Männer hier, toll. Da entwickelt sich was. Was meinst du, warum ich nicht bei dir oben bin? Also du bist natürlich auch noch sehr, sehr jung. Ja, ja, klar, das sagt meine Frau auch immer. Ich gehe jetzt auf die 50 zu, das merkt man immer daran, wenn gute Freunde anrufen, abends um 21 Uhr und sagen, Guido, habe ich dich geweckt? Ja, es geht weiter. Ach, das sind ja meine liebsten Gespräche heute, wenn Leute etwas mitbringen und die gute Sache unterstützen. Nicht allein hat uns auch dieser Mann gelassen. Er trägt heute die Uniform der Roten Funken. Gerade haben wir noch seinen Präsidenten gesehen, auf dem Zeppelin unterwegs zu uns in die Lanxess Arena. Und er ist der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Köln. Hallo und Alaf aus der Lanxess Arena. Alexander Würst. Hallo und Alaf zurück. Wir können dich hören, das ist sehr schön. Ich finde erstmal klasse, dass du an so einem Tag, auch wenn du arbeiten musst, sagst, ich bin Karnevalist, ich bin eine Kölsche und ich ziehe meine Uniform an. Finde ich super. Also ich bin heute ehrlich gesagt sehr wehleidig, denn üblicherweise bin ich um die Zeit bei uns in der Kundenhalle, wo wir dann mit Kunden ein bisschen Karneval feiern. Das findet heute nun nicht statt und deswegen musste ich wenigstens die Uniform anziehen oder die Litewka, um so ein bisschen wenigstens Karnevalsgefühl zu haben. Ne? Aber die Brille passt natürlich farblich top zum Outfit, das sage ich jetzt mal als Hobbyoptiker. Und wir haben dich natürlich nicht nur wegen dieser wunderbaren Litewka zu uns geschaltet, sondern weil die Kreissparkasse Köln gesagt hat, ja, auch wir wollen diese gute Sache unterstützen. Und vielleicht kannst du mal den Betrag sagen, bei dem mir fast schwindelig wurde. Ja, also heute ist ja eher Zeit zum Feiern und nicht für Geldbeträge. Trotzdem, wir haben die Aktion sehr, sehr gerne unterstützt. Wir machen ja ganz viel für die Musik mit unseren Kölschen Evergreens und deswegen war es uns auch ein Anliegen, hier mitzuhelfen. Wir haben es mit 25.000 € unterstützt und das auch von ganzem Herzen, weil ich glaube wirklich, da bleibt im Moment so viel auf der Strecke und haben so viele drunter zu leiden, von denen wir alle in den Tagesschauen und so weiter noch nichts sehen und hören. Und deswegen, glaube ich, müssen wir jetzt auch alle zusammenhalten, um diese schwere Zeit zu überwinden. Es wird besser werden im Laufe des Jahres und ich bin mir ganz sicher, nächstes Jahr werden wir Karneval feiern und deswegen müssen wir jetzt zusammenhalten, damit auch diejenigen, die davon hart getroffen sind, die Zeit gut überstehen. Und da wird in der Kundenhalle der Kreissparkasse Köln deutlich mehr los sein als heute hier in dieser leeren Lanxess Arena. Wir sagen Dankeschön für deine Unterstützung, dass ihr das gemacht habt und dass ihr den Leuten helfen möchtet, die dafür sorgen, dass wir alle im rechten Licht stehen und auf der Bühne glänzen können. Vielen Dank an die Kreissparkasse Köln und an Alexander Würst. Sehr gerne. Köller Alaf. Köller Alaf, das klingt doch gut und das ist ein besseres Stichwort, gibt es gar nicht. Jetzt muss ich mal gucken, vielleicht kannst du, Philipp, noch ein bisschen zur Seite nach da gehen, weil wir gehen jetzt an den Tresen. Ich mogel mich jetzt mal hier hin, weil wir alle Abstand halten wollen. Und ich habe hier 3 Koniferen des Kölschen Fastelehrs. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, wer schon welche Tourneen und welche Auftrittsorte erlebt hat. Da werden wir jetzt gleich in Ruhe drüber reden. Wir haben einmal Philipp Godard bei uns, ein toller Musiker, dann der junge Herr in der Mitte, auch eine schicke Brille übrigens. War lange, wie man seiner Uniform entnehmen kann, hauptberuflich bei der Schmier, selbst mal in Köln. Bei der Polizei war Kriminal, Hauptkommissar oder noch was Höheres, keine Ahnung. Ist egal. Du musst das Mikro an den Mund halten, sonst hört man dich nicht. Und der Mann, mit dem ich seit mittlerweile oder 5 Jahre dieses Jahr leider nicht den Rosenmontagszug kommentieren darf im WDR. Ich sage immer, es gibt Wikipedia und wenn man was im Karneval wissen muss, dann gibt es Wiki Junggeburt. Wiki Junggeburt ist auch da. Herzlich willkommen, schön, dass ich mit dabei sein darf. Ja, auf jeden Fall. Euch beide haben wir natürlich auch eingeladen, um mal ein bisschen zu berichten. Philipp, ich weiß, du und der Jupp, ihr beide seid an Corona, an Covid-19 erkrankt gewesen. Stimmt, ja. Wie waren deine Erfahrungen und wie war dein Krankheitsbild? Ja, wieder erwarten als relativ junger Mensch und fit und keine Vorerkrankung, katastrophal. 4 Wochen ausgenockt, 1 Woche Fieber, Langzeitfolgen bis jetzt zum Glück nicht, aber hätte man so nicht erwartet. Was waren die Langzeitfolgen? Wie gesagt, da zum Glück noch keine. Also es gibt den Geruchsverlust, Geschmacksverlust, was ja jeder so ein bisschen kennt, aber immer noch eine gewisse Kurzatmigkeit als Sänger. Wahnsinn. Ganz toll.
Jupp, wie war es bei dir? Ja, mich hätte das eigentlich völlig unbedarft erwischt. Und zwar letztes Jahr in der Session, da habe ich zwischendurch immer gedacht, ach, ich meine, normalerweise sind wir ja alle jetzt müde dann. Und ich bin dann also nach den Auftritten, habe ich mich in ein Bett geladen und abends wieder auf der Bühne. Und dann habe ich nach dem Karneval bei einer ärztlichen Untersuchung, die merken ja dann regelmäßig, sagt die Frau Doktor für mich, Sie haben ja Antikörper im Leib, wie man so sagt. Sie müssen irgendwann ins Corona-Jahr. Dann haben Sie dann nicht gemerkt. Ich sage, ich merke sowieso nicht mehr viel. Also richtig gemerkt kann ich das nicht. Die Symptome, die waren leichterer Art. Und dann haben wir das immer weiter verfolgt. Bis vor kurzem ist dann festgestellt wurde, dass ich auch keine Antiviren mehr habe. Also im Moment bin ich wie jeder andere auch relativ normal. Das ist auch kein schönes Kompliment, wenn eine Frau zu dir sagt, Horns, du hast eine Antikörper. Ja, da muss man noch Gedanken drüber machen. Ja, da hast du recht. Vicky, du bist bis jetzt Gott sei Dank verschont geblieben. Ja gut, wir haben natürlich auch danach gelebt. Ne? Wir sind nicht raus, wir sind ein bisschen in Hohenrad spazieren gegangen, das ist völlig unverfänglich, mal durch den Wald durch. Aber ansonsten haben wir uns sehr, sehr zurückgehalten, wie das auch von dem Herrn Lauterbach so gewünscht wurde. Ne? Ja, das ist auch richtig. So Abstand halten ist wichtig. Wir sind heute, wie gesagt, alle getestet, das ist gut. Hier werden alle Corona-Regeln eingehalten. Auch die Mikrofone werden jedes Mal desinfiziert. So, jetzt seid ihr beide natürlich auch schon länger dabei im Karneval. Wobei ich sagen muss, wir beide sind gleich lang im Karneval und noch länger als der. Ne? 1991 haben wir angefangen. Vorstellabend. Was habt ihr denn alles schon karnevalistisch erlebt? Was waren denn deine weitesten Auftritte? Weil wir gerade über Baku gesprochen haben, bei Roman Lob. Wie weit bist du denn rausgekommen? Ja, unglaublich. Wir haben beide, also Köln auf den Kopf gestellt in den letzten Wochen. Wir haben diese berühmte Dreitällerfahrt gemacht. Also Lindenthal, Bayenthal, Radertal, ne, kennt jeder. Nach Rodenkirchen sind wir nicht mehr gekommen, war ein bisschen zu weit. Aber da war eine Stimmung teilweise, lagen 2 Konfetti am Tisch. Ne? Also das war unglaublich, völlig unglaublich. Ich habe ja eine Seereise gemacht. Am Widersdorfer Randkanal. Auch schön. Ja, er kommt ja weiter rum. Du bist ja im Kölner Norden. Ja. Jetzt wollen wir dann nicht nur ein bisschen verzellen, sondern du hast, das ist das Schöne, auch dein Instrument mitgebracht, eine Gitarre. Sicher. Man sieht es oben, das ist ja mein Lieblingswort in der deutschen Sprache, ein sogenanntes Capodaster. Und du hast uns gedacht, wenn ich schon mal da bin und mir es Gott sei Dank wieder gut geht, dann habe ich euch was Musikalisches mitgebracht. Was ist es denn? Klar, sehr, sehr gerne. Einen kurzen kleinen Ausschnitt von einem wunderbaren Song, der am 11.11. erschienen ist. Heißt Ewig, ist für euch alle draußen, soll ein bisschen Mut machen. Quasi. Ewig heißt übersetzt ewig. Richtig, kann man sagen. Ja, würde ich mal kurz anspielen, wenn ihr mögt. Mach mal. Alles klar. Mit uns, das blieb ewig, mit uns, das ist einfach gut. Hey, 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 hey. Freunde auf ewig zusammen ist alles gut. Hey, 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 hey. Hör nach mir durch auf ewig, ob das was war und kurz. Hey, 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 hey. Hör nach mir durch zusammen, die Zeit geht nie zurück. Erstmal Applaus. Philipp Godard mit seiner neuen Single Ewig. Jupp, was würdest du dir denn wünschen? Ich meine, heute ist ja der Tag, wo wir versuchen, Geld einzusammeln, um Leute zu unterstützen, denen es nicht so gut geht, wie denen, die auf der Bühne zu tun haben. Gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest jetzt in der Corona-Zeit? Ja, ich meine, da bin ich in der Gemeinschaft der aller Karnevalisten in Köln. Irgendwann wieder unsere Möglichkeiten stattfinden, das heißt, dass die Säle und die Theater und überall, wo der Karneval stattfindet, dass die wieder aufgemacht werden und dass man mal wieder ein bisschen was, ist ja auch mittlerweile abgedroschen, ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen. Das wäre mir wichtig und vor allen Dingen natürlich, dafür sind wir ja okay, dass genügend Gelder könnt, um auch dem Urthema heute
dann Folge zu leisten, dass man sieht, die Leute, die wirklich im Fastelavond nötig haben oder gehabt haben und demnächst wieder nötig haben werden, dass die auch von dem Dach profitieren bis unter der Decke. Super Stichwort. Ich habe einen Spendenstand, wieder einen neuen. Wir sind bei 645.000 Euro. Vielen, vielen Dank an alle, die spenden. Bitte unterstützt die Aktion. Es ist wirklich sinnvoll unter nitallein.de oder natürlich auch, ich sage es immer wieder gerne, mit einer SMS. Karneval 5 oder Karneval 10 an die 44844. Wir machen natürlich weiter musikalisch. Eine Band, die wir alle mögen und auch lieben. Und das Problem ist natürlich heute bei diesen Masken, dass man viele Leute gar nicht mehr so richtig erkennt. Das Problem hat der Sänger der nächsten Gruppe nicht. Denn egal wie groß die Maske ist, links und rechts guckt immer ein Stückchen von seinem Schnäuzer, von seinem Schnurres raus. Und wenn man dann die Stimme hört, merkt man sofort, nee, das ist nicht Horst Lichter. Die Rede ist, und wir sind froh, dass Sie heute bei uns sind, hier sind die Höhner. Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's los, hier spielt die Musik. Echte Freunde, stund zusammen, so wie eine J und J. Echte Freunde, stund zusammen, ist auch die Glück und läuft dir fort. Freunde, Freunde, Freunde in der Not, Januar 100 Doppelblut. Echte Freunde, stund zusammen, so wie eine J und J. Schenk mir heute Nacht dein ganzes Herz und bleib bei mir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt. Na 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 na, die ganze Welt. Na 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 na, schenk mir dein Herz, ich schenk dir meins, nur die Liebe zählt. Ich trage dich auf Händen, ich bleib dir ewig treu. Im Zweifel hab ich immer nen Zeitschlüssel dabei. Schenk mir heute Nacht dein ganzes Herz und bleib bei mir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt. Na 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 na, die ganze Welt. Na 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 na. Und wenn du willst, auch noch ein bisschen mehr. Was dir gefällt. Na 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 na, die ganze Welt. Na 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 na. Schenk mir dein Herz, ich schenk dir meins, nur die Liebe zählt. Schenk mir dein Herz, ich schenk dir meins, nur die Liebe zählt. Ohne dich geht es nicht, du bist die Nummer 1 für mich. Nummer 2 und 3 sind mir einerlei, interessieren mich gerade nicht. Ohne dich geht es nicht, du bist die Nummer 1 für mich. Nummer 4 bis 10 lass ich einfach stehen, im Moment will ich nur dich. Ohne dich geht es nicht, du bist die Nummer 1 für mich. Ohne dich geht es nicht, du bist und bleibst die Nummer 1 für mich. Ohne dich geht es nicht.
ohne dich jedes nicht. Und deswegen sind wir heute auch hier. Wir meinen damit jeden Einzelnen, der da zu Hause ist. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr spendet. Und hier ist es doch was frisch. Deswegen haben wir auch noch den Schal um. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal ein bisschen hier aus der Lanxess Arena entfernen, in südliche Gefilde aufmachen. Es geht um Tanzen, es geht um Bewegung. Könnt ihr zu Hause auch? Wir Höhner können das nicht. Der Einzige, der das hier bei uns kann, das ist der Micky. Micky, walte deines Amtes und sing und tanz mit den Leuten, wenn es jetzt heißt Anna Havana. Musik und Bier. Und ich tanz doch so jenseits mit dir. Immer nur Currywurst mit Fritte und Wies. Ich stich dir ne Platz, doch ist es wie im Paradies. Pack die Sache, weil es ist so weh. Ich schwör dir, Liebchen, du willst nimm mich zurück. Anna, komm mit nach Havana. Diese netten Kubaner, grandiose Musik. Anna, komm mit nach Havana. Adios Alemania, mir fliehen Glück. So viel mal hoch, oh Baby, ich han nicht kapiert. Wir machen Siesta und abends wird dann geführt. Überall wird Salsa und Rumba gespielt. Komm los, mal tanzen, der Rhythmus ist heiß und wild. Dreh dich mit mir und für jetzt all den Stress. Tequila und Cuba Libre besorgen den Rest. Anna, komm mit nach Havana. Die sind nett, die Kubaner, grandiose Musik. Anna, komm mit nach Havana. Adios Alemania, mir fliehen Glück. Dann waren wir endlich da, es war im letzten Jahr. Doch dachten wir, das kann doch nicht sein. In Kuba Kölsche Töne, nee, war voll am schön. So jetzt hätt die Welt noch nie gesehen. Was sollen wir an der Copacabana? Mir stund nie ob das Flair von Havana. Jede Tag Fiesta, mañana, mañana. Fehlt nur noch der Carlos Santana. Dreh dich mit mir und für jetzt all den Stress. Tequila und Cuba Libre besorgen den Rest. Anna, komm mit nach Havana. Die sind nett, die Kubaner, grandiose Musik. Anna, komm mit nach Havana. Adios Alemania, mir fliehen Glück. Ja, da wird einem doch wieder wärmer, oder? Ich war begeistert gerade, Mirja und Guido. Ihr habt getanzt. Ich bin mehr als begeistert. Ihr könntet auch jetzt tanzen, weil wir dürfen noch ein weiteres Stück spielen. Jetzt geht es aber um Klammerblues. Also, oder sagen wir mal so, jetzt wird es ein kleines bisschen melancholisch. Aber das muss auch möglich sein. Ihr könnt doch gerne jetzt ein Trönchen verdrücken. Wir gucken mal zurück, wie es in den zurückliegenden Jahren oder ziemlich genau vor einem Jahr noch war, als wir noch ausgelassen feiern konnten, als wir noch Viere, Bütze und Schunkele durfte. Wir holen das alles nach, denn irgendwann sind wir uns wieder. an sich gefunden
Han gesungen und viel gelacht, han gefeiert, gebützt, gesoffen, maten so die Nacht zum Tag, zwischen Klaus und Kolumbien. Ja, wird doch manch heiße Schwur, treu und ewig, doch am nächsten Morgen ist von allem nichts mehr wahr. Irgendwann sind wir uns wieder irgendwie und irgendwo. Irgendwann, vielleicht halt morgen, vielleicht auch jetzt im nächsten Jahr. Macht so und tschüss zusammen. Es geht uns bei uns im Saal. Das letzte Glas, het Abschiedsliedje, das war es jetzt mit Karneval. Irgendwann sind wir uns wieder irgendwie und irgendwo. Irgendwann, vielleicht halt morgen, vielleicht auch jetzt im nächsten Jahr. Vielleicht halt morgen, vielleicht auch jetzt im nächsten Jahr. Trosse rugend, na aldag zorgen. Und het leven holt uns wieder in. Het is voorbij met Spaß und Vieren. Het was schön. Dabei zu sein. Irgendwann sind wir uns wieder irgendwie oder irgendwo. Irgendwann, vielleicht halt morgen, vielleicht auch jetzt im nächsten Jahr. Jetzt im nächsten Jahr. Hättet ihr gesagt, ein Tränchen verdrückt. Ja, habe ich auch. Die Ne? Höhner! Dankeschön, liebe Leute. Henning, bring dein Mikrofon Dein ruhig Mikrofon mit. bitte mitbringen, damit wir hier Corona Aus Sicherheitsgründen, alles weißt richtig du? machen. Bring es mit, kein Wegen der Ich grüße Hygiene. alle Höhner, die mit dabei sind. Sag mal, der Dankeschön, eine hat aber Leute. eine Kanne geblasen hier. Ja. Den kenne ich doch von der Zebra hier. Ich habe gedacht, sollte das Du sein. kannst, ja, du nehmen wir das nimm eigentlich. das. Ja, Du bist ja so, ganz wunderbar. auf der sicheren Seite, weißt du. Wunderbar, wunderbar. Wir sind, hör mal. Negativ, schön. negativ. Ja, negativ. Wir sind alle heute sehr negativ, obwohl wir positiv eingestellt sind, aber wir sind negativ. Positiv bekloppt auf jeden so, Fall. richtig. Ja, wir wollten die Menschen umbenennen. Also mehr empfange die Negativen. Das ist jetzt So, in dieser das ist auch Zeit. schön. Aber ich glaube, bei den Temperaturen hier, das muss man auch nochmal sagen, auch nochmal ein Kompliment an unsere Kollegen hier an den Kameras. Hier ist ja das blanke Eis. Ja. Und gefühlt ist hier -3 Grad. So, Ich aber Guido, bewundere wer dich. steht denn die ganze Zeit hier, während du oben da mit den Aber wie- so weil ein Brötchen in der Talk? Nordsee zum Beispiel. Ja. Die am längsten bei 17 Grad Wassertemperatur aushalten, sind ältere Damen, denen das nicht auszumachen scheint. Wir jungen Hüpfer. Jetzt werden pass mal auf, lange mein Freund. raus. Ihr habt gleich so, und ich sage, ich das Wort Prostata sage ich es lieber nicht. Aber hör mal, Henning, jetzt steht die Leute sitzen an den Wohnzimmern, im Wohnzimmer, an den Empfangsgeräten, wo auch immer sie uns empfangen und uns streamen und sagen, guck mal, die Höhner, die sind ja schon seit Jahren dabei, die reisen durch die ganze Welt, die haben die Schäfchen im Trockenen, für die ist ja doch alles gar kein Problem. Aber wie groß ist das Problem? Bei euch steckt ja auch eine riesen Crew dahinter, die auch mitleidet, wie alle anderen auch.
Ja, ich weiß nicht, ob Sie leiden, aber im Moment ist es also dünn, was das Einkommen angeht. Und deswegen machen wir das heute hier. Ich habe gehört, wir sind jetzt schon bei knapp 650.000. Vielleicht kriegen wir das sogar hin, dass wir jetzt den aktuellen Spendenstand auf unserer LED natürlich super. drauf Ich rede dabei weiter. Also die sind die Betroffensten. Wir sind natürlich auch betroffen. Vielleicht nicht so sehr pekuniär, aber wir leiden wie Hund drunter, dass wir nicht auf die Bretter hier dürfen. Und deswegen sind wir auch dankbar, hier bei so einer Aktion mitmachen zu dürfen. Und die paar Autokinokonzerte, die wir jetzt im Moment machen, ja, das ist auch so ein kleiner Ersatz. Also Hauptsache, wir können was tun. Das ist richtig. Wir Also wollen ja wir heute sind gerade ganz kurz bei 653.000 Sag ich doch, Euro. über Guck dir das mal 650. an. Ja, so. 44844. Weitermachen. Ich hab die Rufnummer, also die SMS-Nummer in der Hand. 44844. Du hast ja damals diese Nummern, die man spät abends im Fernsehen sehen kann. Ruf mich an. Beziehungen. Ruf mich an. Schick mir eine SMS. Irgendwann sehen wir uns wieder. Ist aber doch ein Song, der zwar ans Herz geht, aber doch Optimismus ausstrahlt, oder? Wie siehst du das? Ja, natürlich. Hoffnung stirbt aber gar nicht immer zum Schluss. Und wir wissen, dass es irgendwann weitergeht, dass wir uns wiedersehen. Es ist nur bei dem Song leider so, das war so eine Aktion, Guck mal da, ein Huhn. 656.494. Ein Huhn für die Hühner haben wir gesucht. Mit Anne Gladbach sind wir auch fündig geworden. Und jetzt können wir es mit ihr gar nicht aufführen, weil es gibt eine Version von ihr gesungen, die ist sensationell. Das holen wir irgendwann nach, aber wir wollen das Stück auch nicht einfach weglassen, weil ja, es muss auch mal ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt werden, damit man sich vom Herzen daran erinnert, wie schön es sein könnte. Und jetzt machen wir alles Beste draus. Ich möchte schon mal unsere Zuschauer und Mitstreamer, sagt man, glaube ich, Streamer. darauf vorbereiten. Streamer. Die Höhner werden, es ist nicht mehr so lange hin, ein großes Jubiläum feiern. Ja. 50 Jahre steht an. Wir sind immer 2 Jahre hinter den Blackfurs. Ich hoffe, dass es uns nicht so geht wie den geschätzten Kollegen. Die hatten wirklich Pech, die konnten ihr 50-Jähriges nicht so feiern, wie sie es wollten, holen das aber auch nach und wir werden auch dabei sein, mit gratulieren. Und im Jahre 22 sind die Höhner dran und werden tatsächlich 5 mal 10, 50 Jahre alt. Guck mal, man sieht es nicht. Aber warte mal ganz kurz, jetzt, wo wir ihn gerade hier Ja. haben. Komm, hast du mal so eine kleine Andeutung, was ihr vorhabt? Oh, es wird wahrscheinlich 50 Veranstaltungen geben. Das Verrückte bei uns ist, wenn die Höhner ein rundes Jubiläum feiern, dann nicht nur eins. Wir haben, als die Höhner 20 wurden, haben wir Höhner Classic gegründet. Das heißt also, wenn wir jetzt 50 werden, feiern wir auch gleichzeitig 30 Jahre Höhner Classic. Und weil im Pandemiejahr 2020 das 20-jährige Jubiläum der Höhner Rock in Roncalli Show gewesen wäre und wir das auch nicht feiern konnten, feiern wir eigentlich insgesamt 100 Jahre. 50 Jahre Höhner, 30 Jahre Höhner Classic und 20 Jahre Höhner Rock. Das heißt, seit 22 kann man jeden Tag Höhner. Irgendwas passiert immer. Dafür sieht er aber jung aus, ne? Finde ich auch. Der sieht sehr jung aus. Ich frage natürlich als Frau, weil du es eben angesprochen hast mit dem Schnürres. Wir Frauen haben ja das Lippenstiftproblem mit den Masken, dass wir also er ist nachher schon noch da, aber in der Maske. Ist der Schnürres, stand der schon mal zu Berge? Ist das ein Riesenproblem? Riesenproblem. Ganz einfach, unter der Maske atmest du ja nicht nur ein, sondern auch aus. Und da wird es dann feucht. Und diese Creme, die ich hier im Bad habe, damit der immer so steht. Ne? Bartcreme. Bartcreme, Bartwichse wollte ich nicht sagen. Nee, hast du jetzt aber. Das weicht Das auf ist gar im Wasser. nicht echt. Und ich dann, der steht gar nicht von selbst. Das ist wie mit deinen Haaren. Komm jetzt, du kennst dich doch aus, oder? Die sind auch nicht echt. Die sind von Scooter Diese ausgeliehen. Feuchtigkeit sorgt dafür, dass der dann runterhängt wie bei dem Walross vom NDR. Und das ist immer blöd. Aber Antje, das Walross. Pass auf, damit ihr mir Also, auch glaubt, ja. ich habe das natürlich immer in der Tasche, so ohne Werbung. Ich zeige die Rückseite, so eine silberne Tube ist es. Und Die da Bartcreme. ist die Bartcreme. Wenn du mir jetzt Bartcreme Schön, dass ihr andrehen willst, zwei läuft eure- bei mir irgendwas. Dass ihr zwei nicht so nah rangehen, dass ihr zwei eure Kosmetiktipps austauscht. Wer hätte das gedacht? Es ist heute ein bisschen anders als sonst. Der Aber Henning will Weiberfastnacht. mir Bartcreme geben. Was stimmt bei mir nicht? Habe ich ein optisches Problem? Ich würde dir gerne die Anmoderation, die Haare auch. Ja. Anmoderation für die nächste Gruppe Das mache überlassen. ich Wir jetzt. beide reden Ich über die mache das anderen jetzt. Sachen. Ich bin ja für die jungen Männer auch zuständig. Heute hast du ja schon mehrfach angedeutet und ich sage es auch. Und diese Band, wenn sie kommt, die sagen, wenn wir feiern, dann die eskalieren einfach. Wenn wir feiern, dann feiern wir hart, ja. Und das kann widersprüchlich gemeint sein. Ich hoffe, es ist gut gemeint im besten Sinne. Und sie haben einen Song mitgebracht, der heißt Umweg. Und vielleicht müssen wir alle jetzt ein bisschen Umweg machen, bevor wir uns alle wieder treffen. Nächstes Jahr, dieses Jahr, wann auch immer. Wir schaffen das. Und hier ist Kool und the Gang. Brauchst so Finsterung und Lust. Ein Hand am Steuer und ein Obding am Schuss. Fast wie damals, frei und spontan. Ohne Navi, ohne Sinn, ohne Plan. Der Ringer rup, mir zwei bist noch hier. Und du bist mir Weg und der Weg ist das Ziel.
Lass meine Weg nimmer für jet mi zick allein. Extra Rünsche über die Ringe. Lass meine Weg nimmer, lass meine Weg nimmer. Ganz wie früher du und ich allein. Bin ich noch ins Aff über die Ringe. Lass meine Weg nimmer. Lass meine Weg nimmer für jet mi zick allein. Extra Rünsche über die Ringe. Lass meine Weg nimmer, lass meine Weg nimmer. Ganz wie früher du und ich allein. Bin ich noch ins Aff über die Ringe. Lass meine Weg nimmer. Und ich bin Kleid, oben spritzt du in die Vergangenheit. Avicii läuft immer noch im Radio, ich läufe bliebe für immer jung. Ach, hier ist es, ist der Wahnsinn. Das ist eben live heute. Niederlane, vielen, vielen Dank. The Gang. Ich weiß gar nicht, welche ob die jetzt schon läuft oder nicht. Ich hoffe, ja. Ich bin drauf. Cool in the Gang war das. Und das ist heute hier alles, ja, Mensch, live. Niederlane, wir sind alleine in der Lanxess Arena, sind aber nicht alleine, weil viele Leute zu Hause zuschauen, mitstreamen bei Magenta TV und sagen, wir wollen die gute Sache unterstützen. Und es gibt natürlich auch, da hatten wir zu aufgerufen, wunderbare Bilder über Social Media. Schickt uns doch bitte einfach mal, wie ihr mit uns zusammen feiert. Hashtag nicht allein. Und mal gucken, was wir schon wieder eingesammelt haben. Wer uns was geschickt hat. Noch sieht man nichts. Gleich hoffentlich was. Bienerle hat was geschickt. Das ist wahrscheinlich der Lebensabschnittsgefährte. Beide mit dem Mottoschal, zusammen sind wir fast so laufend. Beide rot-weiß geringelt und mit einer Pappnase ob. Und wir haben natürlich noch weitere Fotos, das ist nur eine kleine Auswahl, Entschuldigung. Frau Kassel hat einen Mettigel gebastelt. Guck mal hier, schön mit Augen aus Tomätchen, ein paar Zwiebeln drauf, also jetzt nichts Großes, was so ne, die Ausdünstung befördern könnte. Also wenn ihr was habt, schickt uns bitte. Wir wollen wissen, wie feiert ihr heute Karneval, natürlich Corona-konform, bitte zu Hause. Und ich habe zwei Herren bei mir, die jetzt bitte zu mir kommen, die heute mit uns zusammen feiern. Und freue mich sehr, dass beide da sind. Könnt ihr bitte euch jeweils ein Mikrofon nehmen? Thomas auch, und dann würde ich euch bitten, da rumzugehen. Wolfgang vielleicht auf die Ecke und Thomas da, damit wir auch hier die Abstände einhalten. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid.
Wolfgang, du siehst wie immer aus, als wenn du aus dem Urlaub kämst. Du wirklich siehst sehr erholt aus. Ja, aus Bürolampe, Guido, bei mir. Ja, aber die Bürolampe scheint zu funktionieren. Das ist wunderbar. Ja. Ich sage ein großes Dankeschön, besonders an dich, weil du gesagt hast, ja, ich stelle meinen bekannten Namen und meine Persönlichkeit zur Verfügung und werde einer der Schirmherren und Schirmfrauen dieses Projekts. Was hat dich daran begeistert, dass du mitgemacht hast? Es sind im Grunde zwei Dinge. Einmal die Betroffenen und der Karneval geht nicht zunächst zum Staat und hält die Hand auf und sagt, Staat hilft. So wichtig es ist, dass der Staat hilft, das ist jetzt mal miteinander, füreinander, praktizierte Solidarität untereinander. Und zweitens ist für mich noch der wichtigere Aspekt, diese Aktion zeigt auch die soziale und die gesellschaftliche Kraft des Karnevals, die wir hier im Rheinland zu schätzen wissen. Aber bundesweit wird man das erklären müssen. Ja, wir werden ja immer manchmal so ein bisschen belächelt, wenn man sagt, ach ja, Karneval, dass das ein Riesenwirtschaftsfaktor ist. Wir haben es jetzt gehört, ungefähr 600 Millionen Euro bedeutet das als Wirtschaftsfaktor für Köln. Und ein Verein, der auch sehr aktiv ist, sind die Lüsschen Paulaner. Der Präsident ist heute hier, Thomas Heinen. Thomas, wie nimmst du diese Session wahr? Ist es traurig für dich oder betrüblich oder sagst du, mein Gott, man wird wieder ein bisschen geerdet? Also ich bin ja eigentlich kein Kind von Traurigkeit und eigentlich immer sehr gerne gut gelaunt, aber mittlerweile macht sich bei mir auch so ein leichtes Gefühl der Depression mal. Das muss ich wirklich zugeben. Und deswegen sind solche Aktionen oder überhaupt jede Aktion ist wichtig, die den Leuten hilft, nicht nur finanziell weiterzukommen und weiter zu überleben, sondern die auch die Moral ein bisschen aufrechterhält. Ich finde es ganz wichtig. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum wir das heute machen. Wolfgang, du bist seit 50 Jahren in der Politik. Jetzt wird natürlich schnell mal gemeckert und auch geschimpft während so einer Pandemie. Ja, das muss die Politik besser machen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, so eine Pandemie zu handeln. Ja, wir sind nicht hinreichend vorbereitet gewesen, obwohl es 2007 und 2012 tatsächlich Bund-Länder-Übungen gab zur Bewältigung einer Krise. Und ein Krisenszenario war eine Corona-Pandemie. Und trotzdem, man wusste nicht, wann sie ausbricht, in welchem Tempo, in welchen Ländern, wann kommt es zu uns, mit welchen Auswirkungen. Es sind ja ganz unterschiedliche Krankheitsverläufe. Zu Beginn hätte ich noch gesagt, wir haben die Pandemie im Griff, wir haben vieles richtig gemacht, auch im Vergleich zu anderen Ländern, aber mittlerweile mehren sich bei mir die Zweifel, ob wirklich jede Lockdown-Maßnahme im wahrsten Sinne des Wortes notwendig ist, also ob das wirklich sein muss. Und vor allen Dingen, man muss den Menschen auch Hoffnung geben. Wenn die Menschen das Gefühl haben, ist egal, was wir machen, da bleibt sowieso zu. Dann fürchte ich, wird es nicht besser. Es gibt ja eine Perspektive, die ist im Moment der 7. März. Friseure dürfen ab 1. März wieder besucht werden, das habt ihr beide gar nicht nötig. Ihr seid eine Familiengesellschaft. Für die Leute, die nicht aus Köln kommen, muss man vielleicht kurz erzählen. Lüsschen Paulaner, ungefähr 300 Mitglieder. Eine Familiengesellschaft, kann man das sagen? Ja, das kann man sagen, eine Familiengesellschaft. Und du musst da die Familie zusammenhalten. Und ihr habt euch als Karnevalsgesellschaft gedacht, naja, wir wollen aber auch die große karnevalistische Familie zusammenhalten und wollen eure und unsere Aktionen unterstützen. Und deswegen habe ich schon gesehen, dass du was mitgebracht hast. Und das würde ich jetzt gerne dich bitten, mal zu zeigen. Ich bin schon ja, sehr, sehr gerne. Also wir haben eine Spendenaktion, eine eigene Spendenaktion ins Leben gerufen, etwas vor dem Festkomitee. Und haben uns jetzt natürlich dem Festkomitee angeschlossen, weil ein großes Problem, nämlich die Verteilung des Geldes vom Festkomitee, perfekt geregelt wurde. Und das hatten wir eigentlich nicht wirklich zu Ende gedacht. Und deswegen freue ich mich heute umso mehr, hier stolz einen Scheck in Höhe von 11.111 Euro und 11 Cent überreichen zu können. Komm, da rufen wir jetzt mal aus. Ob die Lüsschen Paulaner dreimal von Netze Kölle! Allah! Auf Niederlehn! Allah! Kölle! Allah! 11.111,11 Euro. Melange ich Niederlehn, KKG, Lüsschen Paulaner. Wow. Wir sagen Dankeschön, lieber Thomas. Dankeschön, dass ihr gesammelt habt. Wolfgang, bei dir sage ich nochmal ganz herzlich Dankeschön, dass du Wir haben dir zu danken für die tolle Begleitung durch den Tag. Alle, die heute hier dabei sind, machen das unentgeltlich, das muss man nochmal sagen. Und spendet bitte den aktuellen Spendenstand, werden wir natürlich gleich nochmal durchgeben. Es geht per SMS auch 44844, Karneval 5 oder Karneval 10. Und dann kommen in Kleinbeträgen irgendwann vielleicht auch 11.111. Aber wir sagen danke für diese tolle Summe. Sehr, sehr gerne. Und wir machen weiter mit einer Frau. Und Wolfgang Bosbach könnte sagen, ja, die ist länger im Amt als Angela Merkel. Sie ist Präsidentin der Stunk-Sitzung seit 1999 und
ermuntern uns eigentlich bei jedem Kölsch, was hingestellt wird, wie hier am Tisch. Wir schaffen das. Aber anders als unsere Kanzlerin kann sie auch wunderbar singen. Und das tut sie jetzt für uns mit dem Song Schunkeln ist scheiße. Hier ist Biggie Wanninger. Vielen Dank. Ist nicht doof, aber leider stinkefaul. Er will alles, nur nicht schwitzen, deshalb tanzt er auch gern im Sitzen. Das alles nennt er Schunkeln und es sieht zwar lustig aus, doch der Kölner weiß es besser und manchmal bricht's aus ihm heraus. Schunkeln ist scheiße, dein Nachbar stinkt nach Schweiß. Er sitzt ganz nah und du weißt nicht mal, wie er heißt. Andere Seite, die blöde alte Sau schunkelt im jeden Takt und du weißt ganz genau, der liebe J hat sich vertan vor vielen tausend Jahren. Damals ahnte er noch nicht, wie blöd die Menschen waren. Zu wenig Hirn und zu viel Kraft, das gab es als Geschenk. Doch was noch viel, viel schlimmer ist, ein Ellenbogengelenk. Denn Schunkeln ist scheiße, dein Nachbar stinkt nach Schweiß. Er sitzt ganz nah und du weißt nicht mal, wie er heißt. Andere Seite, die blöde alte Sau schunkelt im jeden Takt und du weißt ganz genau, im Leben geht es immer. Nachbar stinkt nach Schweiß. Er sitzt ganz nah und du weißt nicht mal, wie er heißt. Andere Seite, die blöde alte Sau schunkelt im jeden Takt und du weißt ganz genau, im Leben geht es immer noch ein bisschen schlimmer. Die Polonaise ist scheiße, dein schöner Platz ist weg. Ein anderer streut dein Kölsch und deine Tasche liegt im Dreck. Die Polonaise ist scheiße, zurück hat keinen Zweck. Die Polonaise ist scheiße, dein schöner Platz ist weg. Denn Schunkeln ist scheiße, dein Nachbar stinkt nach Schweiß. Er sitzt ganz nah und du weißt nicht mal, wie er heißt. Andere Seite, die blöde alte Sau schunkelt im jeden Takt und ist dazu noch blau, die alte Sau, jawohl. Biggie Wanninger, vielen Dank, komm zu mir. Wir halten noch einen kleinen Abstandsplausch. Ich habe auch die selber hier stehen. Du kannst ja auch ein Mikrofon, hinter dir liegt eins von Magenta TV. Alle frisch desinfiziert. Wir wollen ja auf Nummer sicher gehen. Guck mal, du darfst hier den rosa Pömpel nehmen. Ja, jetzt stehen wir hier. Jetzt stehen wir hier. Ne? Die Alternativen. Für uns geht es ja auch nicht weiter. Nein. Ihr habt im Dezember erst abgesagt, dann schweren Wir Herzens. haben ja Dezember letztendlich, weil die Zuschauerzahlen waren einfach nicht mehr so, dass man hätte spielen können. Richtig. Das war ja dann verboten. Das war dann verboten. Ja. Und, wir hätten gespielt, wir hätten auch vor 250 Leuten gespielt, wir hätten dann zweimal am Tag gespielt. Aber leider ist uns das dann alles um die Ohren geflogen. Ja, wir haben auch überlegt, wie kann man es machen, man kann nicht, wie man... Gibt's was von euch denn zu sehen von diesem Jahr, von der Sitzung? Also heute, Viva Fastelovend, gibt es eine Sendung vom WDR, 22:15 Uhr, mit alten Nummern aus verschiedenen Sitzungen und einigen neuen Nummern, die wir im Studio aufgezeichnet haben, neue Songs auch.
neue Moderationen und da sind wir ganz froh drum, dass wenigstens ein bisschen was passiert ist. Natürlich heißt für die Leute zu Hause, ihr müsst nicht auf die Stunksitzung verzichten, ihr könnt es euch heute Abend angucken. Die sind alle da. Alle sind noch irgendwie da. Irgendwann kommen wir wieder. Die EMI-Sitzung, wie sieht es bei euch? Sieht es auch nicht besser aus, natürlich. Bei uns ist es genauso und wir haben einfach nur von vergangenen Jahren eine Mischung gemacht, ein Programm, 2-stündige, und das haben wir bei Jexstream, www.jexstream.de für Streaming hingestellt. Und wir hoffen einfach, dass viele Leute sich das angucken und wieder an alten Nummern erinnern oder die Nummern, die sie nicht gesehen haben bis jetzt. Natürlich, Leute, streamt die EMI-Sitzung, guckt euch die Stunksitzung beim WDR an, deine Sitzung kommt auch am Sonntag beim WDR. Wir haben so eine wie heißt das, Zoom-Sitzung gemacht. Wir haben uns selber gefilmt und uns gegenseitig den Q-Tip natürlich unter Aufsicht in den Rachen gejagt und so behilft man sich und wir hoffen, wir sehen uns alle im nächsten Jahr in alter Frische wieder. Ja, wir hoffen das alle, mal sehen, was passiert. Wir hoffen das alle. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, uns unterstützt. Ja, eine super Aktion. Super und Aktion, alle Menschen, die hier mitgearbeitet haben, kann ich nur sagen, Hut ab. Respekt. Ja, wir haben das Dank. aus dem Boden gestampft, aus dem Nichts. Ganz schnell gemacht. Magenta TV hat mitgemacht. Ich wollte an dieser Stelle mal erwähnen, weil es hat im Hintergrund schon WhatsAppen und Nachrichten und Fragen gegeben. Der Guido und ich, wir kommen natürlich auch für Umme. Was glaubt ihr denn? Wir machen alle hier für Umme. Wir wollen doch sammeln. Wir wollen nichts verdienen. Wir wollen sammeln. Reinkommen, nicht rauskommen muss das Geld. Das Geld muss an andere raus. Und eine Band, die sehr verantwortlich dafür auch ist, die den Song auch für diese ganze Sache hier geschrieben hat und mit vielen zusammen performt hat, für die ist die Kölner Arena ist im Prinzip wie das Wohnzimmer. Weißt du, die kommen hier rein, stehen 18.000 Leute, sagen, was ist denn los? Wir machen hier Musik. Ne? Für alle, die diese Band, die bei den 18.000 nicht dabei waren, live, können jetzt im Wohnzimmer, die Jungs kommen jetzt zu euch nach Hause mit ihren besten Songs. Hier ist Cat Baloo. Köln mit jedem Augenblick. Ihr sitzt zum rechten Fleck. Ich sing so gern die Alkamelle von der Jode alle Zick, weil die für mich nichts drüber kennt. Mein Chaos und Harmonie, mein Glore und Therapie, ne Liebe, die niemals vergeht. So wie Tradition gelebt, weil mir Herz so schlecht, weil es mich ausmacht, weil man niemals vergisst, weil es immer noch so ist. Singe mir die Kölsche Lieder, spreche mir die Kölsche Spruch und wir tun es immer wieder. Jahr für Jahr, wir tun es immer wieder. Wenn Rot und Weiß zusammenkommt, ist das die Formel für das Glück, die wird uns schon von klein an injiziert. Wir geben Leben ja denn, damit sind die Säue fort, auch wenn man zu Hosten verliert. Mein Chaos und Harmonie, mein Droge und Therapie, ein Spruch, den jeder versteht. Jetzt wird Tradition gelebt, weil mir Herz so schlecht, weil es mich ausmacht, weil man niemals vergisst, weil es immer noch so ist. Singe mir die Kölsche Lieder, spreche mir die Kölsche Spruch und wir tun es immer wieder. Jahr für Jahr, wir tun es immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. Wir tun es immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. Jahr für Jahr. Rot und Weiß, Herz und Seele, Kölsche Mädchen, wir tun es immer wieder. Rosenmunda, mit der roten Pappenhaus, bis euch schon Mittwoch. Wir tun es immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. Weil mir Herz so schlägt, weil es mich ausmacht, weil man niemals vergisst, weil es immer noch so ist. Singe mir die Kölsche Lieder, spreche mir die Kölsche Spruch und wir tun es immer
Weil mir Herz zu schlägt, weil es mich ausmäßt, weil man niemand vergisst, weil es immer noch so ist. Singen mir die kölsche Lieder, sprechen mir die kölsche Spruch und wir tun es immer wieder, Jahr für Jahr, wir tun es immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, wir tun es immer wieder, immer wieder, Jahr für Jahr, wir tun es immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch, dass wir hier sein können. Wir sind sehr froh, heute ein Teil dieser ganzen Sache sein zu können. Und vielen lieben Dank für jede einzelne Spende. Du bist nicht allein. Der Weg schmiss die letzte Runde, bis grad war noch alles gut. Du lust auf die Uhr, doch irgendwie war der Abend viel zu gut. Der DJ spielt das letzte Lied, bye bye my love zum Schluss. Und wieder sitzt du da, Tränen verschmiert, keiner wartet auf dich zu Hus. Doch du bist nicht allein, irgendwo ist auch für dich ne Stelle, der für dich leuchtet, egal wo du bist. Wenn der Weg auch noch so düster ist, ich schwöre, die besten Nächte sind noch die, wenn du ja nicht willst. Komm schon bei mir den Ziel los, wenn du dich verlassen fühlst. Noch 1, 2, ob die alle Wunde, ne dritte hinterher. Und jede unserer Mäue ist schlecht, Korben fällt es halb so schwer. Denn du bist nicht allein, irgendwo ist auch für dich ne Stelle, der für dich leuchtet, egal wo du bist. Wenn der Weg auch noch so düster ist. Vielen lieben Dank auch an jede einzelne Band, die heute mit dabei war. Und vielen Dank für jede einzelne Spende. Et jit kein Wort. Mit stolzer Brust schwing, fahren, schwing, Rud und Wies. Alle wollen nach Berlin, Russ in die große Welt. Noch mich kriegst du nicht fort,
Ich kann nicht sagen, was mich hält. Es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denke. Oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denke. Oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, han mich immer noch nicht satt gehört an Kölsche Leder und dem Schmuck vom Ring. Han mich immer noch nicht satt gesehen an all der Hüsje und dem Dom. Doch ich kann nicht sagen, was mich hält. Es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denke. Oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, hätt ihr 1000 schöne Lieder, in jedem Steck jetzt was drin. Doch in jedem unendlich schwinger, denn es nie zu oft gesagt. Es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Oh, oh. Ich hab einfach das Gefühl, ich bin Zeus. Komm gerne zu mir. Wir plauschen ein bisschen. Du darfst dein Mikro mitbringen, kannst aber auch hier ein desinfiziertes Neues kriegen. Ach, das ist ja auch schon. Wir desinfizieren die und auch schmeißen die einfach direkt weg, wenn wir durch sind. Einfach. Hallo? Guten Tag. Hör mal, wie schön, oder? Das zu sehen, auch für euch jetzt. Ihr Mitinitiatoren, ihr habt den Song zum Spendenmarathon geschrieben. Du siehst, wie viele Leute sich beteiligen. Die Bands kommen, alle kommen freiwillig, alle kommen für Ömesös. Ist das schön oder ist das schön? Ey, es ist sehr, sehr schön, auf jeden Fall, um das einfach mal kurz zu sagen. Und das hätten wir natürlich vorher auch nicht gedacht, ne, was da so draus wird. Und es ist so viel Geld eingegangen, das ist super schön. Und ja, und dass jeder einfach ohne irgendwie groß drüber nachzudenken, einfach direkt dabei ist, das ist auf jeden Fall auch so eine schöne gelebte Solidarität. Ja, es ist im Prinzip so, ihr schreibt ein Lied, das heißt, du bist nicht allein und wir leben das zusammen mit euch. Also ihr macht es möglich. Ganz toll. Wie sieht es bei euch aus? Ihr habt ja, eure Crew besteht ja auch viel aus Freunden, ne? Ihr seid so eine große Freundesgruppe in Zahlen, Menschen, wo du weißt, es ist... Wir kriegen es irgendwie so einigermaßen hin und jeder Einzelne da auch, aber es ist natürlich für jeden Einzelnen auch nicht leicht. Also das muss man schon sagen und deshalb ist, glaube ich, da jeder Euro auch auf jeden Fall sehr gut und wichtig. Und jeder Euro wird ankommen, liebe Leute da draußen, an den Geräten zu Hause. Es wird natürlich die Leute treffen, die es wirklich brauchen und wir werden es schaffen, zusammen mit euch, zusammen mit allen, die hier sind. Was war bei euch in so einer Lockdown? Kreativität? Gab es Schübe, wo du sagst, jetzt haben wir da besonders viel... Auf jeden Fall. Wir haben eigentlich schon in der ersten Zeit, beim ersten Lockdown haben wir uns schon sehr viel zusammengesetzt und neue Lieder geschrieben, haben viel produziert. Und ja, uns aber auch sehr viel hinterfragt und so, haben einfach nochmal alles auf links gedreht und so. Das ist ja auch eine Zeit, die man sonst so nicht bekommen hätte, das muss man ja auch sagen. Und wir versuchen halt einfach das Beste draus zu machen und deshalb gucken wir nach vorne und schreiben weiter Lieder
Und deshalb sowas wie heute umso besser, dass man mal ein bisschen was machen kann. Das ist schon schön. Ach, so sieht's aus. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für alles, was ihr hierzu beigetragen habt und auch noch weiter beitragt. Bitte, liebe Leute, ihr seht, Cat Ballou bleibt weiter da, macht weiter neue Sachen. Es wird immer was Neues geben und irgendwann sind wir alle wieder richtig da. Ne? Und ich schalte jetzt so, ich kann gar nicht schalten, ich kann nur abgeben an Guido, der jetzt oben wieder in der warmen Lounge steht, bei einer Tasse Tee wahrscheinlich. Und Pool ausgemacht und haben uns hier ein bisschen vorbereitet mit einer kleinen Sauna. Grüßen wir nochmal Cat Ballou. Vielen Dank, dass Sie uns auch den Titel zur Verfügung gestellt haben. Und wir haben einen neuen Spendenstand. Ich bin total stolz. Wir sind jetzt bei 694.000 € angekommen. Vielen, vielen Dank an alle Spender. Und die 700.000, die schaffen wir doch jetzt gleich. Bitte in der nächsten Viertelstunde denkt dran, über unsere Homepage nitallein.de oder auch per SMS 44844 Karneval 5 oder Karneval 10. Es geht ganz einfach und das Geld kommt, wie ihr gerade schon gesagt habt, natürlich an der richtigen Stelle an. Und wer Lust hat, uns teilhaben zu lassen, wie ihr heute feiert, der kann das tun über Hashtag Nitallein und das haben Monika C. gemacht. Zweimal rote Nase, sehr viel rot-weiß heute mit herrlichen Hütchen und beide waren aber auch beim Zahnarzt, wie man gerade sieht. Sehr schön, Monika, danke. Und wir haben noch ein Foto geschickt bekommen, das wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Maren.shr, das ist wahrscheinlich Tochter, Mutter und Schwester, würde ich vermuten, die auch feiern und Spaß haben und lächeln. Und das ist ja genau unser Ziel heute auch, den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ja, nur zusammen sind wir fastelovend und wir sind nicht allein. Zwar hier in der Lanxess Arena, aber ich bin Gott sei Dank in der Loge hier oben nicht alleine, sondern habe zwei tolle Kollegen, die gesagt haben, natürlich kommen wir vorbei an Weiberfastnacht. Wir fangen mit der Dame an. Ingrid Kühne ist bei mir und Martin Schops. Und jetzt tauschen wir mit dem Kameramann. Schön, dass ihr beiden da seid. Ingrid, hast du die Haare noch mal gerade Ich habe die Haare noch mal schön, weil die sitzen ja, das hält ja nichts mehr. Also bei mir ist, ich klebe immer an und du machst nach oben. Ja, das ist, ich hält trotzdem nicht. Jetzt sieht aus, es wird Zeit, dass die Friseure wieder, ich habe schon einen Termin. 1. März geht's 1. los. März, ich das schon an einem Montag. Und wir haben uns ja paillettenmäßig angeglichen, wir zwei. Ja, wir sehen einfach gut aus. Weiß ich nicht, der Martin braucht sowas nicht. Martin Schops ist da. Ja, schönen guten Tag, hallo. Weiberfastnacht ist ein Tag, wo wir beide uns zwar sonst auch immer sehen, aber da bist du voll beschäftigt. Ein Tag, wo du nur auf der Bühne unterwegs bist. Du bist Weiberfastnacht voll, ich bin beschäftigt. Genau. Das ist so die Arbeitsteilung. Du hörst ja, glaube ich, mit dem Mittwoch vor Weiberfastnacht auf. Ich kämpfe tapfer weiter bis zum Sonntag. Ich habe ja Donnerstag immer diese schöne Damensitzungstour. Die gibt es dann im, ich glaube, Südkölner Raum, irgendwo Troisdorf, die Ecke Richtung Bonn. Und habe da immer großen Spaß und irgendwann stoße ich dann dazu, du erkennst mich meistens nicht mehr. Nee, dann gehe ich auch nach Hause. Wenn ich komme, dann gehst du nach Hause. Aber ein Glas schaffen wir dann immer noch zusammen. Das auf jeden Fall. Grüß auch mal an den Martin, der gerade wahrscheinlich zuguckt, der mit mir die ganze Zeit unterwegs ist und natürlich an den Markus auch, die uns ja von A nach B befördern. Normalerweise, aber heute ist ja alles irgendwie anders. Es ist schon komisch. Man steht hier in dieser Lanxess Arena. Wir haben zwar gute Laune in uns drin, aber du kommst hier rein, es ist auch echt kalt. Ja. Und es ist kein Mensch da. Nee, also es ist ein ganz komisches Gefühl und macht einen auch irgendwo traurig. Also ich bin ein bisschen traurig. Ja, das Eis auf der Fläche passt so ein ganz kleines bisschen auch zu der Stimmung. Ja, ne? leider aber sind, oder Gott sei Dank. Bisschen Frost, aber wir wollen ja jetzt nicht Frost verbreiten, sondern ein bisschen Hoffnung und Fröhlichkeit, auch wenn natürlich beide Seiten, man sagt ja auch immer im Rheinland und in Köln insbesondere, liegen Lachen und Weinen ganz, ganz nah beieinander und das ist im Moment ja auch so. Auf der einen Seite toll, dass wir jetzt hier zusammen sind und so eine Aktion unterstützen können und dass die Menschen so bereit sind, im Rheinland zu spenden für den Fastelovend, für die Künstlerszene und vor allem für die Menschen, die hinter der Künstlerszene stehen. Und auf der anderen Seite natürlich auch ganz viel Enttäuschung, Traurigkeit über diese ganzen abgesagten Veranstaltungen. Aber wer hätte geahnt, dass das Motto so passend ist, nur zusammen sind wir Fastelovend. Und das genau stimmt, ja. Das ist leider Gottes zur Situation, also ein passenderes Motto kann, glaube ich, gar nicht sein, denn ich glaube, das ist auch heute diese Summe von, also fast 700.000, wir schaffen das gleich, das ist ja ein wir sagen großes jetzt Ziel. Fast eine Dreiviertelmillion, wenn man das überlegt, das hört sich viel mehr an, finde ich. Das klingt ja auch irgendwie, ist eine hört gute sich Motivation. besser an, ne? Ich habe auch immer 2 Pfund abgenommen und 1 Kilo zugenommen, also das ist ähnlich. Ach, also, so läuft das. Ja. Du bist ja selbsternannte Rampensau und auch Mama. Welche Rolle hast du denn jetzt mehr ausgefüllt in der Corona-Zeit? Ja, ich sag mal so ein bisschen Bauaufsicht. Mein Sohn hat jetzt eine eigene Wohnung und da haben wir ein bisschen renoviert und eBay-mäßig alles zusammengesucht. Wir haben also richtig
Am Wochenende war ich sehr traurig oft, weil ich dann so überlegt habe, wo bist du? Aber in der Woche war ich so unter Strom, da habe ich das manchmal verdrängt. Aufgeräumt haben wir, glaube ich, alle. Du auch. Hast du auch so eine, wir nennen die bei uns so eine Gruschelschublade in der Küche, wo alles drin ist? Ich habe da Sachen gefunden, ganz viele vertrocknete Tipp-Ex-Packungen. Ja. Und die haben wir jetzt mal aufgeräumt. Ich dachte, also in der Corona-Zeit zu Beginn. Und jetzt sieht die aber genauso schlimm aus wie vorher. Ja, 14 Tage gebe ich dir. Okay. 14 Tage sieht aber die hast du genauso auch? aus. Habt ihr sowas auch? Frauen haben sogar noch Handtaschen. Also die sind Viele, ähnlich ja. dann, ne? Also Schubladen mit Handtaschen haben Frauen auch. Ne? ja, also, ne? Wo die wird Sachen zum nicht mehr Beispiel, findest. Wie war das immer? Eine Frau würde nie sagen, ne, wenn jemand fragt, ne, hast du einen Akkubohrer dabei oder sowas, Akkuschrauber, die würden nie sagen, nein, die sagen, warte, ich guck mal. Das ist der Unterschied. Du bist zu Hause auch tätig, aber nicht nur beim Aufräumen, sondern in deinem Wohnzimmer auch mit Kollegen von uns, mit deiner Wohnzimmershow. Genau, ich hatte irgendwann... Wie viel haben wir noch vor uns? Wie viele Sendungen? 2 sind jetzt schon auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal, den ich irgendwie völlig zugestaubt wiedergefunden habe und reaktiviert habe. Der platzt aus allen Nähten. Ich glaube, wir sind schon fast bei 400 Abonnenten. Ich weiß gar nicht, ist das gut? Ich glaube, eher ist das gar nicht so gut. Ne? Wir sind positiv. Nein, es ist wirklich, es hat total Spaß gemacht. 2 sind ausgestrahlt, nämlich der Peter Brings und der liebe Jochen Damm von den Klüngelköpfen. Die kommen übrigens heute noch? Die kommen heute noch. Das war ein Riesenspaß. Der Henning, der ist gerade geschnitten. Also beim Friseur war er noch nicht, aber den Schnäuzer haben wir ihm auf jeden Fall schon schön geschnitten bei der Show. Der geht jetzt die Tage dann online und dann kommen noch 3 weitere. Unter anderem auch die liebe Ingrid war bei mir zu Gast und das war halt irgendwann die Idee gegen den Frust. Also wenn man die ganze Zeit normalerweise jetzt auf Bühnen unterwegs war und immer wieder Menschen treffen würde und jetzt so verhaftet wird, zu Hause zu bleiben, habe ich gedacht, ich muss mir irgendwie auf Abstand Menschen einladen. Die kriegen Stäbchen in die Nase und wenn das negativ ist, das Ergebnis, dann dürfen sie zu mir ins Wohnzimmer und dann wird gebettelt, so was ist das es Zeug heute ja hält. auch. Bei uns war das Stäbchen im Rachen. Du hast aber nicht nur Stäbchen mitgebracht, sondern auch deine Gitarre. Und ich würde natürlich gerne, wenn du bei uns zu Gast bist, wir beide können jetzt nicht so gut Gitarre spielen, dass du uns noch ein kleines Ständchen bringst, weil wir erleben natürlich die so im Karneval 200 Mal von A nach B fahren, sehr viel. Und du hast mir gesagt, es gibt ein Erlebnis auf der Bühne, das du musikalisch verarbeitet hast. Ja, dann wechsle ich jetzt mal die Location in Richtung Theke. Das ist gut, dass unsere Kameraleute wissen. Ach so, das dass ist... sie sich rumdrehen, bitte. Ja. Oh Gott, wenn jetzt die Kamera sich rumdreht, dann habe ich die, glaube ich, bei meiner Nase direkt im Gesicht. Ich gehe trotzdem mal rüber. Wir haben die 700.000 Euro geknackt. Das darf ich gerade noch zwischengeben. 700.000 Euro sind geknackt. Vielen, vielen Dank an alle Spender. Wir machen weiter mit der Dreiviertelmillion, hattest du gesagt. Ja, ich fange an zu singen, wenn die Dreiviertelmillion geknackt ist und dann bleibe ich jetzt hier stehen. Nein, das ist so, dass das ja nicht immer so ist wie, ich vermute jetzt mal hier, ja, dass man so viel Aufmerksamkeit geschenkt bekommt, jetzt wie von Guido und Ingrid und von den Kameraleuten und hoffentlich auch von euch zu Hause an den Bildschirmen. Je nachdem, wann und wo man im Karneval auftritt, guckt man ja schon mal in das ein oder andere vom Denken, ich sag mal, abgekämpfte Gesicht. Ich weiß auch, wovon ich rede. Ich habe mit 26 Jahren angefangen mit der Auftreterei im Karneval. Mittlerweile ist das schon 4 Jahre her. Und mein schlimmster Auftritt aller Zeiten, das war eine, ich nehme es vorweg, ich mag die Eifler sehr gerne, es war eine Herrensitzung in der tiefsten Eifel, 1200 durstige Menschen oder Männer in dem ortsansässigen Festzelt, meine sympathische Auftrittszeit, 17 Uhr Beginn der Veranstaltung war 11 Uhr. Man kann erahnen, wohin die Reise geht. Das, was ich da erlebt habe, habe ich musikalisch verarbeitet, weil es für mich ein trauriges Erlebnis war, habe ich eine traurige Begleitmelodie gewählt, passend zur frostigen Stimmung auf dem Eis. Für euch eine Beschreibung meines schlimmsten Auftrittes aller Zeiten, für die Jüngeren an den Smartphones, mein schlimmster Auftritt ever. Ich komme um 17 Uhr am Festzelt an, auf mich zu torkelt ein Mann. Seht, ich habe dich gebucht, ich bin der Literat. Das war der Mann, der schon die meisten Liter hat. Ich frag, seit wann ist die Sitzung dran? Da seht er 11 Uhr, noch nicht so richtig lang. Als ich die Zuhörfähigkeit im Zelt ansprach, seht er gut, die Hälfte ist noch wach. Ich denk, ist der bekloppt.
Wie kann man nur einen Redner hierhin buchen und dann um 17 Uhr? Ich glaube, es gab noch nie einen Mann mit so wenig Talent. Doch da kannte ich noch nicht den Präsident. Plötzlich hört ich jemand meinen Namen lallen. Danach ist dieser jemand von der Bühne raff gefallen. Es war der Mann, den im Dorf echt jeder kennt, von der ansässigen KG, der Präsident. Hinter mir der Elverrad war nicht mehr ganz komplett. Von den dreien, die da noch saßen, lagen 2 mit dem Kopf im Bett. Ich ließ mich nicht beirren, hab weitergemacht und tatsächlich gehört, dass einer lacht. Das war mein Fahrer. Nur 20 Minuten hatte ich fast das ganze Zelt. Großer Schlussapplaus, ich fühlte mich wie der Eifelheld. Der Präsident hat sich vom Boden aufgerafft und hätt dadurch fast geschafft. Er sagte, das zieht sich jetzt ein bisschen. Wie lang soll ich das strecken? Er sagte, liebe Freunde, ihr wart ja live vorbei. Seine Rede, die war sauber. Nichts drin von der Popperei. Deswegen ist Martin Schops, das schwör ich frank und frei, bei uns niemals mehr dabei. Umso schöner dann hier heute beim Stream zu sein. Lanxess Arena, ich sage auch danke an Ingrid Kühne, die mit ihrem Programm hoffentlich irgendwann wieder unterwegs ist. Okay, mein Fehler, du hast heute nichts falsch gemacht, Martin. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restsession und die 750.000, da werden wir an dich denken. Die 250.000 schaffen wir auch. Es geht weiter mit einer Band, die dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert. Und sie kommen aus der Heimatstadt von Horst Schlemmer. Ja, sie waren schon überall auf der Welt. Sie waren in Südafrika, sie waren in Australien, auch schon in Düsseldorf, also überall unterwegs. Und sie haben sich in der Zeit der Isolation etwas einfallen lassen, um die Menschen über ihre Musik miteinander zu verbinden. Rausgekommen ist die Hymne Op Eenmaal. Hier sind die Rabaul. Gerade in schwierigen Zeiten ist es besonders wichtig, solidarisch zu sein und zu helfen. Darum machen wir hier total gerne mit. Und bitte spendet, 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 weil gerade die Ärmsten haben es besonders schwer in diesen Zeiten. Alles Beste, auf dass wir uns bald wieder auf den Bühnen dieser Welt sehen. Eure Rabaul. Nicht lang her, da klaute mir Kappes am Feld. Kahle Füß, Hunger, viel Arbeit, kein Geld. Die Geschichte haben wir aufgehört, die alle Lücken se verzählt. Es war nicht wichtig, denn uns hätt ja nie et gefällt. Da, et tät ewig so wege Jon. Immer aufwärts, mit Vollgas mal blieben ich stehen. Doch wie schnell sich alles ändern kann in einer scheinbar heilen Welt. Die vor wurde schon lang nicht nie gestellt. Auf einmal ist alles anders, auf einmal ist alles still. Auf einmal kann keiner mehr tun, was er will. Die Zeit heilt alle Wunden,
und irgendwann ist auch ein Schluss. Doch so lang bliebe mir zu Hus. Doch nur kein Panik, schon bald sind wir wieder mobil. Und auf der Straße, da sind wir dann wieder zu viel. Mit Kütt zurück der Arbeit, Stress, die Hektik, Zick, die uns dann fällt. Für das war dem Leben wirklich zählt. Auf einmal ist alles anders, auf einmal ist alles still. Auf einmal kann keiner mehr tun, was er will. Die Zeit heilt alle Wunden und irgendwann ist auch ein Schluss. Doch so lang bliebe mir zu Hus. Auf einmal ist alles anders, auf einmal ist alles still. Auf einmal kann keiner mehr tun, was er will. Die Zeit heilt alle Wunden und irgendwann ist auch ein Schluss. Doch so lang bliebe mir zu Hus. Doch so lang da bliebe mir zu Hus. Mira Baue, danke schön, dass ihr die gute Sache heute unterstützt. Ich darf nochmal auf unsere Spenden-SMS hinweisen. 44844 oder wie ich sagen würde, 44844 per SMS über, wie Frau Bös sagen würde, das Smartphone oder ich auch gerne, das Handy tituliere. Die Eiskönigin, also Frau Bös, ist gerade kurz in die Sauna zum Auftauen, aber ich darf gerade hier weitermachen und hatte ein bisschen Probleme, weil der nächste Gast singt jetzt einen Song. Ich habe den erst gar nicht verstanden. Also ich kenne Brot statt Böller und auch Jute statt Plastik, aber was bitte soll Süd statt Mädchen sein? Das muss er uns jetzt gleich selber erklären. Sein Name ist ein bisschen tricky. Da kann man viel falsch machen. Darum sicherheitshalber nochmal eine Erklärung. Der kleine Torben ist der aus dem Bälleparadies abgeholt werden möchte. Und er heißt Torben Klein. Dich an der Tichter stund, als ich in die Lädsche kam, wo später unsere Blick sich traf, mitten auf der Merowingerstraße. Doch ich wusste nicht, wer du bist und schon ja nicht, wie du heißt. Doch wie hätt's muss wartet will, denn du bist das Ziel. Südstadtmädchen, Südstadtmädchen, du bist meine Nummer 1. Lass mich nicht warten, das wird zu schade, die Zukunft mit uns zwei. Südstadtmädchen, Südstadtmädchen, du bist meine Nummer 1. Denn das Leben ist einfach schön, wenn man denkt. Jetzt bist du in engem Arm und ich denk nur, das kann nicht Sinn, weil ich niemals an Wunder glaub und nicht abergläubisch bin. Mensch, ich kann doch nichts dafür, mein Gedanken sind nur bei dir. Wäre bruch ich mich auch nicht, weil ich will, dass das passiert. Südstadtmädchen, Südstadtmädchen, du bist meine Nummer 1. Lass mich
Südstadtmädchen, du bist meine Nummer 1. Lass mich nicht warten, das wird zu schade, die Zukunft mit uns zwei. Südstadtmädchen, Südstadtmädchen, du bist meine Nummer 1. Lass mich nicht warten, das wird zu schade, die Zukunft mit uns zwei. Südstadtmädchen, Südstadtmädchen, du bist meine Nummer 1. Denn das Leben ist einfach schön, wenn man es denkt. Herrlich, ihr Lieben. Ja, bleibt schön gesund und immer schön fleißig spenden, spenden, spenden. Jeder Euro zählt. Ich danke euch. Schöne Karnevalstage. Macht's gut. Tschüss zusammen. Das war Torben Klein in der eiskalten Lanxess Arena. Nehmt euch bitte selber ein Mikrofon. Die sind desinfiziert, Horst. Ich schiebe das jetzt mal hier am Säcklein herüber. Ja, Niederlane ist heute unser Motto und jetzt sind natürlich 3 Männer hier. Wenn man sich die Vornamen anguckt, dann weiß man, die sind beide jetzt oder alle 3 nicht 18. Wir haben hier den Horst, den Herbert und den Christoph. Nur, man liest das halt so. Horst Müller, ich fange da drüben an, ist der Geschäftsführer der Go GmbH. Wir haben ihn vorhin schon gehört und es wurde über ihn gesprochen. Björn Lindert, der Geschäftsführer von Deiters, hat gesagt, wir hatten die Idee, so eine Veranstaltung oder überhaupt dieses Projekt an den Start zu bekommen. Wir haben hier jemanden, der Chef ist von Deiters, Herbert Geis, der auch tatkräftig mit all seiner Mannschaft dieses Wunderbare hier mitgeschaffen hat. Und Christoph Kuckelkorn, einer der Schirmherren, der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval. Und wir haben ja am Anfang gesagt, naja, wir versuchen das. Christoph, hättest du gedacht, dass das überhaupt klappt und dass wir heute hier wirklich stehen? Nee, überhaupt nicht. Wir waren natürlich gerne dabei, weil wir natürlich Angst haben, dass dem Karneval irgendwo langfristiger Schaden entsteht, wenn Menschen eben im Augenblick jetzt seit einem Jahr Berufsverbot haben und dann irgendwo dem Karneval auch verloren gehen und waren auch gerne mit dabei, aber dass das so und auch zu so einer Veranstaltung führt, das hätten wir uns nie träumen lassen. Wir sind aktuell bei 708.000 € an Spenden. Vielen Dank. Horst, wir haben vorher gemutmaßt, haben gesagt, naja, was kann denn bei so einer Aktion zusammenkommen? Spendet da überhaupt irgendjemand, wenn man dazu aufruft? Wir sind über 700.000 € und der Tag ist noch lang. Wir haben ja Ziele. Hättest du gedacht, dass das klappt? Also ich möchte es nicht übertreiben, aber das ist heute wirklich einer der wunderbarsten Momente in meinem geschäftlichen Leben und es gab, wie gesagt, ein tolles Telefonat mit Björn Lindert, dem Geschäftsführer von Deiters. Und dann haben wir mit Joachim Wüst, Vizepräsident Festkomitee, und Christoph Kuckelkorn einen Termin vereinbart. Und das war irgendwie freitags nachmittags. Und dann haben wir, ja, wie sagt der Kölner, ein bisschen rumgesponnen und haben dann eine Idee gehabt. Und die war, ich sage das heute auch nochmal, mit heißer Nadel gestrickt. Und ich bin so glücklich, dass ich in diesem Brauchtum arbeiten darf. Ich sage das ganz ehrlich, es ist da was zusammengewachsen, lieber Chris, lieber Herbert. Ich glaube, diese Geschichte werden wir weiterführen und sie macht uns stolz und sie zeigt auch, dass es hier in Köln eine ganz besondere Aura gibt. Einen Zusammenhalt, eine Loyalität, eine Fürsorglichkeit, eine Solidarität. Ich sage mal allen Jecken, ihr seid diszipliniert und ihr seid unheimlich toll und wunderbar, wie ihr den Tag heute hier begleitet. Du hast gesagt, da ist was zusammengewachsen. Wir haben das bei diesen Zoom-Konferenzen gemerkt, wenn man die ganzen Leute in diesen kleinen Kästchen sieht, Herbert. Und da sind wirklich auch Gewerke zusammengekommen, die sich zwar kennen, alle, und wir zum Teil auch zusammengearbeitet haben, aber es gibt ganz neue Symbiosen, neue Verbindungen und man kann sehr viel lernen. Hast du wirklich gesagt, naja, du warst einer der Ersten, der gesagt hat, ich stelle da auch meine Mannschaft zur Verfügung, um Videos zu drehen. Vielen Dank dafür.
dass das auch klappt, dass wir uns alle verstehen und dass das zu so einem Ergebnis führt? Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel für Köln, dass die Stadt einfach wieder voranschreitet. Als erstes, dass Gemeinsamkeiten eben auch über den Karneval wachsen. Wir sind jahrelang Partner des Festkomitees, Partner des Karnevals, um es mal ganz allgemein zu sagen. Wir sind natürlich sehr stark auch betroffen von dem Ganzen. Trotzdem wollen wir mit aller Kraft daran arbeiten, dass wir alle wieder in normales Fahrwasser kommen. Deswegen auch von mir oder von Deiters eben nochmal der ganz große Dank an das ganze Team, die das hier auf die Beine gestellt haben. Es haben ganz viele 24/7 jetzt daran gearbeitet. Ich konnte eine kleine Träne beim Haus, glaube ich, sehen, die wir alle irgendwie haben aus Stolz und auch ein bisschen aus Traurigkeit. Aber ich glaube, das, was wir heute hier auf die Beine gestellt haben, ist, glaube ich, einmalig. Den Schal, den wir hier auf dem Tisch auch sehen, der Mottoschal, das wissen, glaube ich, viele Leute gar nicht, dass die Erlöse des Verkaufs des Mottoschals auch für den guten Zweck sind und nicht jetzt in die Kassen der Firma Deiters fließen. Vielleicht sollten wir da auch mal ein Wort verlieren. Bei uns ist vielleicht so eine kleine Anekdote. Der Mottoschal ist ja von uns konzipiert, auch relativ früh schon. Da war eben die Frage, was machen wir jetzt in der Pandemie? Machen wir dieselbe Stückzahl? Und wir haben dieselbe Stückzahl gemacht und ich kann, glaube ich, heute oder darf es heute sagen, wir haben dieselbe Stückzahl verkauft wie im Vorjahr, was, glaube ich, dann auch so ein bisschen die Vorbotschaft ist, was Köln kann. Deswegen vielen Dank an alle, die den Mottoschal auch am Herzen tragen und auch in den Folgejahren tun werden. Das hoffen wir. Wir haben einen großen Beitrag damit, der auch sechsstellig ist, der wieder in den Kölner Karneval zurückfließt. Ist ein tolles Zeichen und das ist einfach Jeck und Kölsch. Wir haben jetzt auch eine XXL-Ausgabe hier liegen und die werden wir heute auch noch verlosen. Also wer Interesse hat, einfach mal uns schreiben. Hashtag nicht allein und dann werden wir den auch noch unters Volk bringen. Christoph, nur mal ganz kurz, es werden heute viele Leute bei Magenta TV auch zuschauen, die vielleicht nicht so direkt sich mit dem Kölner Karneval auskennen. Was bedeutet die Absage dieser Session für Köln? Ja, es ist ja keine richtige Absage, die Veranstaltung findet nicht statt, aber der Rheinländer, der Kölner im Speziellen, hat den Karneval im Herzen. Das ist schon genetisch festgelegt, lässt sich gar nicht wegdividieren und insofern findet es einfach statt, so wie Weihnachten auch immer stattfindet. Also ob man jetzt da natürlich einen Gottesdienst hat oder ob man dann irgendwelche Weihnachtsmärkte hat, ist nicht wichtig, aber Weihnachten kommt und so kommt Karneval auch. Und das strahlt Köln, glaube ich, jetzt auch ab. Viele Städte, also gibt ja nicht nur Karneval in Köln, in ganz Deutschland wird Fasching, Fastnacht und Karneval gefeiert. Und in vielen Städten findet aber gar nichts statt. Und wir versuchen Mut zu machen. Leute, guckt hier hin, es geht irgendwie, wir kommen so klar. Und was wir heute hier ausstrahlen, diese große Solidarität der Menschen in der Stadt, ob das Politik ist, ob das die Gesellschaft ist oder ob es auch die Unternehmen sind, die hier in Köln ansässig sind. Eine große Solidarität, die sich hier zusammenfindet und dann eben tatsächlich auch da, wo keine Förderung greift, eben unterstützt. Und das ist einfach, wir reden gleich noch weiter, wir haben ein bisschen Zeit, wollen natürlich Musik machen, es geht weiter mit Frauen und das ist natürlich ein Stichwort für meine kongeniale Moderationspartnerin Mirja Bös, die, sag mal, fast schon erhitzt wirkt. Du bist jetzt eher unten auf dem Eis tätig. Ich darf jetzt auch mal in dieser Lounge bei Guido stehen und diesen drei wunderbaren Herren, in die ich mich alle verlieben könnte, was zum nächsten Song auch passt, ja. Und darf jetzt auch mal hier sein, um kurz aufzutauen. Ich stehe da unten wirklich wie die Eisprinzessin, weißt du das eigentlich? Die Eiskönigin bist du für mich. Also, Prinzessin ist aber jünger. So, ich rede einfach gar nicht mehr mit Herrn Kanz. Ich stelle mich so ein bisschen, dass er nicht mehr im Bild ist, hier einfach mal rein und freue mich. Wir haben Viva Fastelovend und es sind natürlich Frauen da, denn die gehören zum Viva Fastelovend dazu. Die Männer auch, ja, lass sie mal. Aber hier kommen 5 geballte Frauen, die geballte Stimmen haben. Das fing als Castingband an. Es geht jetzt schon über 15 Jahre, nicht nur im Karneval, international unterwegs. Und sie singen das Lied Königin und da geht es ums Verlieben. Ich versuche mich jetzt in einen dieser 4 Herren zu verlieben. In der Zeit singen für euch unten die Funky Marys. Wusst nicht, wo du herkommst, wie du heißt. Und mir war klar, dass du mich passiert ist. Ich wusste, dass ich überhaupt nichts weiß. In meinem Buch tummeln sich die Hummeln. Durch meinen Kopf rollt ein Achterbahn. Und später als uns Blicke sich troffen, dachte ich sprech dich einfach an. Doch war das Gefühl, da dich so lang vermissen und so gern wieder haben will. Mit dir, das war schön.
das Leben schrieb die schönste Geschichte. Läuft auch nicht immer wie da. Doch wie so oft, wenn du nicht drüber nachdenkst, hätte ich et Glück längst angelacht. Doch war das Gefühl, da dich so lang vermissen und so jen wieder handel. Mit dir, das war schön. Und ich hoffe nur, dass wir zwei uns schnell wiedersehen. Ich hab die ganze Nacht nur noch an dich gedacht. Du gehst mir ganz bestimmt nicht mehr aus dem Sinn. Ich hab geträumt mit Nacht, du hast mich angelacht. Warst mir König und ich war den König. Euch wollen wir grüßen, die ihr zu Hause vor dem Livestream sitzt, und wir hoffen, dass wir uns ganz, ganz bald persönlich wiedersehen. Macht's gut, eure Funky Marys, tschüss! Die Funky Marys. Und Andrea, die ja gar nicht so lange erst Mama ist, sieht wieder aus in Bestform. Das ist unglaublich. Das ist wie bei den Herren natürlich, die ja oben bei mir hier in der Lounge sind, bei Nit Allein. Ich erinnere gerne nochmal an unsere Homepage, nitallein.de oder auch unsere Spenden-SMS 44844, Karneval 5, Karneval 10, und schon ist gespendet. Und wir haben heute noch einiges vor. Vielen Dank übrigens auch an DWDL, das Medienmagazin, das für uns Fernsehschaffende sehr, sehr wichtig ist. Die haben sich zusammengetan mit 6 großen Kölner Fernsehproduzenten und haben jeweils 5.000 € gespendet, macht zusammen 35.000 €. Und wir sagen ganz herzlich im Namen der guten Sache Dankeschön. Kommen wir wieder zurück zu Horst Müller, zu Herbert Geis und Christoph Kuckelkorn. Und wir haben hier etwas auf dem Tisch liegen. Gehört natürlich auch zur DNA des Fastelovens, ein Ringel-Shirt. Christoph hat ein ganz besonderes mit einem Wappen drauf. Aber Herbert, was ist das und wo kann man das herkriegen? Ja, wir haben natürlich zur Veranstaltung nicht allein das Logo jetzt einfach mal ein bisschen in Kostüm gepackt auf die Schnelle, und ich habe mich vor einer Stunde noch damit auseinandergesetzt, und wir haben jetzt, glaube ich, schon 500 Stück verkauft. Also kauft fleißig auf deiters.de, auf nitallein.de, da könnt ihr das T-Shirt direkt bestellen in allen Größen, einmal für Damen, einmal für Herren. Halt's bitte nochmal hoch, ja, damit gerne. das auch alle zu Hause sehen können. Und da ist schön das Logo drauf, Sehr und das geht dann auch dementsprechend sofort rucki raus. Das ist natürlich schnell umgesetzt. Horst, so eine Veranstaltung, die kann man, ja, wie wir, relativ schnell aus dem Boden stampfen. Da müssen aber ganz viele Leute, wir haben schon gehört, viel Herzblut investieren. Und du wolltest auch nochmal bei einigen Kollegen von uns Danke sagen. Ja, das ist lieb. Wie gesagt, für mich ist das heute ein sehr emotioneller Tag, weil das ist jetzt das Ergebnis von dem, was wir versucht haben, auf den Weg zu bringen. Und wir haben hier auch interne kleine Wetten laufen, Chris, bis Aschermittwoch, wie das Ganze dann ausgeht oder weitergeht. Nur zusammen sind wir fastelovend, war das Motto oder ist das Motto vom Festkomitee. Und ich möchte hier an dieser Stelle vielleicht ein paar Personen auch mal nennen dürfen, die sich sehr im Hintergrund halten, die sehr bescheiden sind und die eine riesen Arbeit frühstückt haben. Das ist zum Beispiel Dirk Diebel und Stefan Wolter von Miau Records. Das ist die Gruppe Cat Ballou, die ganz unkonventionell direkt gesagt hat, ja, wir sind dabei, wir geben die Rechte für den Song, wir wollen das unterstützen. Ich habe gestern Abend noch mit Dominik Schönborn telefoniert, und dann haben wir so ein kleines Fazit gezogen und waren alle sehr, sehr glücklich. Ich möchte wirklich allen, die dabei sind, auch Ralf Schlegelmilch vom Festkomitee. Wir sind so eine richtige enge
Community geworden und wir haben auch den Wunsch, dass das weitergeht und wir werden weiter sammeln über Aschermittwoch hinaus und all den Personen, die dabei sind, einfach herzliches Dankeschön. Ja, das klingt schon, als wenn wir schon fast am Ende wären, aber wir haben ja noch einiges vor uns. Heute kommt unter anderem noch Milieu wird mit dabei sein, Volker Weininger, Bernd Stelter, die Klüngelköp, also es lohnt sich dran zu bleiben. Vielleicht die letzte Frage an Christoph Kuckelkorn. Gibt es eine Chance aus dieser Krise für den Kölner Karneval? Ich glaube auf jeden Fall. Erstmal zeigt sich heute hier, was für ein Netzwerk entstanden ist und das wird, glaube ich, auch weiter wirken. Wir haben gemerkt, wir streiten für die gleichen Werte im Karneval und das vereint uns und das wird sich auch auswirken. Viele Vereine haben sich auf die Seele ihres Vereins berufen, haben geguckt, was macht unseren Verein aus, wie können wir das darstellen in den Gegebenheiten, die uns dann tatsächlich jetzt zur Verfügung stehen und das wird, glaube ich, weitertragen. Viele Vereine lassen Veranstaltungen sein, die eh nicht so richtig mit Herz betrieben worden sind. Da wird sich einiges bereinigen und aus dieser inneren Einkehr, aus dem Beschäftigen mit sich selbst wird eine neue Energie entstehen und die wird den Karneval, ich glaube, im nächsten Jahrhundert, denn wir haben ja bald das 200-jährige Jubiläum hier in Köln, beflügeln und ihn dann auch weiterentwickeln. Das wird 2023 der Fall sein. Ich darf Danke sagen an Deiters, an die Go GmbH und ans Festkomitee Kölner Karneval und ich hoffe, ihr feiert noch ein bisschen zu Hause. Ich würde noch eins kurz einschmeißen. Es sind ja viele Leute jetzt dabei, die ich auch kenne. Also da ist nicht nur die SMS-Nummer dabei, sondern da ist auch eine Kontonummer, wo ein bisschen mehr gespendet werden kann. Also bitte tut mir den Gefallen und haut jetzt mal richtig in die Tassen, weil ich glaube, so ganz weit von der nächsten Null dran, die sollten wir anpeilen. Gebt jetzt mal was und klickt euch, dass wir hier nach oben kommen. Also, das ist sehr gut. Und wie der Horst richtig sagt, das hört ja nicht heute auf. Man kann ja weiter spenden. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis Aschermittwoch. Weiter geht's mit Musik. Da freuen wir uns sehr drauf. Eine Band, da sagen noch viele, Moment mal, wo kommt denn der Name her? Gibt es nicht ein Auto, das so ähnlich klingt? Ja. Und ich kann mich noch an Fix und Foxy erinnern. Die Älteren werden sich daran erinnern, da gab es so eine Figur, die sah ein bisschen aus wie Gufo. Da haben die aber auch nichts, Goofy, da haben die aber auch nichts mit zu tun. Sie sind eine junge, aufstrebende Band mit vielen Hits, jetzt schon, und sind heute bei uns hier in der Lanxess Arena. Wir freuen uns auf Lupo. Ich hab mich in dich und du dich in mich verschlossen. Ich kann meinen Blick einfach nicht nie von dir lassen. Leben Treue hatte ich dir versprochen, doch an Rosenmontag Ding Herz fast gebrochen. Ich blieb dir treu, du bist schon drin, da ich Dinge drauf bin, für das Leben bin. Ich blieb dir treu, das ganze Jahr, doch ein fast verloren ist nichts wie wir wollen. Mein Leben ging ins Los, als ich dir den Schlüssel zu meinem Herz auf. Und den Bützchen mich schmeckte, aus meinem wie ein Schlaf. Leben lang folg ich dir auf Schritt und Tritt, doch an fast laufen geht das manchmal nicht. Ich blieb dir treu, du bist schon drin, da ich Dinge drauf bin, für das Leben bin. Ich blieb dir treu, das ganze Jahr, doch an fast laufen ist nichts wie wir wollen. Du und ich, das passt perfekt, das hab ich dir gesagt. Doch dann hätt mich schön wunderschönes Einhorn angelacht.
dir treu, du weißt schon Sinn, da die Dinge drauf sind, für das Leben bin. Ich blieb dir treu, und ganze Jahr, doch ein Fastelovend ist nichts mehr wie es war. Das war's von uns. Lupo, vielen, vielen Dank. Wir rufen einfach mal aus. Komm, ob das ganze Schmölze dreimal von Hetze Kölle. Lupo, Allah, Kölle. Wahnsinn. Die leere Halle antwortet nicht, aber wir haben alle hier den guten Zweck im Herzen und wir haben einen neuen Spendenzwischenstand. 717.000 € sind bis jetzt zusammengekommen und wir sagen jetzt schon mal Dankeschön. Und ihr könnt uns auch eure Bilder schicken, Hashtag #NitAllein. Dirk Köln hat was geschickt. Guck mal hier, vor dem Bildschirm ein rosa Cowgirl und eine Mama, so wie das aussieht, mit Ringelshirt und FC-Schal. Wir haben natürlich noch was, ist spannend. Wie wird heute Weiberfastnacht gefeiert? Nienchen, @Nienchen 197511. Ja, auch denke ich mit Nachwuchs. Und wer ist heute noch bei unserem Stream mit dabei? Auch mit Hund, das ist auch schön. Maike und Rudolf 77, da ist ein Boxer. Der ist das aber, glaube ich, nach der 12. Runde, kurz vorm K.O. Und die beiden haben Spaß. Ja, und sind auch geschminkt, das ist doch toll. Wir kommen zu einer jungen Frau, die uns auch über Social Media erreicht hat. Und das ist deswegen der Grund, warum ich einfach mal wissen wollte, was sie normalerweise Weiberfastnacht macht. Und ich sage Hallo zu Lea Schenke. Lea, kannst du mich hören? Ich höre euch leider nicht. Sie hört mich nicht und ich höre sie auch noch nicht. Wir versuchen das jetzt aber mal herzustellen. Lea ist bei uns. Ja. Jetzt kann ich dich hören. Hallo. Erstmal hast du ein tolles Outfit und ich sehe, dass du sowieso Humor im Herzen hast, weil ich sehe um dich rum Sonne im Herzen und Blödsinn im Kopf. Und es gibt auch Schnurz, Piep, egal, steht an deiner Wand. Und ist das dein Lebensmotto? Oder was ist das? Absolut. Erstmal hast du gespendet. Normalerweise drunter immer nur im Laufband Lea S. Aber du hast noch einen Kommentar dazu abgegeben. Was hast du genau geschrieben zu deiner Spende? Ja, ich habe dazu geschrieben, also ich bin die Lea, hallo. Ich habe dazu geschrieben, dass ich normalerweise im Karneval immer ordentlich Kohle verknalle und oder verballere und ja, habe 333,33 € gespendet, weil ich sage, ich möchte nächstes Jahr auch wieder dabei sein, möchte euch alle sehen, alle Künstler und alle, die dahinter stehen und sage, sie haben es absolut verdient und ich kann es ja dieses Jahr nicht ausgeben. Lea Schenker, ich habe das falsch, also Schenker, der Name ist ja dann bei dir Programm, 333,33 €. Dafür schon mal vielen, vielen, vielen Dank. Das ist natürlich eine tolle Einstellung. Normalerweise geht man raus, kauft Eintrittskarten, kauft sich ein neues Kostüm, gibt Geld aus für Getränke und du hast gesagt, das kann ich im Moment nicht machen, also gebe ich es der guten Sache. Hast du trotzdem was zu trinken? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Hab ich. Siehste? Man kann auch zu Hause Spaß haben. Du bist auf jeden Fall nicht allein. Lea, wir sagen im Namen aller vielen, vielen Dank. Mach dir noch einen schönen Tag und danke, dass es dich gibt. Viel Spaß, super toll, viel Erfolg. Danke. Vielen, vielen Dank und wir schalten um, nicht zum Westdeutschen Rundfunk, sondern zu einem Mann, der in einer Kölner Karnevalsgesellschaft Mitglied ist. Die gibt es seit 1880 und das ist die Kölner Narrenzunft. Der Präsident heißt auch nicht Präsident, sondern Bannerherr. Und wir haben ihn, da ist er doch, guck mal hier. Thomas Brautmann ist bei uns. Ja. Thomas, schön dich zu sehen. Hallo Guido. Das letzte Mal, als wir beide uns gesehen haben, war später auch in einem Zoom-Call. Und toll, dass du jetzt mit dabei bist. Wir freuen uns über dein Outfit. Das ist aber ein bisschen legerer heute, ne? Absolut, ja. Heute haben wir Viva Fastelovend. Normalerweise würde ich noch mal ganz anders rumlaufen, aber jetzt bin ich im Moment zu Hause und habe mir dann halt die Litewke angezogen mit der guten, tollen Britzenspange. Ja,
mein Banner her, Mützchen auf, alles gut. Jo. Und du möchtest auch die gute Sache unterstützen, oder? Wie kann ich jetzt unseren Gespräch deuten? Genau. Lieber Guido, wir haben am letzten Freitag ja diesen Zoom-Stammtisch gehabt von der Kölner Narrenzunft. Da haben so knapp 70 Menschen mitgemacht und wir haben da viel Blödsinn erzählt, aber haben natürlich auch auf uns zurück, oder wir sind auf euer Thema zurückgekommen, Spendenmarathon, und da haben wir aufgerufen, ihr müsst alle mitmachen, alles müsste dabei sein und kräftig spenden. Und innerhalb von 5 Tagen, also bis gestern Morgen, hatten wir tatsächlich über 11.1111 Euro zusammen. Das wollten wir dann ursprünglich schon verkünden, das haben wir aber dann nicht gemacht. Wir sind dann hingegangen und haben gesagt, komm, wir stocken das auf 15.500, und die haben wir jetzt mittlerweile auch schon überschritten, und ich weiß, dass wir weiterhin noch Gelder einnehmen werden. Wir haben jetzt gesagt, wir machen aufgrund unseres Gründungsjahres 1880 eine Null hinten dran und liegen jetzt bei 18.800 Euro, und die werden wir auf alle Fälle beweisen, und vor allen Dingen hoffe ich noch drauf, dass da noch mehr drauf kommt, weil ich weiß, dass noch einige gespendet haben, wir das aber noch nicht auf unserem Konto sehen. Dann sagen wir, vielen Dank, Thomas. 18.800 Euro halten wir fest. Ja, ich bin begeistert. Vielen Dank. Das sind doch mal schöne Gespräche. Ach, super. Ja, wir werden uns wieder sehen. Normalerweise treffen wir beide uns. Ja, treffen wir uns immer beim Kaffee und einem Stück Kuchen. Normalerweise ist übrigens heute das Wort des Tages. Wir sagen Danke an unsere Spender, an Lea Schenker und an Thomas Braukmann von der Kölner Narrenzunft. Wir machen weiter mit Musik. Und dank Casalla wissen wir ja in Köln, die Stadt mit K ist Köln. Wenn man hier aber sagt, wer ist denn die Band mit Ö? Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Also es könnten die Höhner sein, man muss einfach die Ös zählen, um das auseinanderzuhalten. Höhner haben ein Ö, Blackfoes 2 Ö, und jetzt kommt die Band mit den meisten Ös überhaupt. Wir freuen uns auf die einzigartigen Milieu. Wir holen uns die Zick zurück, nur für eine kleine Augenblick. Immer so nah wie damals war. Wir holen uns die Zick zurück, Zick, Zick, Zick zurück. Wer hätte an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Nur die Fotos an der Wand, Momente haben sich in ihr Brand. Weißt du noch, du und ich, das hätte gepasst wie Stuhl und ich. Putz kaputt und lange Tor, der ein so wie der andere war, der ein so wie der andere war. Weil uns keiner nehmen kann, ist die Erinnerung dort rein. Komm, wir holen uns die Zick zurück, nur für eine kleine Augenblick. Immer so nah wie damals war. Komm, wir holen uns die Zick zurück, Zick, Zick, Zick zurück. Komm, wir holen uns die Zick zurück, nur für eine kleine Augenblick. Immer so nah wie damals war. Komm, wir holen uns die Zick zurück, Zick, Zick, Zick zurück. Immer noch Reider statt Tricks, immer von Schleck und Öfs, immer noch
zick zurück. Zick, zick, zick zurück. Komm, wir holen uns die zick zurück. Zick, zick, zick zurück. Komm, wir holen uns die zick zurück. Zick, zick, zick zurück. Komm, wir holen uns die zick zurück. Zick, zick, zick zurück. Weil uns keiner nehmen kann, ist die Erinnerung dort dran. Komm, wir holen uns die zick zurück. Nur für eine kleine Augenblick. Ich muss noch wie damals war. Komm, wir holen uns die zick zurück. Zick, zick, zick zurück. Komm, wir holen uns die zick zurück. Nur für eine kleine Augenblick. Ich muss noch wie damals war. Komm, wir holen uns die zick zurück. Zick, zick, zick zurück. Vielen Dank. Ja, Levi Ecke, eine Sache ist ganz klar. Wir lassen uns von einem Virus nicht unterkriegen und deswegen singt mit uns die folgende Nummer. Solang beim Lami die Lichter noch brennen, solang der Funk weiß wie Stippe vertiert, solang der Pizza noch schlägt, der Speimann ist noch spät, ja, solang stirbt der Kölsche nicht aus. In der Zeitung, man hört es ob der Straße. Du leben ja das Enges noch, die Kölsche Stirwurst. Kein Blaskapelle und auch kein Flitsch, wir haben der Brasilios. Statt Ostermann und Milovic hört man jetzt atemlos. Doch es ist nicht nur ein Sprach, es ist nicht nur zu Hause. Eine Lebensart, die stirbt so schnell nicht aus. Solang beim Lami die Lichter noch brennen, solang der Funk weiß wie Stimme vertiert, solang der Pizza noch schlägt, der Speimann ist noch spät, ja, solang stirbt der Kölsche nicht aus. Nur noch selten, uns Muttersprache ist weg, uns Hüder immer weniger, die Feature wob der Eck. Dort jede Nacht der alle Mann, der jetzt so verzelle hat, drum halt der Schlüssel und hör uns so und zeig ihm jetzt Respekt. Denn es ist nicht nur ein Sprach, es ist nicht nur zu Hause, eine Lebensart, die stirbt so schnell nicht aus. Solang beim Lami die Lichter noch brennen, solang der Funk weiß wie Stimme vertiert, solang der Pizza noch schlägt, der Speimann ist noch spät, ja, solang stirbt der Kölsche nicht aus. Solang beim Lami die Lichter noch brennen, solang der Funk weiß wie Stippe funtiert, solang der Pizza noch schlägt, der Speimann ist noch spät, ja, solang stirbt der Kölsche nicht aus. Solang beim Lami die Lichter noch brennen, solang der Funk weiß wie Stimme vertiert, solang der Pizza noch schlägt, der Speimann ist noch spät, ja, solang stirbt der Kölsche nicht aus. Solang beim Lami die Lichter noch brennen, solang der Funk weiß wie Stimme vertiert, solang der Pizza noch schlägt, der Speimann ist noch spät, ja, solang stirbt der Kölsche nicht aus. Ja, solang stirbt der Kölsche nicht aus.
Ja, Levi Ecke, vielen Dank. Und jetzt zum Abschluss flehe mal mit euch zu unserem Lieblingsplatz, zum Wolkeplatz. Lass uns verkehrt probieren. Ich sag, was hast du für? Du sagst, du kennst ne Platz in der Wolke. Und ich sag, wo du warte mir, wo du warte mir. Zum Wolkeplatz und unter uns der Puls der Stadt. Und hey, hey, dam, 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 da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam. Die Lück, so klein wie die Hüsja sind aus wie gemalt. Der Fluss, ein vibrierende Order und Felder, sie leuchten in Jolt, sie leuchten in Jolt. Mir hebe auf zum Wolkeplatz und unter uns der Puls der Stadt. Und hey, hey, dam, 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 da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam, 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 da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam. Mir fliehen durch Raum und Sicht zum Wolkeplatz und zurück und singen. Ja, Levi Ecke, vielen, vielen Dank. Madet gut, feiert noch schön und bleibt vor allen Dingen gesund. Tschüss. Das machen wir. Vielen Dank an Milieu. Wir haben einen neuen Spendenzwischenstand, sage ich jetzt mal, Kess. 723.000 € sind bis jetzt zusammengekommen. Vielen Dank an alle Spender und natürlich kann man das auch noch die nächsten Tage tun, Aschermittwoch. Das ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, weil nämlich ein Karnevalsverein, die Stromlose Ader, gerade nachgefragt hat. Das kann man natürlich machen. Und ich komme nochmal zurück zu Thomas Braukmann von der Kölner Narrenzunft, der abgebrochen wurde von mir und er wollte noch was loswerden. Thomas. Genau, vielen Dank, dass ich nochmal reinkommen darf.
nochmals herzlichen Dank an unsere Mitglieder, die wirklich so viel gespendet haben in so kurzer Zeit. Ich bin mächtig stolz darauf, euer Bannerherr, euer Präsident zu sein und freue mich bald darauf, dass wir uns wiedersehen. Danke, danke, mit dreimal von Hetze, Kölle Alaf und sehr zum Wohle. Köller Narrenzunft. KNZ, keine Nacht zu Hause, auch so abgekürzt. Vielen Dank, Thomas Braukmann, natürlich an alle Mitglieder dieses Vereins. Wir sagen auch Dankeschön bei der Rheinenergie. Wir wollten eigentlich auch schalten, leider hat das jetzt aus die technischen Möglichkeiten waren nicht da. Wir sagen trotzdem Danke für eine große Spende im Wert von 25.000 €. Vielen Dank, ja, im Namen aller, denen dieses Geld zugutekommt. Man kann das übrigens immer noch machen, per SMS, Karneval 5, Karneval 10, unter der 44844 per SMS oder natürlich auch größere Beträge über unsere Homepage. Ja, wenn ein Präsident über Corona spricht, dann bedeutet das nicht immer etwas Gutes. Siehe Donald Trump, den Ex-Präsidenten in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn dieser Mann aus Köln es tut, dann wird es sehr lustig. Hier ist der Sitzungspräsident. Ich glaube, das war im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute. Ich war gerade 50 geworden, sah aber schon genauso alt aus wie heute. Ich studierte damals die Sonderangebote vom Getränkemarkt, als die zweite Welle kam. 50. Und in diesem Alter, da will man doch mit den Jungs auf Kegeltour, mit dem E-Bike 20-Jährige demütigen, zur ersten Darmspiegelung, halt sowas, oder eine jüngere Freundin. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit uns. Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles, woran wir glaubten. Und das Schicksal dieses Landes lag plötzlich in unseren Händen. Also fassten wir all unseren Mut zusammen und machten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige, wir machten eine Flasche Bier auf. Und dann noch eine und noch eine. Waren breit wie ein Biberschwanz, voll wie 100 russische Strandhaubitzen, tranken sogar warmes Bier, weil wir zu faul waren, es kalt zu stellen. Tage und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften sogar von innen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Unsere Theke war der Schützengraben und unser Durst war unsere Waffe. Tja, wissen Sie, manchmal kriege ich fast ein bisschen Sodbrennen, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Das war unser Schicksal. So wurden wir zu Alkoholikern. Damals, in diesem Corona-Winter 2020. Wunderbare Parodie auf diese herrliche Kampagne, besondere Helden der Bundesregierung im Kampf gegen Corona. Und jetzt ist dieser Mann live hier. Volker Weininger, der Sitzungspräsident, in Begleitung seines Bodyguards, nein, eines wunderbaren Kollegen, Willibert Pauls ist da. Wie geht's euch beiden an diesem Tag heute, Weiberfastnacht? Ja, wie es uns allen geht, glaube ich. Ne? Ein bisschen weinendes Auge, aber freudig, dass wir hier sein dürfen an dem Tag bei so einer geilen Aktion. Wollt ihr was trinken? Das hatte ich bei dir natürlich existenziell. Entschuldigung. Ja, ich würde das schon nehmen. Kölsch? Ja. Willibert? Ja, ich trinke Wasser, weil ich muss ja fahren. Ich sage Assunta Bescheid, unserer bezaubernden Kollegin, ein Kölsch und ein Wasser mit oder ohne? Ohne, sonst rülpst es hier zu viel. Vielleicht vorsichtig, ja, wunderbar. Und ein Wasser für den jungen Mann. Ja, dann Prost. Ich meine, Prost. Eins wird da nicht reichen, vielleicht könntest du noch 2, 3 nachlegen. Der Mann hat generell Durst. Du bist ja jemand, der sich mit alkoholischen Getränken auskennt, zumindest mit diesem wunderbaren Gerstensaft. Man sagt ja auch Hopfensmoothie dazu. Ich habe überall gelesen, es wird Fassbier weggeschüttet. Volker, das ist ein Thema, da sollten wir beide mal drüber reden. Lanz würde jetzt so eine Pause einnehmen. Gibst du dir eine gewisse Mitschuld an dieser Misere?
Also, ich bin schon sehr selbstkritisch, aber da muss ich schon sagen, da sehe ich mich nicht an vorderster Schuldfront. Also ich habe da schon getan, was ich konnte. Ich sage mal so, wenn es mich nicht gäbe, dann gäbe es jetzt auch keine Brauereien mehr. Wenn ich mich richtig erinnere, im ersten Lockdown war das so, da war abends um 9 am Balkon, haben die Brauereibesitzer für mich geklatscht und das spricht schon für sich, würde ich sagen. Willibert, du hast uns kein Getränk mitgebracht, dein neues Buch hast du dabei. Richtig. Unseren täglichen Trost gib uns heute. Ja, ich darf das mal in die Kamera halten. Das ist ja immer bei der Talkshow Guido Lanz so. Richtig. Und Worum geht es denn in deinem neuen Werk? ja, wie der Titel sagt, die meisten, ich bin ja nicht nur Büttenredner, sondern auch Diakon in der Aber in katholischen, Rente, ne? Ja, in Rente oder in Rufweite. Und das größte Missverständnis bezüglich Religion hat sogar der von mir hoch verehrte Herbert Grönemeyer in einem Lied besungen. Es kommt jetzt eine mittelmäßige Imitation von Grönemeyer. Er singt in einem Lied: Religionen sind zu schonen, sie sind für Moral gemacht. Und das ist falsch. Herbert, das ist falsch. Religionen sind nicht für Moral da, sondern für Trost. Das heißt, auf die Fragen eine Antwort zu wagen, wo Greenpeace und Greta und Karl Lauterbach uns keine Antwort drauf geben kann. Was ist der Sinn? Ja, wenn mein Kind stirbt, kann ich es wiedersehen oder nicht? Und das ist die Kernaufgabe der Religion. Und da habe ich 12 Geschichten geschrieben, die ans Herz gehen und das vertiefen. Das ist gut. Wir wollen ja heute auch den Leuten nicht nur ans Portemonnaie, sondern auch ein bisschen ans Herz gehen. Wir sind mittlerweile bei 743.000 €. Also die 750.000 schaffen wir hoffentlich jetzt gleich noch. Volker, wir beide sind ja nun viel unterwegs. Jetzt kommt wieder dieses wunderbare Wort normalerweise. Und Martin Schops hat es vorhin auch schon mal so anklingen lassen. Es ist auch nicht immer schön, auf der Bühne zu stehen. Was ist denn dein schlimmstes Erlebnis, was du bis jetzt als Sitzungspräsident erleben durftest? Als Sitzungspräsident, ja. Also ich kann mich erinnern, das war eigentlich, bevor ich so richtig offiziell angefangen habe, im Karneval zu praktizieren. Da war ich auch als Sitzungspräsident, da kannte mich aber noch keiner, in Duisburg auf einer Herrensitzung. Und das da waren wir, glaube ich, alle schon. das war wirklich, also die Männer, die hat das überhaupt nicht interessiert, dass da überhaupt ein Bühnenprogramm stattgefunden hat. Die haben Karten gespielt und irgendwann hat dann einer gesagt, jetzt geh mal. Und das habe ich aber auch dann ohne großes Zögern gemacht. Und da habe ich gesagt, das war wirklich meine allererste Herrensitzung in meinem Leben. Ich habe gesagt, ich spiele nie wieder in meinem Leben eine Herrensitzung. Hat sich geändert. Man soll nie sagen. Beim nächsten Mal nimmst du einfach ein paar Karten mit und kannst ein bisschen Zockst du mitspielen. mit, klar. Viele Leute sind natürlich depressiv, deswegen glaube ich auch, dass Kirche wichtig ist, gerade in so einer Krise, in einer Pandemie. Jetzt haben wir jemanden da, der den Karneval kennt und natürlich die Kirche. Hast du ein Rezept für oder gegen den Corona-Blues, Willibert? Das ist eigentlich das Rezept gegen jede Art von Blues. Ich leite das immer so ein, als Griechenland noch funktionierte, also so vor 2000 Jahren, Entschuldigung, ich entschuldige bei allen griechischen Zuschauerinnen und Zuschauern, also als Griechenland noch funktionierte, gab es dort einen Philosophen namens Epiktet. Und der hat vor 2000 Jahren eine grandiose Erkenntnis formuliert. Epiktet sagte, letztlich entscheiden nicht die Dinge, sondern letztlich ist fast immer das Entscheidende, wie wir die Dinge sehen. Also die Perspektive ist das Eigentliche. Und so sagt Epiktet, nichts macht dich glücklicher und nichts ist gesünder, als wenn es dir gelingt, eine Perspektive über den Dingen einzunehmen. Nicht im Sinne von Arroganz oder Oberflächlichkeit, sondern von innerer Freiheit. Und wenn du das schaffst, über den Dingen zu stehen, positiv über den Dingen, können dich die Dinge nicht mehr beherrschen. Jetzt ist das ein bisschen zynisch angesichts der Leute, die in der Corona-Krise Existenznot haben. Also denen zu sagen, du musst drüber stehen, Junge. Wechsel mal die Perspektive. Bisschen zynisch. Aber das ist die Solidarität, gerade das wir machen. Wir verhelfen denen und alle und auch unser Staat. Also wer, wenn nicht wir sind noch einer der reichsten Staaten der Welt, muss kleckern. Nicht kleckern, sondern klotzen. Die Bazooka. Ja? Und wirklich die Bazooka holen, um denen zu helfen, denen also existenziell Not durch die Corona-Krise droht. Aber alle anderen,
können in der Corona-Krise eine Perspektive einnehmen und das Positive sehen, was es nämlich tatsächlich Wir haben ja gleich Zeit, noch ein bisschen weiter zu reden. Du hast gerade gesagt, die Bazooka holen. Das passt eigentlich wunderbar zu unserer nächsten Künstlerin. Vielleicht auch ein bisschen. Naja, sie hört ja, was ich sage. Das ist gut so. Wir beide kennen uns schon sehr lange. Wir haben damals in der Gong-Show zusammen in der Jury gesessen. Dann haben wir einige andere Sachen zusammen moderiert. Ich bin natürlich bisschen traurig, weil sie sieht deutlich besser aus als ich und sie hat 5 Comedy-Preise und ich habe nur einen. Ja, frag mich mal, warum, mein Freund. Das ist absolut richtig. Und ich glaube, das nächste Lied hat sie mir gewidmet. Deswegen auch der Name mir, weil als sie mich zum ersten Mal mit Mund-Nasenschutz gesehen hat, der Titel lautet nämlich Die Maske hat dich schön gemacht. Hier ist Mirja Bös mit den Honky Donkeys. Deine Augen sind nicht wirklich toll, seltsam klein und aufgequollen. Deine aufdringliche, raue Art ist nicht sonderlich apart. Das Haupthaar hast du ganz verloren und Büsche wachsen aus den Ohren. Doch da ist etwas an dir dran, dem ich nicht widerstehen kann. Die Maske hat dich schön gemacht, das Beste noch hervorgebracht. Die Maske ist das Accessoire, das wie für uns geschaffen war. Die Maske hat dich schön gemacht, oh Mann, wer hätte das gedacht? Die Maske haut echt alles raus, bitte zieh sie niemals wieder aus. Deine Stimme klingt so wunderschön, leise und kaum zu verstehen. Deine Lippen, die sich leicht verdrehen, kann ich Gott sei Dank nicht sehen. Dein Lachen, das ist jetzt bedeckt, mein Mundgeruch ist das ganz nett. Mit Schleiertanz ins Wunderland, das Band, das unsere Herzen fand. Die Maske hat dich schön gemacht, das Beste noch hervorgebracht. Die Maske ist das Accessoire, das wie für uns geschaffen war. Die Maske hat dich schön gemacht, oh Mann, wer hätte das gedacht? Die Maske haut echt alles raus, bitte zieh sie niemals wieder aus. Was wir jetzt nicht mehr sehen, lässt unseren Stern am Himmel stehen. Denn ich hab gleich gewusst, dass ich dich gar nicht küssen muss. Die Maske hat dich schön gemacht. Die Maske haut echt alles raus. Bitte zieh sie nie mehr aus. Die Maske hat dich schön gemacht. Die Maske haut echt alles raus. Bitte zieh sie niemals wieder aus. Mirja Bös und die Honky Donkeys mit Die Maske hat dich. Dich auch, dich. Ja, ja. Nein, du warst immer schon schön. Dankeschön fürs So, Gespräch. Wir bitte. reden später noch. Natürlich. nach Komm der du mir mal Werbung, nach aber Hause, machen mein jetzt Freund. weiter mit Social Media. Bitte schickt uns eure Bilder, Hashtag nicht allein. Wie verfolgt ihr denn heute diesen Stream? Oder vielleicht auch bei Magenta TV im Fernsehen. Wir haben natürlich einige Einsendungen, würde Dieter Thomas Heck sagen. Guck mal hier, von Toto kocht wieder. Toto ist rechts, genau. Und mit Minimaus tippe ich mal. Die beiden sind auch mit dabei. Alles lächelnde Menschen, das ist gut. Oh, wer ist das? Bin ich bei denen zu Hause? Lachen ist Leben. Dieses gezwungene Links ist auch schön, ne? Oder? Und ich in der Mitte habe auch richtig Spaß. Naja, läuft halt nicht immer so.
Und das dritte kam aus Duisburg wahrscheinlich, von der Herrensitzung. Und Seifert Helke schreibt auch und winkt uns und dahinter ist ein Fliegenpilz und das ist, glaube ich, Jürgen Beckers im Hintergrund, sind auch mit dabei. Also wir würden gerne wissen, wie ihr heute mit uns feiert und ich möchte jetzt gerne wissen, was die zwei uns noch zu berichten haben. Lieblingswitze muss ich noch abfragen. Willibert Pauls ist heute hier und Volker Weininger. Ich hatte ein frisches Getränk bestellt. Vielen Dank, sehr Aufmerksamkeit. Wir kennen uns alle schon sehr lange. Willibert, wir sind auch ja nun, lange Jahre nebeneinander hergelaufen im Gürzenich und im Satori. Und ich weiß, dass die Leute sagen, ach Mensch, das ist ein schweres Thema, Musik ist da, wir wollen aber auch ein bisschen lachen heute. Hast du einen Lieblingswitz? Ich persönlich finde die Frage schwer, aber vielleicht kannst du sie beantworten. Ja, viele Lieblingswitze, aber einer, der auf den ersten... Nimm dein Mikrofon bitte. Achso, dein Mikro. Ja, richtig, das war das. Der auf den ersten Lockdown noch passt. Und ihr wisst, dass alle Diktatoren die Witzemacher verfolgen. Und es gibt einen wunderbaren Witz aus der DDR, die großartige Witze hatten. Ja? Und zwar... die DDR hat es ja wirklich verstanden, dem Westen Jahre voraus zu sein. Zum Beispiel hat es die DDR verstanden, ohne Virus einen Klopapiermangel herbeizuführen. Und in dieser Phase, wo in der ganzen DDR wieder kein Klopapier war, hält Honecker eine Rede. In 5 Jahren wird jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik seinen eigenen Trabi haben. Zwischenrufer. Und wie ist das mit dem Klopapier? Honecker überhört das, macht weiter. In 10 Jahren wird jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik seinen eigenen Volvo fahren. Zwischenrufer. Und wie ist das mit dem Klopapier? Honecker wird schon ein bisschen unwirsch, macht aber noch weiter. In 20 Jahren wird jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik seine eigene Dacia besitzen. Zwischenrufer. Und wie ist das mit dem Klopapier? Honecker platzt der Kragen und der ruft, diesem Zwischenrufer da, dem sage ich vor allen Leuten, der komm mich mal am Arsch lecken. Worauf dieser antwortet, es kann aber auch nur eine Zwischenlösung sein. Ach, der macht ja einen eigenen Tusch, das ist gut. Finde ich schön. Hast du einen Lieblingswitz, Volker? Ja, ich habe einen Witz, den ich wirklich auf der Bühne auch ganz gerne erzähle. Der passt jetzt in der Zeit hier in Köln, wo alle Leute zu Hause sind, ist die Situation natürlich mit den Parkplätzen noch mal verschärfter. Und da fährt also ein Mann durch Köln, der ist total nass geschwitzt, weil einen total wichtigen Termin, er ist viel zu spät dran und findet aber überhaupt keinen Parkplatz. So in seiner Not guckt der Mann jetzt hoch in den Himmel und fängt an zu beten. Lieber Gott, wenn du mir jetzt einen freien Parkplatz zeigst, ich schwöre dir, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und ich trinke nie wieder Alkohol. Nun wirklich, puff, wie durch ein Wunder taucht plötzlich direkt vor ihm ein freier Parkplatz auf. So, da guckt der Mann wieder hoch in den Himmel und sagt, hör mal, hat sich erledigt, ich habe einen gefunden. Ja, das trifft doch so ein bisschen auch die Seele der Kölner, ne? Oder? Ach, schön. Also es gibt auch immer wieder was zu lachen, das ist schön. In Köln sowieso viel zu lachen. Bei der Kölner katholischen Kirche in Köln nicht unbedingt so viel zu lachen, gerade, aber das wollen wir jetzt nicht sagen. nicht. Ich habe übrigens im ersten Lockdown, habe ich in Porz, in meiner Heimat, habe ich den lieben Gott getroffen und habe gesagt, lieber Gott, was machst du hier? Sagt der Junge, ich bin im Homeoffice, verstehst du? Ja, klar. Das ist, ja. Ich würde euch gerne mal einladen, übrigens an den Stadtrand. Du fährst ja immer an Porz vorbei. Weil mich letztens einer gefragt hat, Herr Kanz, ist es noch weit bis Porz? Habe ich gesagt, nein, aber wenn Sie da wären, würden Sie sich darüber freuen. Was habt ihr vor die nächsten Tage? Du bist noch unterwegs auf der Bühne, du bist... Richtig. Machst Autokinos, Autokinokonzerte. sind noch ein paar. Dann ist das nicht schwierig? Ja, schon. Ist es und kalt wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen. Aber ich habe in den letzten Tagen auch ein paar gespielt und das hat Spaß gemacht, erstaunlicherweise, weil die Leute verbotenerweise gehupt haben. Und das heißt, das Hupen war das Lachen der Leute und das hilft uns Rednern beim Timing total, weil dann weißt du, da kannst du jetzt mal eine Pause machen, das hat ihnen gefallen an der Stelle und dadurch kam dann, so blöd sich das anhört, auch wirklich was zurück und da war eine ganz schöne Atmosphäre. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht. Also wer bei so einem Autokinokonzert mit Volker Weininger zusammen ist und hinterher ein Selfie haben möchte, fährt einfach dann mit seinem Auto dir nach und ihr macht zusammen auf der A3 Richtung Windhagen beim Blitzer ein lächelndes Gesicht und dann hat man sein Selfie mit Volker Weininger. Willibert, ich wünsche dir erstmal toi 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 für das Buch. Du hast gesagt, die erste Auflage ist schon vergriffen ja. Und wünsche dir noch mehr Glück bei der OP, wenn ich das sagen darf. Es gibt ein neues Knie. So klar. Ja. Toi 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 dafür und wir brauchen dich ja auf der Bühne und auch in der Kanzel
oder in der Kirche. Und freue mich, dass ihr heute da wart, um die gute Sache zu unterstützen. Danke. Und rufe jetzt mal auf euch aus, mit Ihnen zusammen, mit euch zu Hause auch, auf euch beide, auf den Volker und auf den Willibert. Ein dreifaches kräftiges Kölle! Hallo! Willibert! Hallo! Volker! Hallo! Prost! Boah, wir haben einen Tusch. Meine Herren, es war mir eine Freude. Ich mache noch kurz die Anmoderation. Es gibt ja viele Legenden mit dem Buchstaben L. Also es gibt El Capone, es gibt El Bundy und es gibt auch El Giro. Und die nächste Band klingt ein bisschen wie die Fischbestellung beim Spanier. Sie sind aber eine der beliebtesten Bands im Kölner Karneval. Hier sind El Dorado. Der Pap, der auf mal schon, so manche Jode rot, so wie Herr Jung, jef niemals ab. Ist freundlich und stets jeden Tag ein Jode zart, vertrau dir selbst und schaff da das so Hus. Sei zur Damenwelt und fang dir ja nix hin, doch triebet wild bis in die Nachherin. Mach Fehler wie du willst und nimm alles mit, doch hör was ich dir sag, verlieb dich nie. Dabei. Du bist so irrsinnig gemütlich, den Sprach so ungewöhnlich, dass keiner dich so ganz genau versteht. Launig wie ein Diva, nicht immer ätzte Lia. In einem Augenblick von Freud so leid. Ja, möcht ich dich beschrieben, mit allen Fehlern, die ich liebe, könnt ich aus dem Verzellen nicht raus. Ich an nie daran gezweifelt. Ich an nie daran gezweifelt, nie alles gewollt. Du bist Mann, du bist Pap, du bist mehr als nur mein Staat. Ja, ich hab nie anderes im Sinn, also dumm statt Kind zu sein. Domstadt Kind zu sehen. Ich noch eine schöne Fastelovend. Madet Jod. Das war El Dorado. Vielen Dank für diesen tollen Auftritt und sie ist wieder da. Ich bin da wie aus der Zauberhand rausgesprungen durch, hier, wie heißt das früher, die Mini-Playback-Show, wo die immer durch diese Wunderkugel Ja gut, jetzt, kam. wenn ich dich sehe, denke ich jetzt nicht an die Mini-Playback-Show, Ach so, sondern eher, schade. das sage ich jetzt nicht. Nee, bitte nicht. Aber mehr so Tiere suchen eins. Das habe ich nicht Was? gesagt, nur gedacht vielleicht. Es war ein schöner Auftritt, darf ich sagen? Ne? Ja. Ich hatte Spaß. Honky Donkeys sind auch cool. Die sind cool drauf, Alle ne? machen heute mit für den guten Zweck. Und sieht's aus. wir kriegen immer mehr
Posts. Da möchte ich auch mal gucken. Ich sehe die ja unten immer nicht. Jetzt bin ich ja mal bei dir im Kannst mal reichen gucken, Bereich. hier Mario Kotaska. Oh, guck mal Aha, da. guck mal, ein berühmter Koch, ein Sternekoch, Trüffel. hält ein Buch in der Hand. 2 Trüffel hat er, glaube ich, das soll das heißen. Ja, genau, 2 und hat hat eine er. wunderbare Maske und er ist bei den Blauen Funken Mitglied. Vielen Dank, lieber Mario, du verfolgst diese Veranstaltung. Oh, guck mal, wie Rattenfängerparty. süß. Cool. Wir haben also auch sehr junge Zuschauer. Ja, der denkt auch, was ist das denn? Was? Rot-Weiß. Ja. Und es gibt einen Post oder uns wurde etwas geschickt, ja, aus der Uniklinik Köln. Gute Minuslaune. Guck mal, unten drunter, gute Minuslaune. schön. Das ist toll. Gerade die, Frauen und Männer, die erstmal jetzt arbeiten müssen und dann auch so einen verantwortungsvollen Job haben und die uns sehr vielen Menschen, gerade in dieser Corona-Zeit, viel geholfen haben. Und ich glaube, da ist immer noch nicht mehr Geld angekommen. Nein. Aber Das wird. Hauptsache bei Irgendwann. uns kommt heute auch viel Geld an für die gute Sache. Wir werden jetzt gleich den neuen Spendenstand auch nochmal abrufen. Bin gespannt. Ich bin auch Ist nicht schlecht, ne? sehr aufgehoben. Ja, doch. Eldorado hat dir gut gefallen? War ganz gut. Ich habe mich in der Zeit aber ein bisschen frisch gemacht, weil ich ja sehr viel getanzt habe. Das hast du wahrscheinlich gesehen. Ich hatte Bewegung auf der Bühne. Ja. Da muss die Mutter ja erstmal den Kreislauf wieder runterkriegen. Ne? Aber Jetzt es bin ich ist mal wieder gefühlt minus 3 Grad in der unten. Längstes Das ist, ich habe mein Bindegewebe, für mein Bindegewebe an den Beinen vor allem, das kriecht so langsam. Ich sage jetzt nicht wohin, aber das ist richtig gut. Ob man diese Ich Bilder, bin straff. Ich bin jetzt richtig straff. Ob man diese Bilder haben möchte, Doch. das weiß ich nicht ganz genau. Aber wir wollen weitermachen mit Musik. So. Ja, natürlich. Kölner Dreigestirn hatten wir heute schon. Die heilige Dreifaltigkeit des Karnevals. Die Jungs, die wirklich einen ganz, ganz tollen Job machen. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass viele Bands sich nach unserem Kölner Dreigestirn benannt haben. Ja, Du wirst natürlich. es nicht glauben. Die Prinzen haben sich nach... Den Prinz? Den Prinzen, genau, So. klar. Wie hieß nochmal deine Band, wo du früher gesungen hast? Die Fabulösen Thekenschlampen. Ja, nach denen hat sich natürlich, die haben sich Jungfrau. nicht nach unserer Jungfrau benannt, sondern die Bierbitches waren da, glaube ich, Ja, Vorbild. das ist ja so ähnlich. Ja, aber die Jungfrau, wissen wir ja auch, ist ja keine Frau, sondern ein Nein. Mann in Köln. Und der Bauer, klar. Ich habe eine Ahnung, worauf du hinaus willst. Worauf will ich hinaus? Auf die Bure. Die sind jetzt da. So. Wenn der Ring im Morgen Nebel fließt und ne Glocke schlacht die Stadt abschließt, ja, das bist du. Wenn die Sonne mich im Gesicht berührt und sich alles noch so hussam fühlt, yeah, auch das bist du. Manchmal fremd, doch so vertraut, das schwächste Throne abgebaut, die Gnade, Dresde und geschminkt. Du bist einzig, aber nicht artig. Und genau das mach ich. Ich bin für dich und du für mich bestimmt. Wir sind 1 Million Wunder, Tag für Tag. Kleine, große Wunder, Nacht für Nacht. 1 Million Wunder, so wie du und ich. Singe all die Lieder, wieder und wieder und wieder für dich. Und meistens wieder Freunde draus. Ja, das bist du. Jeder hat sing ein Lied, den Herz schlägt dabei der Beat, yeah. Auch das bist du. Du bist einzig, aber nicht artig. Und genau das mach ich. Ich bin für dich und du für mich bestimmt. Wir sind 1 Million Wunder, Tag für Tag. Kleine, große Wunder, Nacht für Nacht. 1 Million Wunder, so wie du und ich. Singe all die Lieder, wieder und wieder und wieder für dich. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wieder und wieder und wieder für dich. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 1 Million Wunder, wie du und ich. Du bist stark und doch verletzlich, für mich einfach unersetzlich. Bis Himmel, Segen und auch Fluch.
sind Jack und wir sind laut. Noch viel lauter als ein Herz erlaubt. Doch laut ist nicht laut genug. Wir sind 1 Million Wunder. Tag für Tag. Kleine große Wunder. Nach für Nacht. 1 Million Wunder. So wie du und ich. Singe all die Lieder. Wieder und wieder und wieder für dich. Dass wir hier sein durften. Danke fürs Zuhören. Wir waren die Bure. Macht den Jut. Und tschüss. Ausrufen. Das muss ich immer ankündigen, weil wir brauchen jemanden, der auf den Knopf drückt. Wir rufen aus auf die Bure. Ob am Niederlande drehen wir von der zu Kölle. Kölle. Die Bure. Kölle. Oder? Mit dem Knopf, das ist schwierig. Naja. Ja. Ich wollte dir jemanden vorstellen. Ja, bitte. Wir haben ihn vorhin gesehen, das waren übrigens sensationelle Bilder, Heinz-Günther. Im Zeppelin der Roten Funken flog er über die Das war Domstadt. der Onkel mit dem schlechten Empfang. Das war der Onkel mit dem schlechten Empfang, Ja. der aber wie bei minus 8 Grad gefühlt hier angekommen ist. Nimm mal dein Mikrofon in die Hand, bitte. Gefühlt minus 18. Wie war die Anreise? Ja, war wunderbar. Es ist schwer, hier auf dem Stadiondach zu landen, aber wir haben es geschafft. Wenn jemand das schafft, dann Das ist immer natürlich so. der Präsident der Kölsche Funke Rot-Wies von 1823, auch Rote Funken genannt. Habt ihr euch schon mal getroffen? Nee, wir treffen uns das erste Mal. Wir haben uns aber eben schon gefreut, im Off. Ist ja total charmant, wenn ich direkt rot-weißen Farben Ja, habe begegne, ich ja dann extra bin ich ja gemacht, direkt weil zu ich ja Hus. wusste, du kommst jetzt, habe ich gesagt, ziehe ich mich rot-weiß Perfekt. an. Sie zieht sich öfter um, aber Ja, das jetzt trägt extra sie. dafür. Finde ich sehr gut, ja. Ja, ich war ja den ganzen Abend war ich bisher, also den ganzen Tag war ich ja bisher blau-weiß, jetzt extra rot-weiß gemacht. Ach so, Das ja, ist dann- natürlich Ich laufe immer so rum. Ja, das ich ist lüge. ja die Steigerung. Ja, du hast gerade gesagt, dass du sehr viel in der Uniform unterwegs warst Ja. in der Session. Woran lag's? Ja, also wir haben natürlich viele kleine Dinge gemacht. Es gibt übrigens ein Funken-Fitness-Programm, kann ich dir sehr empfehlen. Okay. Man kann trainieren mit dem Mariechen und mit dem Tanzoffizier. Und wir haben halt Sendungen gedreht. Es gibt ein virtuelles Funkenbiwak, das man also jetzt ab morgen Abend sehen kann, über die Karnevalstage bis Dienstag 23:59 Uhr. Und da warst du immer mal so ein paar Stunden in Uniform unterwegs und jedes Mal getestet. Ja, wir sind alle ziemlich häufig Wir getestet. sind sehr, sehr durchbohrt. Ja, schon. also von daher bin ich steril. Das ist gut. Ihr habt eine tolle Veranstaltung gehabt in Portsverein, da bin ich natürlich sehr stolz. Im Autokino Ports. Keine Sau interessiert sich eigentlich für sonst meine aber Heimat, jetzt aber schon. aber wir haben ein Autokino, wo auch keiner mehr drin war, aber seit Corona wollen alle ins Autokino nach Ports. Und da wart ihr mit den Traditionschors. Absolut. Ja, das war die Präsenzveranstaltung schlechthin, weil da waren 600 Autos mit gefühlt 5000 Leuten. Das stimmt natürlich nicht. Der Hausstand mit einem Fremden durfte also im Auto sitzen und das war natürlich irre. Als das Dreigestirn da in Trax reingefahren ist, war da Festivalstimmung. Natürlich mit den Künstlern und wir haben uns wirklich das erste Mal zu 9 Traditionschors zusammengefunden. Ich glaube, wir hätten 3 oder 4 Veranstaltungen machen können. Wir haben es aber bei der einen belassen und das war schon ein riesengroßes Fest, dich endlich mal wieder zu sehen. Also man sieht nicht nur die Mattscheibe, sondern man sieht, so wie jetzt auch, du lebst. Du bist da und das ist eine völlig andere Geschichte. Ein Freund von mir wollte sich irre. übrigens selbstständig machen mit einem Autokran. Der wollte als Rausschmeißer im Autokino anfangen. Mit dem Autokran so du Genau, raus. die Leute Ja. aussortiert. Wir haben gerade übrigens die Nachricht bekommen, dass unsere Homepage gerade down ist. Das Was liegt wohl gut daran, dass ist zu aber. viele Zugriffe da sind und viele Leute gucken. Man kann uns auch sehen über magentatv.de. Wenn es down ist, ist es in dem Fall gut, weil so viele eben wollen. Alle Genau. machen mit. Und ich weiß, dass sich der Spendenstand noch verändern wird. Bestimmt. Weil du hast eine Pappe dabei, die jetzt normalerweise hättest du sowas nicht und für eine Moderationskarte ist es zu groß. Es sei denn, er kann nicht mehr so gut Du gucken. weißt ja, dass ich nicht lesen kann. Ich brauche keine Moderationskarte. Das stimmt. So, aber ich bin jetzt hier als Botschafter von allen 9 Traditionschors, die, ja, das muss man natürlich auch mal sagen, durch diese Krise, durch die wir laufen, extrem oft miteinander kommunizieren. Die Präsidenten treffen sich so mehr oder weniger gefühlt alle 14 Tage, so ein Stündchen und wir reden über Dinge und wir kommen zusammen. Also wenn man bestimmten Dingen etwas abgewinnen kann, dann ist es wirklich dieses Thema zusammen, was auch die Traditionschors wirklich leben.
Und da gab es dann gestern eine Versammlung, denn zum einen haben wir geköttet im Autokino in Pörz. Wir haben also jeden, der reinkam, der musste Wegezoll latzen. Das heißt, die alle da waren, haben gestiftet. Und dann haben die Traditionschorpräsidenten nochmal gesagt, und da legen wir alle nochmal etwas drauf. Und das steht jetzt hier auf der Karte. Wir haben übrigens gerade die Symbole der Traditionschors eingeblendet. 44.444 Euro. So, da jetzt Das aber ist bitte, aber wirklich. Stefan, drück mal auf den richtigen Knopf, bitte. Auf diese Summe, die ist Riesentusch. sensationell. Müssen wir jetzt einen Tusch machen, aber Tusch. mit Begleitung. Dreimal von Hetze, Kölle! Siehst du, geht Traditionskurs. Heinz-Günther Hunold. 44.424. Toll, 44. echt toll. Da steht auch drauf, Verwendungszweck, Bühnenarbeiter, Rodis, Fahrer, Karnevalskünstler, Tanzgruppen, Tanz- und Spielmannszüge. Ja, hat meine Frau geschrieben, die hatte bessere Schrift. Die hat Gestern wirklich eine Abend. sehr schöne Schrift, muss man sagen. Ja, deine Frau ist aber das weißt du, ich hege ein Faible für deine Gattin. Ja, die Nippeser Bürgerwehr steht hier drauf und die darf ich jetzt auch anmoderieren. Wir sagen erstmal Danke bei allen Gerne, neuen gerne, Traditionskurs, auch bei so einem wunderbaren Zeppelinflieger. Und die Nippeser Bürgerwehr hat ein Lied der Blackfoes interpretiert mit ihrem Spielmannszug und ihrem Bläserchor. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an und sagen Danke, Heinz-Günther Hunold. Vielen Dank. Gern geschehen. Tschüss zusammen. Macht Jod. Und spendet. Ja.
Man hat doch schon wieder ein bisschen Gänsehaut, ne? Oder? Sinnlichkeit kehrt ein. Ja, hier in unserer beschaulichen Hütte, in unserer kleinen Alpenhütte von Frau Das ist Bös so und Herrn schön. Kanz. Eigentlich, ich bin nur zu Besuch. Ich bin ja immer unten im Eis sonst. Im ewigen Hab ich Eis, das schon ja. gesagt? Ötzis Tochter ist da und wir freuen uns über Spenden. Geht natürlich über unsere Homepage, wenn die denn wieder hochgefahren ist. kann man ja Allein.de. Und man kann per... Zwischendurch kann man einfach auch 30.000 SMS schicken an 44844. Wenn man 30.000 Mal Karneval 10 macht, ist viel. Wie viel denn? Viel. Okay, da bin ich mit dabei. So. Wir beide freuen uns sehr auf einen Gast, der, ich habe es schon mal gesagt, es gibt viele Leute, die ein bisschen zugelegt haben in der Corona-Zeit. Es gibt 2 Leute, die abgenommen haben, Rainer Kallmund und ein ganz lieber Kollege von mir, Bernd Stelter. Es sind pro Bühnenjahr, das kann man fast gar nicht besser machen, sind es 1 Kilo, 33 Kilo abgenommen. Wenn ich jetzt 33 Kilo abnehmen würde, Ja. wäre ich immer noch da. Ist Mach das dir gut oder Gedanken darüber. schlecht? Seit einiger Zeit ist er auch YouTube-Star, hat jetzt die ganze Session die Leute mit seinen besten Nummern beglückt und heute ist er bei uns und hat seine Gitarre mitgebracht und deswegen machen wir beide jetzt einen Riesenapplaus. Hier ist Bernd Stelter. Der Clown. Der was? Direkt am Anfang der Frosch im Hals, ja. Der Clown ist ein ganz armer Mann, hat mir mal irgendwer erzählt. Denn er muss raus in die Manege, egal was läuft auf dieser Welt. Er hat das Lachen aufgeschminkt, wenn es ihn auf die Bühne zieht. Dieses Lachen, hinter dem man auch die Tränen niemals sieht. Ich bin ein Clown und ich will gar nichts anderes sein. Ich erzähl vom wahren Leben oder auch vom schönen Schein. Ich bin der Faxen macht. Ich will, dass ihr lacht, wenn der Applaus kommt, fühl ich mich wie neu geboren. Erst wenn das Lachen stirbt, erst dann sind wir verloren. Ich erzähl vom wahren Leben oder auch vom schönen Schein. Ich bin ein Clown und ich will gar nichts anderes sein. Der Clown steht 1000-mal vor seinem Publikum, zaubert Glück in die Gesichter. Das ist sein Heiligtum. Er hat Applaus und Spaß und Liebe, was nicht jeder sagen kann. Er hat es sicher manchmal schwer, aber er ist kein armer Mann. Ich bin ein Clown und ich will gar nichts anderes sein. Ich erzähl vom wahren Leben oder auch vom schönen Schein. Ich bin der Faxen macht. Ich will, dass ihr lacht, wenn der Applaus kommt, fühl ich mich wie neu geboren. Erst wenn das Lachen stirbt, erst dann sind wir verloren. Ich erzähl vom wahren Leben oder auch vom schönen Schein. Ich bin ein Clown und ich will gar nichts anderes sein. Dompteure, Akrobaten, das ist ziemlich lange her. Der Zirkus hat geschlossen, die Manege, sie bleibt leer. Der Clown, er schminkt sich jeden Abend. Und hörst du, wie er lacht? Denn wenn der Clown lacht, siehst du den Sonnenstrahl, auch in der tiefsten Nacht. Ich bin ein Clown und ich will gar nichts anderes sein. Ich erzähl vom wahren Leben oder auch vom schönen Schein. Ich bin der Faxen macht. Ich will, dass ihr lacht, wenn der Applaus kommt, fühl ich mich wie neu geboren. Erst wenn das Lachen stirbt, erst dann sind wir verloren. Ich erzähl vom wahren Leben oder auch vom schönen Schein. Ich bin ein Clown und ich will gar nichts anderes sein. Ich bin ein Clown und ich will gar nichts anderes sein. Bernd Stelter, Bernd, kommt bitte zu uns rüber. Ja. Einen kleinen Talktisch. Kleinen Kreis. Ein Lied, was einen so ein bisschen nachdenklich macht, Ja, aber auch schön. das Lachen, Einfach du musst dein schön. Mikrofon, aber bitte nimm's mit, das wäre uns ein großes Anliegen. Aber es geht ums Lachen und das Lachen wird ja nicht untergehen, auch durch diese Pandemie nicht. Nein, das darf auch nicht. Im Gegenteil, Krisen muss man auch mal verlachen, ja? Das Ja. haben wir alle über Trump gelacht. Der Mann war böse und wir haben trotzdem gelacht und ja, finde ich schön, muss man auch mal tun. Unsere Website ist wieder online und es gibt einen neuen Spendenstand. Wir haben die 3/4 Million geknackt. 754.000 Euro sind bis jetzt Wow. zusammengekommen. Wir haben Ziele. Bitte spendet weiter. Nicht aufhören, Es Leute. lohnt sich. Wir haben uns unterhalten, jetzt, das geht uns ja allen so.
Du bist ja auch viel zu Hause, du bist auch viel zu Hause notgedrungen. Wie findet denn das deine Frau? Du, das war gar nicht so einfach. Ich meine, ich bin nun wirklich Workaholic gewesen, ja. Ich habe so 100 Kabarettkonzerte pro Jahr, dann ein bisschen Karneval dazu noch. Und das heißt, wenn ich meiner Frau mal so ein bisschen auf die Nerven ging, war nicht schlimm, weil ich war schon wieder weg, zack, ne? Und jetzt hängen wir uns seit einem Jahr auf der Pelle. Und wir sind beide sehr, sehr stolz drauf, dass wir das so toll hingekriegt haben. Denkt deine Frau das auch? Ich hoffe sehr. Glaub schon. Wie ist denn das bei dir? Bei mir denke ich auch manchmal, ja, guck mal, schon wieder alle da. Ne? Ja, Das denken die von mir aber auch. Aber wir haben auch gesagt, wir kommen da durch. Das Schöne ist ja, wenn man da durchkommt, als Paar, als Familie, dann braucht man sich danach auch Nee, nicht mehr dann trennen. klappt es auch. Dann Ja, klappt vor der allen Rest auch Dingen gerade, wenn du überall hörst, dass es für viele Leute ja sehr, sehr schwierig wird. Ja, Ne? ja. Und wir haben uns überhaupt nicht gekloppt bisher. Also jetzt nicht doll. Ja, eben so ein bisschen. Es gibt ein Paar, die im normalen Leben auch ein Paar sind oder aber auch im Karneval zusammen ein Paar sind. Das ist das Tanzpaar der Prinzengarde und Bernd Stelter ist Mitglied dieses wunderbaren Traditionschors. Und die beiden haben ein wunderbares Video in dieser Krise gedreht und das möchten wir drei uns mit euch allen zusammen anschauen. Ne Mütze auf dem Kopf, mein Kragen steht hoch. Es ist hier eiskalt und der Wind bläst dazu. Die Tage sind kurz hier, die Nacht kommt zu früh. Die Leute sind stur und die Kneipe hat zu. Geh ich schon aufs Zimmer oder bleib ich noch wach? Kann bestimmt noch nicht schlafen nach dem düsteren Tag. Und ich lauf hier allein durch ne ganz fremde Stadt. Ich hab niemals Probleme mit Heimweh gehabt. Hier sind alle längst schlafen, hier brennt nirgends ein Licht. Und dann denk ich an Kölle und dann denk ich an dich. Ich vermiss die Schwartlappe in der Kneipe ob der Eck, die Lück aus dem Fädel, der Blick von der Brück, dat je sehst von einem Köbis, wenn man ein Wasser bestellt, die Schüss ob der Domplatt, wenn ein Hutzig ansteht, was an Köln so schön ist, dat weiß ich, dat weißt du, doch das Schönste an Köln für mich, dat bist du. Und ich lauf hier allein durch eine ganz fremde Stadt. Ich ha nie wirklich Buchbing von Heimweh hat. Hier ist alles am Schlafen, hier brennt nirgends ein Licht. Und dann denk ich an Köln und dann denk ich an dich. Ja, dann denk ich an Köln und dann denk ich an dich. Ich komme mir gerade vor wie das literarische Quartett zu dritt, Ja, aber wir wir sind sind zu eher dritt. das musikalische Terzett. Das Wir sitzen musikalische hier alle Quartett und zu dritt. singen ganz melancholisch mit. Ja, Tolles schön, Lied. oder? Was Positives. Worauf freust du dich, wenn diese Corona-Pandemie irgendwann so weit im Griff ist, dass wir wieder arbeiten können? Also ich glaube, dass wenn wir wieder eine Sitzung feiern können, ob sie dann mit 1500 oder mit 1000 Leuten ist ja egal, aber ich glaube, das wird dann die stimmungsvollste Art, die es je gegeben hat, das Karneval glaube ich zu auch. feiern. Und darauf freue ich mich total. Wir uns auch. Ja, total. Und ich freue mich ganz besonders, Bernd, ich muss kurz mal auf meine Schaltenposition, so Ja, nennen wir das hier, Schaltenposition. weil wir jemanden haben, der auch einen großen Scheck uns zur Verfügung gestellt hat und den darf ich jetzt zu uns rüberholen hier in die Lanxess Arena. Uli Vogt müsste jetzt gleich mich hören können und da ist er. Wir sagen Hallihallo, Uli Vogt von der Sparkasse Köln-Bonn. Mit einer Mütze, die ich jetzt nicht direkt identifizieren kann. Vielleicht helfen Sie uns kurz. Ja, das ist der große Senat. Ah. Die Mütze des großen. Der große Senat. Wir hatten schon viele Menschen hier und viele haben uns geholfen. Viele Leute spenden auch von zu Hause. Ich wollte aber bei Ihnen ganz besonders Danke sagen für eine großartige Summe und möchte Ihnen natürlich überlassen, zu sagen, wie viel die Sparkasse Köln-Bonn dazu getan hat.
Ja, wir haben sehr gerne, denn wir haben ja schließlich auch ein Kölsches Hetz für diese Aktion 25.000 € gespendet. Wir freuen uns darüber, dass wir die Aktion damit so unterstützen konnten, dazu beitragen können, dass es vielen Menschen, die jetzt in dieser Situation eben nicht so Geld verdienen können, wie das normalerweise der Fall ist, damit helfen können und auch damit vielleicht einen kleinen Beitrag dafür leisten, dass es nächstes Jahr normal weitergeht und wir wieder Karneval feiern können, so wie wir es gewöhnt sind, wie es uns Spaß macht und wie es uns auch glücklich macht. Wir hatten gerade ein paar kleine Tonaussetzer für Sie zu Hause, aber das ist gar kein Problem. Wo stehen Sie gerade, Herr Vogt? Ich sehe was Karnevalistisches hinter Ihnen. Ja, genau richtig. Ich stehe bei uns in der Hauptstelle, in der Kassenhalle. Hinter uns sieht man die Ausstellung, die wir jedes Jahr machen, diesmal von der Bürgergarde Blau-Gold. Und normalerweise würde jetzt in dieser Zeit hier eine Gruppe von etwa 1000 Kolleginnen und Kollegen Weiberfastnacht feiern. Aber diesmal ist es ja leider sehr ruhig. Sie sind ja Kölner, deswegen tut das im Herzen noch mehr weh. Ich sage ganz herzlich Dankeschön, dass Sie die gute Sache mit unterstützt haben. Und wir rufen jetzt nochmal aus, Bernd Stelter, Mirja Bös und ich, ein dreifaches, kräftiges Köln! Alaf! Sparkasse Köln-Bonn! Alaf! Uli Vogt! Alaf! Vielen Dank und Grüße in die Kassenhalle. Schön, Danke. oder? Schön einfach, dass alle mitmachen, so viel geben. Bitte bleibt auch ihr dran zu Hause, drückt auf euren Telefon rum, schickt eine SMS 44844 und spendet einfach immer weiter, muss Wiggerjon. Und ich sitze jetzt gleich noch ein bisschen mit Bernd und schwelge in der Zeit der Dinge und den Emotionen, die wir haben. Wir rücken emotional, aber nicht körperlich näher aneinander. Wie Und so nicht? soll's. Was? Nicht körperlich heute nicht. Heute mal nicht. Aber die nächste Band, die kommt auch aus Köln. Also gut, Köln-Süd, sagen wir mal, also Köln-Süd, gut aus Meckenheim. Aber wer sich jetzt darüber aufregt, der ist wirklich selber schuld. Hier ist für euch Fiasko. Nur wir zwei Jahre lang. Und wenn nicht nur mir, jeder ändert sich doch so schnell auch nichts dran. Wir sind jung, ohne Plan. Hanke doch wisse irgendwie komm mal an. Durch dick und dünn.
Hashtag nicht allein, madet Jod, wir sind Fiasko. Tschüss zusammen. Fiasko, super Auftritt, ne? Und das ist irgendwie schon merkwürdig, wenn man ab und zu mal wieder darunter guckt, denkt, wann kommt der Riesenapplaus, wann jubeln die Zuschauer? Wir haben gar keine, aber natürlich viele Leute, die jetzt gerade zuschauen, auf Magenta TV zum Beispiel oder auch in unserem Stream. Und hier ist er, der Mann, unser Herbergsvater, heute und auch die letzten Tage, durch den wir überhaupt hier sein dürfen, Stefan Löcher, der Geschäftsführer hier der Lanxess Arena. Wie geht's dir heute? Ja, gemischt, ne? Ich finde dieses Symbol zusammen, finde ich einfach mega. Man weiß ja vorher nie, ob es funktioniert, aber man sieht einfach diese unglaubliche Power, diese Leidenschaft in Köln pur. Und das ist natürlich das Schöne und das andere, ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber sprechen. Ja, das ist ja natürlich für euch auch schon sehr, sehr lange hier. Also Eishockey ohne Zuschauer, keine Konzerte mehr möglich. Deswegen irgendwie fühlt es sich ein bisschen normal an heute, dass hier eine Produktion stattfindet. Aber natürlich, wenn man das sieht, dass hier keiner ist, wir alleine sind, sehr, sehr merkwürdig. Es gibt aber Alternativen. Ihr wart sehr, sehr kreativ. Was habt ihr anstatt dessen gemacht? Ja, wir haben ja 40 sogenannte Arena-Now-Veranstaltungen durchgeführt mit Mittelbühne, mit immerhin bis zu 2400 Gästen. Wir waren auch ein paar Mal sozusagen ausverkauft. Die Stimmung war unfassbar mit nacktem Oberkörper und allem drum und dran. Natürlich Corona-Schutz. Wir hatten bei, ich glaube, 60.000 Gästen keinen einzigen Corona-Fall. Wir haben ATP durchgeführt. Aber es bleibt nichts schön zu reden. Das soll bitte niemals Normalität werden. Und da ist auch letztendlich dann nichts abschließend Gutes für die Zukunft dran. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch nochmal zu unterstreichen, dass die politischen Hausaufgaben gemacht werden, dass wir eine gute, sinnvolle Impfpolitik haben, dass wir die Alterspflegeheime schützen. Denn die Menschen brauchen den Zusammenhalt, die brauchen auch die Nähe für ihre Psyche, weil das hält ja ansonsten wirklich keiner mehr so lange durch und das betrifft auch Veranstaltungen und auch die Crews und die Techniker, die alle davon abhängig sind. Und deshalb machen wir ja auch das Ganze und hier schließt sich ja auch so ein bisschen der Kreis, damit wir diese Menschen auch wieder ein bisschen zumindest in Lohn zurückführen, Lohn und Brot, aber leider noch nicht zu ihrer eigentlichen Leidenschaft, nämlich die ist Event. Das ist richtig, aber wir werden einiges bewegen können. Ich habe gerade gehört, wir haben einen neuen Spendenstand und der heißt 800.000 €. Ein absoluter Wahnsinn. Bitte weiter spenden und danke für all die sich dieser guten Sache annehmen. Ja, wann rechnest du? Ich meine, wir haben ja eine kleine Perspektive. 7. März. Es geht langsam so ein bisschen wieder aufwärts. Vielleicht. Am 1. März dürfen alle wieder zum Friseur gehen. Glaubst du, wir können noch in diesem Jahr hier in der Lanxess Arena bei dir vielleicht Konzerte sehen? Ja, vielen Dank erstmal an die Spender, vielen Dank an die Menschen, die momentan Tickets kaufen. Wir sind mit Querbeat in den Vorverkauf gegangen, haben direkt 7.000, 8.000 Tickets verkauft. Wow. Also die Menschen wollen noch zu den Events. Nichtsdestotrotz verlegen wir aktuell, ich glaube, 250 Konzerte zum 3. Mal. Mit Spaß hat das nicht mehr viel zu tun. Das heißt, wir werden in 2022 quasi 3 Jahre in einem Jahr abbilden. Man kann also jeden Tag zu 3 oder 4 Events gehen. Und konkret auf deine Frage, ich habe aufgehört zu planen. Das soll jetzt nicht pessimistisch, sondern eher realistisch verlauten. Wir planen eigentlich nur noch flexibel. Es weiß kein Mensch, wann es wieder losgeht. Meine persönliche Meinung sei mir erlaubt zu sagen, ich finde, wenn wir eine relativ hohe Impfquote bei den Risikogruppen und bei dem Pflegepersonal erreicht haben, dann musst du eigentlich alles wieder öffnen, wie es war und wieder mehr in die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, weil wir werden mit Corona leben müssen. Aber das ist nur meine persönliche Anmerkung. Da ist ja viel Wahres dran. Im Moment werden ja die über 80-Jährigen geimpft. Das heißt, wenn jeder der Geimpfte wieder hier zum Beispiel in deine Arena kommen könnte, wären wahrscheinlich die Ersten, die hier vor ausverkauftem Haus spielen, die Amigos wahrscheinlich, weil die ja nun auch einige Fans haben, die ein bisschen älter sind. Wir haben heute sehr viele Leute, die uns zugucken. Ich musste auch meinen Eltern erklären, was ist ein Stream und wo kann man denn das sehen? Aber viele Menschen schicken uns auch Bilder aus ihrem Zuhause. Das ist ja hier dein Wohnzimmer, Stefan. Meins ist hier an diesem Screen. Wir haben sehr viele Resonanz, schöne Bilder bekommen über Hashtag #NitAlane. Wie schaut ihr heute uns zu? Fabian Edler, ich kann nicht genau sehen, wo das ist, aber irgendwo direkt an einer Brücke mit einem lustigen Hütchen drauf. Gode J, ein sehr junger Zuschauer, der möchte, glaube ich, mal Feuerwehrmann werden.
Und die Mama auch mit Feuerwehrhelm. Und wir haben Maren Schmali. Ach, guck mal, das sind doch der richtige Mundschutz. Nur zusammen sind wir fast lovend. Also die haben alle gute Laune, das sieht man in den Augen. Man sieht ja, wenn Leute lachen. Ich hoffe, Stefan, dass du es schaffen wirst, in den nächsten Monaten viele Leute hier mit guter Laune in deiner Lanxess Arena zu beherbergen und wünsche uns allen, dass wir viel Spaß wieder haben werden. Danke, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen und vielleicht noch die 900.000 schaffen. Wir kommen zu unserem nächsten Künstler. Er ist keiner, der im Karneval auftritt, aber ist, wie soll man sagen, eine Kölsche Jung im Herzen. Er ist Italiener, kommt aus Baden-Württemberg, lebt in Köln, seine Frau ist Brasilianerin. Also besser kann man nur zusammen, sind wir fast gelaufen, gar nicht interpretieren. Man muss nur fairerweise, er spielt wie ein Österreicher Fußball, aber das ist nur meine private Meinung, weil wir oft zusammen für einen guten Zweck zusammen gekickt haben. Ein guter Freund von mir, er wird demnächst im ZDF um 20.15 Uhr moderieren, ist heute für die gute Sache mit dabei. Wir freuen uns auf Giovanni Zarrella mit Ciao. Buonasera. Stefan, Ragazzi. großes Fest. Ciao. Bella ciao. Alza il volume. Alza la radio. Ciao. Ok, andiamo dai. Go. Ciao. Bella ciao. Bella bella ciao. Bella ciao. È una festa infinita, di meglio non c'è, sento il ritmo della vita, quando ballo insieme a te, è una forza infinita, più grande di me, prendiamoci le stelle e divertiamoci, a ballare qui, bella ciao, bella ciao. Bella bella ciao. Bella ciao. Bella ciao, è stupenda la vita. Bella ciao, quando sto qui con te. Bella ciao, dalla mamma e dall'amico. Bella ciao, e tu canta insieme a me. È una festa infinita, di meglio non c'è, sento il ritmo della vita, quando ballo insieme a te, è una forza infinita, più grande di me, prendiamoci le stelle e divertiamoci, a ballare qui, bella ciao, bella ciao. Bella bella ciao. Bella ciao. Belle ragazze, bella ciao. Bella ciao. Bella bella ciao. Bella ciao. Ciao ragazzi, è una festa infinita, di meglio non c'è, sento il ritmo della vita, quando ballo insieme a te, è una forza infinita, più grande di me, prendiamoci le stelle e divertiamoci, a ballare qui, ciao bella, bella ciao. Wow! Ragazzo, kommst du bitte zu Ma uns? che bello, vieni Ciao, qui a Bella. ballare, Ciao, ballare. Wo darf ich hin? In die Mitte. Ja, du darfst in die Mitte, Mitte kommen. An diese Kiste. Du kannst dich auch Schön. anlehnen, ist cool. Ja, so eine Bar, wie so eine Barsituation. Giovanni. Es ist eine, ich meine, die ist komplett durchgedreht, Frau Ja, Bös. ja. Ich Giovanni hab kommt, hier- Giovanni kommt. Du musst mir den ganzen Auf Tag den nicht, Rücken ich sag über den mal, Boden geschoben ich sag haben. Guido ist hier, sagte, nein, Nee, Giovanni. Ja. Auch, che Dankeschön. bello. Vielen Dank, ciao Bella. Also das neue Album von dir, das darf ich ja kurz loswerden, heißt genauso wie den Titel, den wir gerade gehört haben, Ciao.
Kommt im April, oder? Im April kommt Ja, im April ist es soweit, genau. Könnt ihr schon mal vormerken. Das stimmt. Und Vorbestellen. ich wollte unbedingt auch dabei sein, um hier ein bisschen mit Support zu geben. Das ist freut uns super. übrigens sehr. Hattest du dir vielleicht auch anders vorgestellt? So deine Premiere im Karneval und Ja. dann hier in der leeren Ja. Lanxess Arena. Ja. Und es ist kalt. Es ist kalt und es ist eigentlich auch so ein bisschen mein Zuhause hier, weil also ich wohne nicht weit entfernt und Stefan, der eben schon bei dir gesprochen hat, der Geschäftsführer der Arena, ist mittlerweile echt ein guter Freund und wir haben uns schon gemeinsam viele Shows hier angesehen. Also ich schaue mir unglaublich gerne meine Kollegen an, egal ob aus dem Pop, aus dem Rock, Karneval, was auch immer. Ich lasse mich einfach immer gerne mit Musik berieseln und hier reinzukommen, wenn es hier so leer ist, ist schon so ein bisschen erstmal so ein kleiner Dämpfer. Aber wir machen uns das Allerbeste draus, wie immer. Und du Ja, hast dann erst recht. Du hast ja Erfahrungen mit Corona, vielmehr deine Familie gemacht. Ja. Deine Frau Janaina war positiv. Wie habt ihr das zu Hause gehandelt? Wir haben natürlich, so wie es einem eben auch empfohlen wird, sofort isoliert. Ich habe sie praktisch versorgt mit Essen, mit Trinken, alles. Wirklich, also alles, was dazugehört. Die Kinder fanden es natürlich auch blöd, warum dürfen wir nicht zur Mama? Und wir haben das Beste draus gemacht und es hat auch gut funktioniert. Also, und sie hatte zum Glück auch einen sehr milden Verlauf. Aber trotzdem macht man sich schon ständig Gedanken und jeden Was ist, Morgen, wenn? ja eben, du denkst ständig, irgendwas ist, wenn jetzt plötzlich von heute auf morgen es schlechter wird. Ne? Und dann, ja, also ich habe sie schon das ein oder andere Mal genervt, auch mal so um 2 Uhr morgens mal so noch geschrieben, hey, bist du wach, geht's dir gut, alles in Ordnung? Hey, ich schlafe, ich will schlafen, sagt sie. Immer geweckt Nee, nachts alles mal gut. schön. Ja, Hallo, weil bist du gesund? aber wie gesagt, Gott sei Dank ist das alles sehr, sehr gut verlaufen. Ich habe es gerade schon oben gesagt, demnächst geht es im ZDF los. Wann geht's los? Du wirst der Nachfolger sein von, kann man so jetzt nicht direkt sagen, aber Carmen Nebel. Es wird auf jeden Fall auch eine Musikshow sein. Genau, es ist Genau. nicht direkt Nachfolge, weil sie wird ja auch weiter noch Shows machen. Die wird ihre Spendengala weitermachen und auch die Weihnachtsshows, glaube ich. Aber es wird eine weitere musikalische Heimat im ZDF geben und die darf ich machen. Und das wird im Spätsommer losgehen. Spätsommer im Herbst ungefähr wird es Guck mal, da die könnten erste der Guido große und ich Show uns ja geben. schon mal anmelden. Ja, Von bitte. unserer Alpenhütte als Alpenduo. Nein, wir beide sind ja mehr oder minder auch die Florian Silbereisen und Helene Fischers Ja. dieser Veranstaltung. Ich würde rein schweben kommen. Die brauche ich auf jeden Fall. Ich würde dich tragen. Sie Ja. schwob das wird- herein. Wir haben ja bis Spätsommer noch Zeit mit dem Tragen. Ne? Da kann ich noch ein bisschen, da laufe ich noch ein paar Mal ums Haus vorher. Wir haben die 800.000 haben wir schon gepackt. Wow, Und das der ist nächste aber Künstler, der jetzt Wahnsinn. gleich kommt, der freut sich auch darüber. Danke, dass ihr die gute Sache alle unterstützt. Und Natürlich. Giovanni, grüß mir bitte alle zu Hause. Und wir Ebenso. müssen mal wieder Fußball spielen. Wir zwei. Bitte. Ich habe das gehört mit dem Österreicher, Ich guck dass ich dann spiele zu. mit Österreicher. Ich bin Ja. Cheerleader und komme dann winken, wenn ihr spielt. Ach so, ich höre gerade, wir müssen noch was sprechen. Warum müssen wir noch was sprechen? Habe ich gerade auf dem Ohr bekommen, weil... Ja, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Wir sprechen noch ganz lange, wir können ja auch... Ja. Ach so, nee, pass auf, ich sag dir, warum es ist. Ja. Weil wir natürlich unter Corona-Bedingungen hier produzieren, Ja. muss dein Mikrofon jetzt desinfiziert Ja, werden. Das stimmt. Dann gebe ich es jetzt ab. muss Ja? durch Da den gibt's auch, du kannst immer das Desinfektionstunnel. andere. Gib mal deins Nehme ab. ich das und, hier? Ja, und das gibst du bitte ab. Da. So, es damit wird, kann ich es nämlich wird jetzt auch An einmal eine durch, Desinfektionsfachkraft. auf richtig so? 360 Grad erhitzt. Und dann gucken wir, ob es gleich noch funktioniert. Da wird der nächste Künstler sagen, okay, es riecht ein bisschen Finde ich nach... gut so. Ich finde, dass dieses Angeschmort. Desinfektionszeug so ein bisschen... Es gibt Unterschiede. Manche riechen nach Nagellackentferner, andere so nach Alten Obstler. Socken. Es gibt auch welche, die riechen nach alten Socken, haben meine Kinder schon gesagt. Die nach Obstler, die finde ich furchtbar. Die so riechen wie dieses... Hier wie so Muff, aber Muff. Nee, ich finde, diese so nach Schnaps riechen, ist ganz fies. Die finde ich so schlimmer. Ich finde die nach die so stark riechen gar nicht so schlimm. Ich finde die so nach... Gott, was für ein Thema wir haben. Ja, aber das ist ja essentiell. Also meine Kinder beschweren sich dann auch. Das stinkt aber wieder. Das möchte ich nicht auf die Hände machen. Es gab Tage, da ist mehr Alkohol über meine Hände gelaufen als über meine Leber. Das muss man ja auch fairerweise mal sagen. Ja, aber wenig Tage, oder? Wir beide möchten dich natürlich nicht aufhalten, Nein. wenn du den nächsten gut Bitte. aussehenden das Künstler mache ich. Ist das ansagen eine Andeutung? möchtest. Das ist so ein Wink mit dem Zaunfall eigentlich jetzt für mich, ne? In der Ehe hättest du es verstanden, da wir Ja. nicht zusammen würden. Sage ich erstmal, Ja. mille Ich grazie. danke euch. Bleibt alle gesund Und alles denk Gute dran, zu Hause. ne? Du bist der Beste. Grazie, grazie. Ist international heute, wir sind ja gerade noch aus Italien gekommen. Jetzt stellen wir fest, wie nah Englisch und Kölsch eigentlich zusammenliegen. Ich meine, wer kennt nicht den allbekannten Gassenauer Bütze Rotjack? So habe ich auf jeden Fall immer gedacht, wer das damals, weil Kölsch und Englisch schon aneinander liegt, ist aber auch nicht so. Und der nächste Künstler, der jetzt kommt, hat sich jetzt auch gedacht, bevor die Amis und die Engländer jetzt anfangen, Kölsch zu singen, mache ich es lieber anders. Und er hat internationale Hits verkölscht. Für uns. Hier ist Stefan Knittler. Dann ist eine komische Lage, wenn ich ganz ehrlich bin. Und
ich han das Gefühl, ich höre nicht hin. Und da ich immer noch heben, da litt nur an dir. Doch wenn du jetzt nichts sagst, dann bin ich durch die Tür. Doch wenn du willst, dann blieb ich bei dir. Schwarz noch ein Brot und trink noch ein Bier. Rutsch noch jetzt näher an dich ran. Es liegt an dir, was noch passieren kann. Die andere Typen, die lachen mit dir. Für mich viel zu laut, doch kannst du ja nix für. Doch ich han das Gefühl, auch die ist das zu viel. Doch die Laute gewinnen, zu Löwen das Spiel. Doch wenn du willst, dann blieb ich bei dir. Schwarz noch ein Brot und trink noch ein Bier. Rutsch noch jetzt näher an dich ran. Es liegt an dir, was noch passieren kann. Und wenn du willst, dann lade ich dich hin. Erzähl jetzt von mir und davon, wer ich bin. Und wenn du bemerkst, wie alt ich sein kann, dann geht noch für mich ganz viel ich irgendwann. Doch der Letzte, der trink ich allein und ich zahl, was ich muss. Und ich vertraue auf dich, vielleicht küsst du ja später noch raus. Denn wenn du Doch wenn du willst, dann blieb ich bei dir. Schwarz noch ein Brot und trink noch ein Bier. Rutsch noch jetzt näher an dich ran. Es liegt an dir, was noch passieren kann. Und wenn du willst, dann lade ich dich in. Erzähl jetzt von mir und davon, wer ich bin. Wenn du bemerkst, wie alt ich sein kann, dann geht noch für mich ganz vielleicht irgendwann. Wenn du bemerkst, wie alt ich sein kann, dann geht noch für mich ganz vielleicht irgendwann. Doch wenn du willst, das war natürlich ein eigener Song, aber ja, internationale Popsongs auf Kölsch haben wir gemacht. Ein ganzes Album dieses Jahr, Pop-Up Kölsch heißt das. Und da habe ich euch auch einen Song daraus mitgebracht. Da brauche ich aber Hilfe. Hier ist nochmal Peggy Sugarhill. Komm bei mich bei. Und das Stück, was wir machen, kennt ihr bestimmt. Warte mal, ich muss mal gerade die Gitarre abhängen hier. Und hier ist auf Kölsch. Jede Atemzug. Bitteschön. Jede Atemzug, jede Bewegung auch. Wenn um dich schlägst und Schritt du machst, will ich bei dir sein. Jeder einzelne Tag auf Glück von jemand. Wenn du spielst oder bliebe willst, will ich bei dir sein. Kannst du nicht sehen, du jüngst her. Trägt
Das war Stefan Knittler mit Peggy Sugarhill von den Rocke Marieche. Wir sagen Dankeschön, dass ihr heute mit dabei seid bei nitalein.de. Kann man übrigens weiter spenden. Auch die SMS funktioniert immer noch. 44 844, Karneval 5, Karneval 10. Das Geld kommt bei den Leuten an, die dafür sorgen, dass ja, so Leute wie Stefan Knittler auf der Bühne stehen. Die Techniker, die Rodis werden unterstützt. Die ganzen Tambokurs, Kindertanzgruppen, die keine Einnahmen generieren können in dieser Session, die sehr leise ist und auch sehr wenig Auftrittsmöglichkeiten bietet. Die nächste Band, die jetzt kommt, ich meine, die Kölner Musikszene ist wirklich sehr groß und riesig und die Frage ist, wenn man gute Songs hat, was für einen Namen überlegt man sich? Ja? Da kann man irgendwas mit Geflügel nehmen, nee, das ist besetzt, da gibt es ja schon die Höhner oder vielleicht, irgendjemand hat uns gesagt, wir nennen uns Finanzamt Köln-Süd. Da hat irgendjemand gesagt, nee, das geht nicht, es gibt's schon, die Räuber. Schließlich haben sie einen Namen gefunden, den ich großartig finde. Hier sind die Bademeister des Karnevals, Planche Malheur. Ich kenn jede Straße und jeden Pflasterstein. Steig in die 18, komm zu mir, ich lade dich ein. Am Bötchen an der Eck scheint die Sonne ins Gesicht. Wir schwenken bunte Fahnen, hier kannst du sehen, so wie du bist. Denn wir sind Familie, egal woher du gehst. Et ist die Kölsche schon bestellt, für dich und mich. Du bist mein Fehler, du bist der Bütchen in der Not. Du bist der Wind in meinem See. Du bist mein Fehler für jeder, keinen Millimeter nach rechts. Kein Fehler für Rassismus, für Brung ist keiner Platz. Morgen mit uns die Zukunft und in Liebe steckt die Kraft. Konfetti statt Kanone, Spaghetti statt Parole. Morgen mit uns die Zukunft und in Liebe steckt die Kraft. Wir sind Familie, egal woher du gehst. Et ist die Kölsche schon bestellt, für dich und mich. Du bist mein Fehler, du bist der Bütchen in der Not. Du bist der Wind in meinem See. Du bist mein Fehler für jeder, keinen Millimeter nach rechts. Nee, Millionen keine Millimeter nach rechts. Wir finden zusammen eine bessere Weg. Von alle Brungen Kopf wird mir schlecht. Lass mal nicht weiter hervorher hängen. Solange du nicht weißt, was das heißt. Wenn wir anders vorher können nicht. So wie du als kleine Fetze, ob je Wasser ist. Du bist mein Fehler. Du bist der Bütchen in der Not. Du bist der Wind in meinem See. Du bist mein Fehler für jeder, keinen Millimeter nach rechts. Du bist der Bütchen in der Not. Du bist der Wind in meinem See. Du bist mein Fehler für jeder, keinen Millimeter nach rechts. Einen haben wir noch. In der Kellerbar, da kriegst du Spaß. Und da wussten wir noch gar nicht, dass das ein... Denn als wir uns gegründet haben, da kannte uns wirklich niemand. Und wir sind in eine Kneipe reingelaufen, um zu fragen, ob wir da spielen dürfen. Und da stand der Wirt. Ich habe ihm erzählt, ja, wir heißen Planche Malheur und wir würden hier gerne spielen. Und er guckte mich an und sagte, hör mal, finde ich richtig gut, dass so eine Passe Lacke wie du kölsche Musik mäht. Und diese Geschichte ist quasi der Ursprung des nächsten Song. Und der heißt Heimat. Ich bin hier geboren, Hande, kölsche Spruch geliert. Mein Mam hat mich erzogen, so gut wie es die Winde sieht.
Ich hoffe so viel letzte Mal, einfach nicht alle Woche schön. Ich bin hier zu Haus, ich blieb am Ring, ich brauch nicht mehr. Aber trotzdem freu ich mich jeder. Jung, wo küsst der her? Das ist mein Heimat, meine erste Schritt woher. Das ist mein Heimat, egal was auch passiert. Ich war nie so ganz dabei, die Menschen angelacht, als ich als kleiner Fetz über Kirchenlieder sprach. Für die Schwarze zu wies, für die Wiese zu schwarz. Doch ich mach mir Gedanken, ich stand zwischen still und da kann ich tanzen. Ich bin hier zu Haus, ich blieb am Ring, ich brauch nicht mehr. Aber trotzdem freu ich mich jeder. Jung, wo küsst der her? Das ist mein Heimat, meine erste Schritt woher. Das ist mein Heimat, egal was auch passiert. Bis meine Kompass ob Poesie, ja nicht verloren, siehst du mir der Weg. Das ist mein Heimat, meine erste Schritt woher. Du musst nicht blond sein und nicht hier bohren. Egal woher du kommst, du bist Kölsch, wenn du es fühlst. Das ist mein Heimat, meine erste Schritt woher. Das ist mein Heimat, egal was auch passiert. Bis meine Kompass ob Poesie, ja nicht verloren, siehst du mir den Weg. Köln ist mein Heimat, meine erste Schritt woher. Das ist mein Heimat, meine erste Schritt woher. Das ist mein Heimat, egal was auch passiert. Bis meine Kompass ob Poesie, ja nicht verloren, siehst du mir den Weg. Das ist mein Heimat, meine erste Schritt woher. Jetzt steht da aber genau, du musst aufpassen, dass du jetzt nicht im Bild stehst, weil, ne? Die Jungs, muss ich mal überlegen, die stehen da mit der kurzen Butze auf dem Eis. Was meinst du, was die jetzt, wie das jetzt da, möchte ich mir gar nicht drüber Gedanken machen, wie das jetzt, du Du weißt, bist ein was ich bisschen meine. traurig, dass du nicht unten bist. Ich wollte, hätte ich gerne noch ein bisschen mitgefroren. Aber hier ist es auch sehr schön. Guck mal da, wir haben Gesellschaft bekommen. Aber der Bademeister würde ja auch, also ich meine, der Bademeister beim Eis ist ja auch ungewöhnlich. Ne? Also Im ich Winter schon. haben die Freibäder ja eigentlich zu. Dankeschön erstmal an Planche Malheur und natürlich ein Riesendankeschön an alle Künstler, die heute hier sind, um die gute Sache zu unterstützen. Und zwei gut aussehende Burschen haben den Weg hier in unser kleines Studio gefunden. Das ist hier neben mir J.P. Weber und Thomas Küpper. Die beiden Hallo. sind da. Kennt ihr euch? Muss ich irgendwas anderes machen? Willst Nee, du du noch kannst was alles anderes so machen. wissen? Ich gucke fasziniert zu. Das ist die Tante. Ich, ne? Ja, ich die- staune und lerne von dem großen Guido Kanz. Nein, Weißt darum geht's nicht. Du bist doch ich freu jünger mich. als ich. Ja? Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Also ich Okay. sehe jünger aus. Lass uns mit, So, mit weiter. unseren Gästen Bitte. bitte weitermachen. Du hast in einem Der fährt Interview doch mit. gesagt, Jörg, dass du viel Positives erlebt hast. Du hast dich auf jeden Fall neu kennengelernt in dieser
Pandemie, in dieser Krise und hast gesagt, ich kann Sachen, da wusste ich gar nichts von. Was hast du genau gemeint? Im Moment ist es ja so, dass die Gleise, auf denen man normalerweise fährt, ne, die festgelegten Gleise, Veranstaltungsformate, sonst da fährst du mit. Ne? Da ist Fahrste leer, Karneval. Ja. Und jetzt musst du halt sehen, dass du selber Gleise verlegst. Und dann musst du quasi selbst akquirieren und machen und. Und da habe ich dann bemerkt, ach, mit dem Schwade, das kann man nicht nur bei einem Witz oder bei einer Rede, sondern das kann man kann auch andere Leute ansagen. Man kann auch sagen, was man denkt. Nee, das darf man nicht. Egal jetzt. Aber, man muss was anderes machen, sich neu erfinden, sein Portfolio erweitern für die Zeit, die danach kommt. Das heißt, du hast viel moderiert in der letzten Zeit. Ich habe viel moderiert. Ich habe moderiert und ja auch so ein bisschen schauspielert, so Clips gedreht und alles mögliche. Ich hatte schon das Gefühl, ich bin eine Camgirl, muss ich sagen. Also Camgirl, das geht in deine Richtung. Das ist das mit den 20 Zentimetern, Sie erinnern sich. Da. Der Thomas ist jetzt kein Camgirl. Nee. Nein. Nee, obwohl ich nötig hätte. Du müsstest dich mal kämmen. Wobei du ja gerne länger trägst auch. Das Schöne ist, bei dir ist jetzt auch einiges Privates zu besprechen, weil fast vor genau 25 Jahren warst du ja Prinz in einer kleinen Kommune hier in der Nähe, dem Echt? Du warst bei den Naturvölkern? Ja, ich, Bergisch Gladbach. Prinz Thomas II. Und morgen, also es ist jetzt nicht genau morgen, aber eigentlich hast du bald Silberhochzeit. Ja, morgen. Weil du dann als Prinz auch noch Karnevalsfreitag am 16. Februar 96 deine Frau geehelicht hast, die Kerstin mit C. Ja. Viele sagen Silberhochzeit, heute sagt man Social Distancing, aber ihr versteht euch hoffentlich noch ganz gut. Ja, das sind 25 Jahre, der härteste, da hast du einiges, da kannst du mit umgehen. Nach 25 Jahren muss man jetzt auch nichts mehr ändern. Ne, wir haben auch gesagt, wir lassen es jetzt so. Habe ich meiner Frau jetzt geschenkt. Ich habe gesagt, komm, jetzt gucken wir, dass wir... Den Rest auch noch. Ja. Du hast es geschafft, hast du selber gesagt. Du bist verewigt worden als Puppe im Kölner Henneschen-Theater. Ja. Und du bist jemand, der sein Jubiläumsalbum rausgebracht hat, trotz der Krise, 22 Jahre Klimpermännchen. Ja, und das Schöne ist, dass ihr beiden zusammen jetzt musizieren wollt. Ja. Ein Titel, der ursprünglich von Ludwig Sebus mal geschrieben wurde, aber du hast eine Krisenversion geschrieben. Ja. Und ich freue mich da sehr drüber, weil das ist ein Lied, das ich sehr liebe. Ja, also man muss manchmal zum Lachen in der Keller hören. Und deshalb hören wir jetzt in der Kellerbar. Schön. Unterm Jammer in die Kellerbar. Ob eigene Gefahr, schlagen an das große Fass. In der Kellerbar, in der Kellerbar, in der Kellerbar, da kriegt man Spaß. Boah, das war's schon. Dann rufen wir jetzt mal aus auf die Bahn, auf die Kellerbar. Drehen wir von Netze. Kölle! Kölle! Kellerbar! Und Weber! Und sagen Dank an unsere Spender. Wir müssen... Der hat noch jetzt. Was ist das? Ich habe einen Scheck mitgebracht von den kleinen Erdmännchen. Oh, guck mal da. Und das 1.000 €. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die kleinen Erdmännchen, einen Karnevalsverein oder Gesellschaft, die sich kümmert für Leute. Es gibt eine große Benefizsitzung. Und 1.000 €, wir sagen recht herzlich Dankeschön. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja. Hast du noch jetzt? Nee, ich habe noch nichts. Ich wollte nur Tschüss sagen. Tschüss, sag mal Tschüss. Tschüss. Böse ist dran Hallo mit der und auf nächsten Wiedersehen. Anmoderation. Ja, es wird ja immer mehr. Früher wurde in Köln ausschließlich Kölsch gesprochen, heute kommt immer mehr Englisch dazu. Gerade jetzt Homeschooling, Homeoffice, auch Homefiring, wie wir heute gelernt haben. Aber bestimmte Dinge bleiben immer gleich. Der Rosenmontag heißt immer noch Rosenmontag und nicht Red Flower Day. Und darüber sind wir sehr stolz. Und wir singen auch immer noch mit unseren gleichen Bands, die wir lieben. Natürlich kommen neue dazu, aber vor allem die wir lieben, sind da. Und wir freuen uns jetzt sehr auf die Klüngelköp. Ja! Wir schenken uns einfach Dosen und eine Nacht. Wir schenken uns einfach Dosen und eine Nacht. Wer hätte dann gesagt, am Aschermittwoch wird vorbei.
mit der Liebe und mit uns zwei. Wer hätte dann gedacht, da du sonst nichts wieder kann, man fange doch gerade jetzt an. Was ich noch möchte, sind 1000 Nächte mit dir zusammen sind. Zu dir gehör ich hin. Was ich noch möchte, sind 1000 Nächte. Wir schenken uns einfach 1001 Nacht. Wir schenken uns einfach 1001 Nacht. Denn du und ich, das ist so jetzt wie Magie. Ein Gefühl so warm und nah. Oh. Und was ich dir versprech, oh, für die nächsten 100 Jahre bin ich immer für dich da. Was ich noch möchte, sind 1000 Nächte mit dir zusammen sind. Zu dir gehör ich hin. Was ich noch möchte, sind 1000 Nächte. Wir schenken uns einfach 1001 Nacht. 1001 Nacht. 1001 Nacht. 1001 Nacht. Was ich noch möchte, sind 1000 Nächte mit dir zusammen sind. Zu dir gehör ich hin. Was ich noch möchte, sind 1000 Nächte. Wir schenken uns einfach 1001 Nacht. 1001 Ja, hallo zusammen. Wir begrüßen alle Leute zu Hause an den Bildschirmen. Und was soll ich sagen? Wir haben auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl, was die Zukunft betrifft. Und ich denke, wir sehen uns alle viel schneller, als wir denken. Und das nächste Lied, was wir machen, das ist unser aktueller Sessionssong. Und der heißt "Wir sind Kölsche". Gestern da waren wir zu Hus, wir gingen noch selten raus. Die Fädel und Straße, die waren so leer. Wir sagen es wie es ist, wir sagen auch jedens Kölner allein. Wir sind Kölsche und wir feiern, singen Lieder vom Leben hier am Ring. Wir sind Kölsche und wir feiern, singen Lieder vom Leben hier am Ring. Wir kommen so langsam zurück und dafür braucht jeder sein Zick. Dann ob mal was links und rechts so passiert. Jetzt stehen wir wieder parat, dort ob haben wir Ewigkeit gewartet. Wir sind Kölsche und
Jawohl. So, ihr Lieben zu Hause, wir hoffen, ihr habt hier noch so viel Spaß wie wir. Und ich wollte an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen an all die Spender von euch. Und mit dem nächsten Lied, ich denke mal, die meisten von euch werden es kennen, kommt von uns noch ein letzter Gruß und ein großes Dankeschön. Die ganze Welt han ich gesehen. Ich wohn nur weg, woanders hin. Ich war jung, hat wenig Geld. Ich wollt wohin, wo dir gefällt. Angekommen, das bin ich nie. Wo's meistens nicht, wat mich so trief. Doch min Sehnsucht und höher dran. Ich glaube, ich fang von vorn an. Wenn am Himmel die Sterne tanzen und der Dom sein Glock gespielt, ja, dann weiß ich, dass ich daheim bin, ja, daheim bin, hier am Ring. Wenn am Himmel die Sterne tanzen und der Dom sein Glock gespielt, ja, dann weiß ich, dass ich daheim bin, ja, daheim bin, hier am Ring. Ausgewandert und weggetrocknet, Münche Jon und Münche Kummer. Ein Stück vom Herz blieb für immer hier. Doch das nächste, ins peu à peu, angekommen bist du jetzt dann. Wenn dein Herz ist ohne Gram, doch für mich da wieder zick. Ich pack in und komm zurück, wenn
Vielen Dank, Messare. Tschüss zusammen. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich habe eine Träne im Knopfloch Ja, und 2 habe sogar. Gänsehaut. 2 bis 3. Unsere Verehrung, die sensationell tolle Kollegen, bestaussehendsten, die Klüngelköp sind hier. So, jetzt bitte runter von der Bühne, damit Jetzt wir geht's. hoch können. So wir einfach wollen da ist hoch, das. sonst dürfen wir nicht. Frau Bös, bitte. Hast du mir was mitgebracht? Ich habe dir ein Geschenk. Nee, ist kein Geschenk für dich. Guck mal, das ist auch eine Kulturtasche. Melosso ist Niederlane. Ja? Ach, das ist schön. Auch mit dem Festkomitee zusammen abgesprochen. Ich mache das mit einem Kumpel zusammen. Die kann man kaufen bei Dumont. Und das geht auch für die Kulturstiftung. Das ist Es doch gibt gut. alles für die Kultur heute Wir haben ja Abend. heute Morgen, muss man fast sagen, um Ja. 10:30 Uhr, als wir beide hier anfingen Ja, auf dem ja. ewigen Eis, gesagt, es gibt auch was zu gewinnen. Und ja, es gibt natürlich auch Gewinner, das ist klar. Wir haben einen XXL-Schal. Ne? Nur Der zusammen sind wir riesengroß, fast zusammen. riesengroß. Das ist der Mottoschal und den hat gewonnen Rattenfänger-Party. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben 2 Karten hier ausgelobt für eine Fernsehsitzung. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr 2022, hoffentlich wieder mit Publikum, sonst kann derjenige auch gar nicht kommen. Und das geht an herzlichen Glückwunsch, Frau H. Kassel mit C geschrieben. Es hat sich gelohnt, heute mit dabei zu sein. Glückwunsch. Was haben wir denn heute überhaupt Guck mal, wir eingesammelt? Wir haben 805.000 Euro um den Dreh liegen wir im Moment. Unglaublich. Aber es ist ja noch nicht vorbei. Ne? Es geht ja immer weiter. Und ich finde, guck mal, Guido, wir sind jetzt 6,5 Stunden hier. Ne? Das fühlt sich ja an wie 35 Minuten. Also es war ja schön einfach. Ja. Also ich hatte mit dir eine schöne Zeit und es war fast so schön wie richtig feiern, nur ohne Kopf. Wie ohne Kopf? Ja, ohne dicken Kopf am nächsten Tag. Ach so, Wegen- da hast verstehst du du? natürlich absolut recht. Ja, wir möchten Danke sagen für diese unglaubliche Solidarität. Vielen Dank alle, die zu haben, denen wir hoffentlich heute einen schönen Weiberfastnacht bescheren konnten. Und wer vielleicht gearbeitet hat und nicht gucken durfte oder konnte, auf magentatv.de ab 19 Uhr wird dieser Stream wiederholt und dann fangen wir beide wieder von vorne an. Wir fangen obwohl dann wir gar wieder nicht von da vorne an. sind. Das ist immer, wir kommen, genau, richtig. Aber und ich will auch noch mal mitteilen, alle wissen das ja auch, Karneval ist noch nicht vorbei. Vorbei ist erst am Aschermittwoch. Heißt, ihr könnt weiter feiern, weiter zu Hause sein, weiter im Herzen Karneval haben und vor allem die wichtige Information, ihr könnt einfach weiter spenden, damit wir noch in höhere Gefilde hochkommen. Ich höre gerade, es gibt noch eine Kölner Karnevalsgesellschaft, die Große Braunsfälle. Die haben auch noch 4.444 Euro beigesteuert. Danke vielen Dank. dafür. Ja, wir sagen danke für diese wunderbare Solidarität Melosse Niederlane und dürfen bei allen Kollegen, den Kameraleuten, den Leuten, die für den Ton den ganzen Tag hier auf dem Eis stehen, bei allen, die dazu beigetragen haben, dass wir innerhalb von 3 Wochen diese Mega-Veranstaltung an den Start bringen konnten, danke sagen. Alle machen das für den guten Zweck, ohne Geld. So sieht es aus. Und dank Ihrer Hilfe zu Hause. Wir werden uns nächstes Jahr alle wieder treffen und dann hoffen wir, bringen wir alle Crewmitglieder wieder mit, weil wir die jetzt auch mit durch die Zeit nehmen. Und ich hoffe, nächstes Jahr werden unsere Masken vom Deiters sein und nicht von der Apotheke. Und wir kommen jetzt zu einem wunderbaren Finale. Ein Kollege spielt live. Das darf Richtig, man, glaub das ich, soll sagen, man, ja. glaub ich. Ist Im wichtig. Gegensatz zu Stefan Rost spielt er live Trompete. Ja. Und mit einer der heimlichen... Weil er es kann. Auch. Ja. Nationalhymnen hier aus Köln und die ist von Willi Ostermann, Heimweh nach Köln. Und wir freuen uns auf Michael Kuhl. Das war mir eine Freude. Schön, mir Michael, auch. komm zu Immer wieder gerne.
Der Weg schmiss die letzte Rund, bis grad war noch alles gut. Du lust auf die Uhr, doch irgendwie war der Abend viel zu gut. Der DJ spielt das letzte Lied, bye bye my love zum Schluss. Und wieder sitzt du da, Tränen verschmiert, keiner wartet auf dich zu Hus. Doch du bist nicht allein. Irgendwo ist auch für dich ne Stelle, der für dich leuchtet, egal wo du bist. Wenn der Weg auch noch so düster ist. Ich schwöre, die besten Nächte sind noch die, wenn du ja nicht willst. Komm, steht bei mir den Ziel los, wenn du dich verlassen fühlst. Noch 1, 2, ob die alle Wunde, ne dritte hinterher. Und jede unserer Mäue ist schlecht. Im Korben fällt es halb so schwer. Denn du